Guten Morgen. Guten Morgen. Der Avatar ist da. Ja, ich weiß nicht, wie viele von unseren Zuschauern den Hinweis erkennen, ne? Du hast ja unter einem meiner letzten Videos vom Avatar, ich weiß gar nicht, ob man Kyoshi sagt oder Kiyoshi, ne? Also in den Videoclips, die du mir geschickt hast, das klang mehr nach Kiyoshi, ne? Aber Mhm. geschrieben wird es Kyoshi. Wie Und auch das, immer, ne? und das heißt Fächer oder was heißt das? Weißt du das? Also wenn es Kiyoshi ist das eine Frau? Es wirkt Ja, wie eine Frau, ne? ja. Ist eine Frau, ne? Also Kiyoshi ist eigentlich ein Männername. Also Mhm. vielleicht könnte das auch ein Frauenname sein, ne? Aber Kiyoshi ist eigentlich ein sehr verbreiteter Männername und Kiyoshi bedeutet so die Reinheit. Wenn es Kyoshi ist, dann kann es alles Mögliche bedeuten, aber Fächer eigentlich nicht, ne? Also als ein Wort für Fächer ist mir Kyoshi nicht bekannt. Ja, spannend. Spannend, ne? Und ich dachte da an eine Sängerin, die vor 20 Jahren in Japan total populär war, China Ringo. Inzwischen hört man sie seltener, ne? Aber die hat mal eine Tour gemacht. Aus welchem Grund weiß ich nicht, aber die Tour hieß Zen Ecstasy, ne? Ist mir nicht bekannt, dass sie irgendwie Zen praktiziert, ne? Aber da sieht man sie. Ich werde das irgendwie verlinken in die Videobeschreibung oder hinterher in den Abspann, ne? Also wie sie da mit dem Fächer steht und auf die Bühne kommt und ganz langsam sozusagen den Raum dann in Fahrt bringt, ne? Ja, sie ist Recht absolut beeindruckend. cool. Also Total cool, die, ne? die ist einfach mega cool. Die ist total cool, ne? Und ich glaube, in Deutschland werden sie die wenigsten kennen. In Japan, wie gesagt, ne, sie war zu der Zeit sehr populär. Oh, Ja. ich gucke immer in die Kamera, da merke ich gar nicht, was du da alles so machst. Ja, Ja, aber kann ich ja hier richtig loslegen, ohne dass du was merkst. Das ist du hast auch natürlich auch schon was witzig. vorbereitet. Du hast auch deine Gimmicks da so Ich hab hier vorbereitet. überall Brillen liegen. Eigentlich ist das für so Legungen da. Ah, so, Setze ich sowas manchmal ein. Oder da kommt mir manchmal die Idee, ein bisschen verstehst Spökes du, so mit Brillen zu Sonnenbrille, machen. was bedeutet das bei einer Lesung? Dass ich anonym bleiben will. Nein, aber ich glaube, also diese ist schon mal einmal zum Einsatz gekommen und da ging es irgendwie darum, dass es helfen kann, ein bisschen mehr in Richtung Verdunklung zu gehen. Also dass man Ja, dieses, ähm, das manchmal Überstrahlende der Außenwelt ein bisschen abdunkelt und dann mehr den ja, Blick nach innen richtet. Dafür sind die Brillen im Grunde da. Also dass man etwas an diesem visuellen Feld ändert oder an dieser Art von Wahrnehmung. Aber das war halt nur eine Idee. Aber ich habe gemerkt, dass das ein Unterschied war, wenn ich die ja. Brille aufgesetzt habe und dann assoziiert habe und wenn ich sie wieder abgesetzt habe. Also es war nur für den Kontrast im Grunde. Und jetzt nehme ich die auch wieder ab. Das ist so ein Bauchgefühl-Ding. Jetzt, wenn du schon mit den geilen Brillen kommst und mit dem Fächer reinkommst, dann habe ich auch Bock. Ich habe noch mehr Scheiß da hinten in so einem Korb, aber es muss nicht alles heute zum Einsatz kommen. Ja, hast du es heute eilig oder wie viel Zeit haben wir heute? Ich habe also wir können Du gerne hast fünf Zeit. Stunden machen. Das wäre der neue Rekord, ne? Ja. Hm. Das mit Hast du dein meinem. Mikro an oder nimmst du Ah, gerade über die? nee, verstehe. Warum? Aber es ist ein mega interessanter Sound. Ja, ja, also ich habe gerade hier die Kopfhörer, ne? Also ich wundere mich, warum höre ich dich vom PC? Ah, kann das sein, Ähm, dass du über die Kopfhörer gerade aufzeichnest auch? genau, ich zeichne gerade über die Kopfhörer auf und das hier ist. Ah, das Ding hier. Ich habe da vergessen, ein paar Knöpfe zu drücken. Und jetzt? Warte mal, noch ein paar Sekunden. Jetzt solltest du das Mikro, das ich in der Hand habe, hören. Ist es besser? Ganz sauberer Sound. Und habe ich auch, und jetzt mache ich auch noch den Sound für die Musiker, den Original Sound an. Ich guck mal, ob ich das eh eingestellt Allerdings habe ich das habe. Ja. Fenster zu, ne? Also.
Ich auch, aber Ich müsste das Fenster noch aufmachen, bevor wir Schulkinder oder Flugzeuge hier hören können. dafür haben wir noch Zeit in so 7 bis 8 Stunden. Ja, das ist jetzt unser 5. Gespräch, glaube ich, ne? Ja, Und in den letzten Gesprächen, du hast ja immer die Rolle der geduldigen Zuschauerin gespielt, ne, und dich von mir zutexten lassen. Ich dachte, heute kannst du auch ein bisschen was von dir erzählen. Ne? Also ich hatte die Idee, wir hatten ja viele Ideen, ne? Und du hast das verglichen mit, das sind lauter Tabs, die wir offen haben. Ne? Ich fand das eine gute Metapher. Ne? Es geht mir auch oft so, wenn ich an einem Projekt arbeite und ich mache Recherche und für jedes, was ich da gefunden habe, mache ich einen neuen Tab auf. Ne? Aber am Ende habe ich 50 Tabs und kann es ja, überhaupt nicht mehr überblicken. Ne? Und viele von den Tabs, die ich aufgemacht habe, sind auch gar nicht mehr so wichtig. Ne? Aber ich will sie jetzt auch nicht schließen, denn dann sind sie für immer weg und ich finde es nicht mehr. Also, ne, wir hatten verschiedene Themen angesprochen. Der Avatar Kyoshi oder Kyoshi war auch einer davon. Rashomon habe ich dir geschickt, ne? Oder guck dir mal Tampopo an, so ein Film von vor 40 Jahren. Ähm, Ovid, Narziss, ne, darüber wollten wir vielleicht demnächst mal sprechen. Narzissmus, weil ich in meinem Gespräch mit dem Guru Viking mich als Narzisst bezeichnet habe, auch auf meinem Kanal schon. Das hat dann auch zu Widerspruch geführt. Du weißt gar nicht, was ein richtiger Narzisst ist, ne? Du hast überhaupt kein Recht, dich da so zu nennen, ne? Also das sind alles so, wie sagt man, auf dem Horizont, ne? Themen, die wir noch ja. irgendwann mal in Angriff nehmen wollten. Aber ich hatte dann dich gefragt, wärst du bereit, über einen von deinen Texten zu sprechen? Einen hatten wir ja schon mal in unserem zweiten Gespräch, als es um Brecht und Frisch ging, über Liebe als Kapitulation. Ne? Ja. Und du hattest mir eine Sammlung von Texten geschickt mit dem Titel Häutungen. Also Bei mir am Arbeitstitel, mal gucken, ob der bleibt. Arbeitstitel, ne? Bei mir auf dem Computer sind es 27 Seiten, aber es sind relativ große Seiten. Ne? Also wenn man das irgendwann mal als Buch rausgeben würde, ist es wahrscheinlich das Doppelte, ne, an Buchseiten. Und ja, die sind alle sehr, wie soll man sagen, ne? Interessant, gut. Ne? Interessant. Mir fällt jetzt, also ein Wort, das mir anfängt, fällt, ist halt dicht. Ne? Also keiner dieser Texte ist, glaube ich, länger als eine Seite. Ne? Sind alles sehr dichte Texte, ne? Manche nur 4 Sätze lang oder so. Ne? Und ja, ich dachte mir, vielleicht können wir heute über den allerersten davon ein bisschen sprechen. Und ja, da es dein Text ist, würde es sich natürlich anbieten, ja, dich zu bitten, ihn zu lesen, aber darf ich ihn vielleicht lesen? Das ist so schön, dass du das fragst, weil ich habe sofort, als du mir diesen Vorschlag geschickt hast, diesen Impuls gehabt von, boah, hoffentlich hat Mu Lust, den vorzulesen, weil ich das irgendwie total schön fände, das mal von einer anderen Stimme gesprochen zu hören. Also ich habe total Lust. Ne? Also es kann natürlich sein, dass ich dann das ganz anders lese, als es von dir gemeint war. Ne? Ist ja und ich bin auch kein Ich weiß doch selber nie, was ich meine. Also nie genau. Das wäre für mich total schön, wenn du dazu bereit wärst. Auf alle Fälle, ich hätte total Lust dazu, ne? Ja. Okay, also dann lese ich mal den Text vor. Er trägt den Titel Wunder. Es scheint, als müssten die Dinge immer an einen Punkt kommen, an dem alles ohne Hoffnung ist, dass Menschen plötzlich merken, dass sie ein Wunder benötigen. Wenn jeder gute Vorsatz oder Plan den Bach heruntergegangen ist, führt nichts mehr daran vorbei, der Erkenntnis ins Gesicht zu sehen, dass nichts mehr hilft. Außer es gäbe etwas, das alles ändern könnte. Erst dann beginnen die Menschen wieder danach zu fragen, wie das mit den Wundern eigentlich funktioniert. Eine lange Zeit werden sie sich mit anderem beschäftigt haben, so dass kaum jemand noch weiß, was man tun kann, damit ein Wunder geschieht, das wirklich etwas in Bewegung bringen würde. Wenn alles scheitert, was auf halbgares oder oberflächliche Reformierung abzielt,
was die Gegebenheiten manchmal sogar noch verschlimmert, muss etwas Mächtigeres her. Aber was ist mächtiger als die Macht? Es ist die Erinnerung. Die Helden, die das wahre Wunder zurück zu den Menschen holen, sind, neben dem Umstand, dass sie Träger durchaus wichtiger Eigenschaften wie Mut, Stärke, Durchhaltevermögen oder List sind, in einem besonders. Sie können sich erinnern. Darin sind sie Meister. Oder sie werden es auf ihrem Weg. Darin sind sie Meister oder sie werden es auf ihrem Weg. Hast du dich ein bisschen wiedererkennen können in den Text oder war es jetzt, wenn ich es gelesen habe, irgendwie total was anderes? Habe ich das irgendwie vermetzgert durch einen Fleischwolf? Ja, mach das bitte unbedingt. Also, aber ich finde nicht, dass du das vermetzgert hast, was ein toller Begriff ist übrigens. Nee, gar nicht. Das war total schön. Das mit der Erinnerung ist natürlich ein Punkt, der für mich so die Stecknadel ist, die da eigentlich gesteckt wird. Und wenn du den vorliest, dann erinnert mich das daran, ein bisschen auch einfach mal zu vergessen, wer den geschrieben hat. Ne? Und das ist also diese Eitelkeit sozusagen der Autorin zu vergessen und überhaupt nicht darüber nachzudenken, ist das jetzt sauber formuliert oder will ich das umstellen oder ne, wie wirkt das, sondern aus der anderen Perspektive ist einfach mal zu hören und Abstand davon zu nehmen und mehr darüber nachzudenken. Also Text ist ja ein Gewebe. Ist das ein Gewebe, das mir etwas sagt? Ja. Da ist es total schön, davon, also auf so eine schöne, liebevolle Weise Abstand gewinnen zu können, indem ich dir zuhöre, wie du einen Text sprichst. Und dieses unpersönlich werden können ist manchmal etwas, das kennst du vielleicht auch vom Schreiben, würde mich interessieren, wie du es erlebst. Dass man da manchmal zu sehr dran klebt und dass es noch eine Kunst ist, immer wieder Abstand zu gewinnen von dem eigenen Text. Weil man da manchmal mit so einer Strenge drauf guckt, die ein anderer Mensch vielleicht gar nicht hat. Und jetzt hast du, also das hast du natürlich, also kann ich jetzt erwähnen, weil du es öffentlich gesagt hast, du hast mir ja gerade dein Buch gegeben, dein neues, zum Korrekturlesen und zum Schauen. Und das ist auch eine schöne Aufgabe für mich. Aber also ich habe das jetzt angesprochen, weil mich natürlich deine Perspektive auch jetzt erstmal genau an diesem Punkt interessiert. Wie das für dich ist, das aus der Hand zu geben oder wann dieser Prozess kommt, wo du merkst, okay, jetzt gebe ich das mal ab. Und du hast mit Boris natürlich auch schon drüber gesprochen. Die beiden Gespräche habe ich gesehen. Ja. Wie ist das für mich, das abzugeben? Ne? Also ich glaube, das Schreiben hat für mich eine ganz andere Bedeutung als für dich, wobei ich jetzt nicht weiß, was für eine Bedeutung es für dich hat. Ne? Aber ich glaube, für dich sind diese Texte sehr viel mehr was Persönliches. Ne? Das bist du. Ne? Während Worte waren mir nie so super wichtig. Ne? Also ich bin da eher so der McDonalds-Autor, ne? Also solange die Leute das essen, ne? Und wenn du jetzt mein Gesicht sehen könntest. Während bei dir, also da merkt man schon, ne? Du hast das immer wieder, bist da drüber gegangen, ne? Und du würdest das jetzt auch nicht einfach so raushauen, ne? Der Boris sprach ja über sein neues Buchprojekt, wo die Lektorin, die hatte erst ein Drittel und er sagt, das muss jetzt raus. Ne? Ist mir scheißegal, ob du jetzt noch eine Woche gerne daran rummachen würdest. Ne? Ich bringe das raus. Ne? Also ich habe es vielleicht nicht ganz so eilig wie der Boris, ne? Aber ich bin nicht der jedes Wort auf die Waage legt. Ne? Aber das spüre ich bei deinen Texten, aber ich spüre es in einem positiven Sinne. Insofern, es wird ja oft verglichen, ein Buch schreiben mit Kindsgeburt, ne? Du gehst lange schwanger damit, ne? Und manchmal ist es eine schwierige Geburt, manchmal ist es auch vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Und solange du schwanger bist, kannst du natürlich den Fötus nicht jemand anderen geben, ne? Aber wenn das Kind geboren ist, ne? Manche Leute geben ihr Kind vielleicht relativ schnell jemand anders, vielleicht wollen sie es ja sogar loswerden. Hey, kannst du mal für einen halben Tag auf mein Baby aufpassen, ne? Ich will irgendwo hingehen, ne?
Während andere Leute, die würden niemals ihr Baby weggeben, ne? Und ich bin halt einer, der relativ locker dann so den Fötus, hier kannst du dir mal den Fötus angucken und mir sagen, ob man da noch was mitmachen kann, ne? Ähm, das fällt mir relativ leicht, das so aus der Hand zu geben und ich freue mich dann auch immer über Feedback und ich bin dann auch einer, der relativ wenig kämpft. Ne? Wenn mir von einem Lektor oder so gesagt wird, hey, Herr Nölke, ne, also da müssen wir was ändern. Ich bin dann immer, der sagt, ja, wenn Sie das ändern wollen, bitte ändern Sie das. Ne? Also außer in einigen Fällen, wo es mir wirklich wichtig ist. Ne? Aber generell, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass eben weil das halt McDonald's ist, ne, dass das mehrere Köche in der Küche, die verderben den Brei dann nicht, ne? Während wenn bei anderen Autoren, ne, da kannst du eigentlich gar nicht, ne, das weggeben, beziehungsweise ein Lektor kann es nur verschlechtern, ne, weil dem Lektor geht's ja um Lesbarkeit, ne, und darum, dass das Buch ein Publikum findet, ne, aber wirklich so ein Goldkorn, ne, irgendwas, was wirklich wichtig ist, ne, da wird das Publikum immer per Definition klein sein. Das heißt, wenn du an einen Lektor kommst, der das Gegenteil will, ne, der will das Buch verkaufen, ne, das kann nur zu Problemen führen. Also kurze Antwort auf deine Frage, nö, also mir macht das nicht so viel aus, sowas wegzugeben, ne? Und ich freue mich auch auf Feedback. Ja, Ja. kannst du direkt haben. Gerne, ja, wollen wir jetzt mit meinem Text anfangen? Ich dachte, wir sprechen über deinen, aber Ach so, ja, vielleicht vermischt sich das. Ich habe schon den Eindruck, dass wir gerade an der Stelle sind, die damit irgendwie zu tun hat. Die Frage ist, ob wir die Brücke schlagen werden oder wollen. Aber, gerne, gerne, ja, dann gib mir Feedback. Gib ja, mir Feedback, ja. also ich wollte jetzt noch gar nicht so sehr in inhaltliches Feedback oder formales Feedback gehen. Wobei Ja, es natürlich auch eine interessante Frage ist, dass wir das hier jetzt machen also gedacht für den öffentlichen Raum, über etwas ja, ja natürlich auch Sensibles sprechen, wenn es um deine Buchveröffentlichung geht, aber ähm, oder den Korrekturleseprozess so ja, ja. aber warum eigentlich nicht? Ähm, Ich musste gerade wirklich ein paar Mal ein bisschen, also innerlich schnauben, wenn du immer gesagt hast, dass das irgendwie so McDonald's-mäßig wäre, Mhm. ähm, weil ich dem absolut nicht zustimme. Ich weiß, also ich kenne natürlich deine anderen Bücher nicht, ich weiß nicht, was du da für ein Gefühl hast oder was du vermittelst. Du hast ein paar Sachen vorgelesen und wir hatten in Ja, der Folge zu Bildnissen und Lieben natürlich auch etwas, was noch nicht veröffentlicht war und haben uns da den Raum sozusagen einfach genommen oder die den Raum gesteckt oder gestiftet oder gestattet, dass das vorkommen kann. Aber ich habe nichts von dem, was ich bisher von dir gelesen habe, als das empfunden. Und ich weiß nicht, wie konfrontativ ich jetzt werden soll, aber ja, ich habe mich gefragt, ja. warum du das jetzt immer gesagt hast. Ich habe mich noch mehr gefragt, aber genau, das muss ich nicht Hm. ausbreiten. Sag mal, ist dein Mikrofon noch an? Du bist auf jeden Fall jetzt noch mal leiser geworden. Okay. Das soll ja Ja, perfekt also werden. mir ist dieser Ohrenstöpsel rausgeflogen. Also eigentlich sollte das Mikro noch an sein. Jetzt ist es besser. Manchmal ist es bei diesen In-Ear-Dingern so, dass Mhm. da sich was umstellt, sobald die rausgenommen werden. Die spüren ja Kann alles. sein, dass die für ein paar Sekunden dann als Mikro agiert haben, Ja. ne? Ja. Also deine Frage, warum bezeichne ich mich als McDonald's-Autor? Du hast mich ja auch schon gefragt, ne, warum nennst du dich ständig einen alten weißen Mann, ne? Beziehungsweise das andere Thema, das noch auf dem Horizont ist, ne? Wenn mich jemand fragt, ne, warum machst du den YouTube-Kanal, ne? Und dann sage ich halt, naja, wahrscheinlich bin ich ein Narzisst, ne? Da muss irgendwie eine narzisstische Ader sein. Aber ist das nicht ein bisschen übertrieben, ne? Also nicht jeder, der auf YouTube sein Gesicht zeigt, ist ja deshalb ein Narzisst. Und ich war auch noch nie beim Psychologen, ne? Und der mir das dann jetzt gesagt hätte, ne? Ich habe mir da auch ehrlich gesagt nie ernsthaft
Sorgen gemacht, ne, dass ich da vielleicht eine narzisstische Ader hätte, die behandelt werden müsste. Ne? Also sowohl bei diesem McDonald's-Statement als auch der alte weiße Mann als auch Narzissmus. Wahrscheinlich ist auch so ein bisschen bei mir so der Versuch, ein Schlag oder so oder einen Zug, den der Gegner machen könnte, schon mal vorwegzunehmen. Ne? Also Mhm. bevor mich jemand Narzisst nennt oder bevor jemand sagt, hey, das ist ja irgendwie McDonald's-Scheiß, was du da machst, ne? ähm, sage ich immer selber, ne? Also ich bin kein Autor, dem wirklich jedes einzelne Wort wichtig ist. Und das ist ja auch nicht falsch. Ne? Also ich war in der Schule eigentlich immer gut, aber Deutsch war eher meine Schwäche. Ne? Also ich war niemals jemand, der irgendwie sich, wenn er einen Aufsatz geschrieben hat, so wirklich über Stil oder sowas Gedanken gemacht hat. Und das merkt man, glaube ich, auch noch ein bisschen, wenn ich schreibe. Ne? Also es hat sich ein bisschen verbessert, ne? Buch über Buch. Ne? Man merkt, okay, das macht jetzt einen Unterschied, ne? Wie ich das schreibe. Ne? Aber insofern, aber jetzt McDonald's ist natürlich übertrieben. Ne? Also ich versuche kein McDonald's-Autor zu sein. Aber es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Angst vor Kritik, ne? Die Mhm. Angst, gesagt zu bekommen, du bist doch nur ein alter weißer Mann, dann sage ich es halt schon mal im Voraus. Voraus, ne? Dann kann mir der andere damit nicht mehr wehtun, ne? Also so ein bisschen Angst ist da wahrscheinlich auch mit involviert, ne? Bevor ich von anderen Narzisst genannt werde, sage ich es erstmal selber. Ne? Dann kann es kein anderer mehr sagen, sozusagen. Dann kann man Das, höchstens noch sagen, nein, du darfst dich nicht so nennen, du weißt ja gar nicht, was ein echter Narzisst ist. Ne? ich habe auch da meine Motive und diese Strategie ist mir bekannt. Also vielleicht sind es Ja, nicht ganz ja, diese Figuren, aber hm, klar, ich glaube auf eine Weise sind wir damit auch nicht alleine. Also ja, es ist eine beliebte Strategie, ja, naja, einerseits um sich vielleicht ein bisschen zu schützen oder abzuschirmen, also indem man eine Auseinandersetzung schon mal vorher selber ausgeübt hat und selber praktiziert hat. Auch ein ja, Raum natürlich, über den man halbwegs Kontrolle hat, aber natürlich zeigt es auch auf etwas. hm, Also es zeigt ja auch auf vielleicht eine Erfahrung von missverstanden werden. Und ich glaube, da ist viel in uns, was da deutlich hm, mehr gegen kämpft, intern, hm, als das hm, häufig so gezeigt wird. Und das, was du hm, gerade beschrieben hast, ist etwas, das ich will nicht immer mit Foucault euch watschen, aber es ist, also ich finde vieles darin wieder. Es gibt, glaube ich, in der Archäologie des Wissens, das ist eine mhm, Methodenkritik. Also das ist eigentlich mhm, ein Werk, also ein Buch, ähm, das die Ordnung der Dinge, das große Buch davor, selbst kritisiert. Und ich habe ehrlich gesagt, also der schreibt darin, ja, das habe ich da so gemacht in der Ordnung der hm, Dinge, aber so kann man eigentlich gar nicht vorgehen und das müssen, also erklärt das im Grunde nochmal, was er da gemacht hat und dann sagt er, das hört sich bis hierhin ganz gut an, aber eigentlich müssen wir das nochmal ändern, eigentlich müssen wir nochmal wechseln, den Kurs und so weiter. Also der nimmt da alles mhm, selbst auseinander, was er gemacht hat und da gibt es auch einen Dialog mit einem fi fiktiven Kritiker, der ihm mhm, genau die Fragen stellt, ähm, die, ähm, die ihm vielleicht tatsächlich gestellt wurden oder Vorwürfe, irgendwie er sei ein Positivist oder sowas. Das schien da irgendwie ein Vorwurf zu sein. Ähm, und dann beantwortet er die alle. Das ist Teil des Buches. Also diese mhm, Auseinandersetzung mit der möglichen oder tatsächlich realen Kritik und mit auch mit dem Missverstandenwerden, dass das hm, etwas hm, da hm, da liegt etwas drin. Das greift mhm, etwas an. Was das genau angreift, ist nochmal eine andere interessante Frage, vor allem bei einem Autoren wie Foucault, der halt in demselben ja, Buch auch darüber reflektiert, dass der Autor eigentlich unpersönlich wird. Also hier man frage mich nicht, wer ich sei und man sage mir nicht, wer ich werden soll. Das sind Fragen des Personenstandes. Darum geht es nicht beim Schreiben. Also das wird grob zitiert, aber das mhm, ist natürlich in Bezug auf den Prozess, in dem wir beide jetzt sind, dass du mir dein Buch gegeben hast, also das Manuskript und ich es lese und du mhm, jetzt einen Text von mir rausgegriffen hast ähm, in einem Arbeitsdokument, das halt ja, irgendwie, wo ich noch nicht irgendwie genau weiß, ob ich das veröffentliche und wenn ja, wie. ja, Finde ich gerade total spannend, dass diese
Frage nach dem, was ist man für ein Autor oder ist man überhaupt Autor? Was heißt das überhaupt? Wer schreibt da was? Wer schreibt sich? Wie schreibt man? Wie erlebt man das? Ähm, das sind, das sind so Kämpfe, also Ja, da finden Kämpfe statt. ja. Die finden auch, glaube ich, in der Reflexion statt, wenn man YouTube macht. Also zwischen Boris und dir ist das jetzt zuletzt stark aufgetreten, diese Frage, sich am Algorithmus orientieren oder zwischen uns ist das ja auch schon aufgetaucht. Also was da alles passiert in Bezug auf Zahlen oder passieren kann und was man sich dazu denkt. Mega, mega interessante Phänomene, die man, so ist meine Erfahrung, erst greifen kann oder berühren kann, wenn man in der Position ist. Also wenn man das macht, Hm, wenn man rausgeht mit etwas oder das im Begriff ist zu tun und sich zeigt. hm. Ähm, wie nehme ich jetzt die Ausfahrt wieder zum Hauptthema? Ähm, ein Satz vielleicht dazu noch. Interessant finde ich das ehrlich gesagt, oder nee, da bin ich jetzt mal ehrlich. Ich finde es inzwischen besonders interessant oder vielleicht sogar ein bisschen interessanter, das mit Leuten gemeinsam zu besprechen oder dieses Thema zu bewegen, Hm, die eine ähnliche Erfahrung machen, weil sie auch veröffentlichen. Und ich habe hm, mich hm, hm, lange damit m, an manchen Stellen vielleicht aufgehalten, aber lange in Gespräche verstrickt, ohne da jetzt Hierarchien aufmachen zu wollen, aber mit Menschen, die die Erfahrung selbst nicht kennen hm, und deren Bedenken oder auch emporhebende Worte oder Rückmeldungen man vielleicht zu sehr verinnerlicht hat an manchen Stellen. Also Warnungen oder irgendwelche Sachen, wo Leute sagen, mach das doch mal so und so. Das sind Dinge, mit denen man ja irgendwie mehr oder weniger konfrontiert wird, wenn man auftritt, hm. wenn man irgendwas macht. Ob das Ja, jetzt das ist, was du als Zenfluencer machst oder ob das das Schreiben ist oder ob das Musik ist oder ja, Sachen, die ich gemacht habe. Das ist interessant, die Perspektive hm, der Schauenden hm, zu hören. hm, Das ist super interessant. Aber wenn es dann um die Erfahrung geht, des, also meine Öffentlichkeit ist nicht groß, da bin ich im Moment auch froh drüber, oder ich finde das angenehm. Und es gab ja auch Zeiten, in denen wollte ich absolut gar keine Öffentlichkeit und fand das auch wichtig, dass das geht. Sehr angenehm. Aber es ist auf eine Weise, glaube ich, also da gibt es ein Gebiet von Befangenheiten zwischen Menschen, die die Dinge als Publikum sehen, oder also ich nehme jetzt mich selber als Publikum, ich kenne das auch von mir. hm, hm, Wenn man darüber nachdenkt, wie ist das wohl für den Menschen, der veröffentlicht? Also hm, wie ist das wohl? Da gibt es verdammt viele Projektionen, die passieren, so, hm, ne, wie, mit denen man dann irgendwie zu tun bekommt. hm, Und es gibt manchmal Menschen, die auf einen zukommen und so ein bisschen ähm, mit der Attitüde, ich möchte dich unterstützen, ich möchte dir helfen und hm, deswegen hier mein gut hm, gemeinter Rat. Also hm. wenn Leute irgendwas kommentieren und da steht gut gemeinter Ja, Rat, Doppelpunkt, dann da da, da, verdrehen da, da sich geht mir schon mal die innerlich schon die Augen. Warnlampe an. Ja. Also ungefragter, gut gemeinter Rat ist natürlich immer eine ganz besondere, eine Red Äh, Flag, wie man sagen würde. Nee, äh, aber äh, manchmal ist das ja tatsächlich ein guter Rat. Oder manchmal sind auch Dinge, ja, die Leute, wo man hm, erstmal abgestoßen von ist, ja, transportieren eine Botschaft, die man hören sollte, die wichtig ist. Manchmal hm, sind das auch hm, genau die Leute, die man eigentlich eher bekämpft. Also so Trolle haben manchmal, ja, ich will die jetzt ja, nicht anlocken, aber haben manchmal tatsächlich interessante Hinweise, die hm, wiederum, andersherum, ich nenne sie mal, also Menschen, die als Fans auftreten, also die immer bejahen und ja, bestätigen, was du machst und immer mehr wollen und hm, ne, hm, hm, das so pushen, hm, die da ausgelassen werden. Das ist natürlich nicht die Verantwortung eines Publikums, hm, dem auftretenden Menschen ähm, zu helfen oder hm, 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 den hm. zu beschützen. Aber manchmal gibt es da sehr interessante Verwebungen oder Interaktionen, Ja, wo die Fragen eben deutlich werden. Viele Fragen. Ich will jetzt nicht mehr endlos quatschen.
sondern das nur so ein bisschen antipsen und auch zu dem, ähm, weil wir auch darüber gesprochen haben, sollen wir Narzissmus als Thema überhaupt schon antasten, vielleicht tiefer Ja, ja, anfangen mit dem Mythos und so weiter. Dafür ja, bin ich immer noch, aber wir können das ja, natürlich berühren. Also, ja, ja, ich weiß gar ja. nicht, ob dir Auf, jetzt auf, irgendwas, auf alle kannst du Fälle. irgendeine Welle nehmen? Ja, danke. Foucault habe ich leider nie gelesen, auch Derrida nicht, ne, obwohl er in den 80ern, ne, als ich Philosophie studiert habe, ne, er war zwar en vogue, ne, aber insofern schwierig da jetzt aus Foucault noch was zu machen. Vielleicht jetzt, um vielleicht das Thema jetzt hier beleidigter oder verletzter Narzissmus oder was auch immer, beleidigte Leberwurst und deshalb nenne ich mich selber McDonald's. Woran ich mich da jetzt erinnern konnte, ne? Und Erinnerung ist ja auch jetzt vielleicht in einem ganz anderen Sinne, ne? Aber ein Keyword, ein Schlüsselwort in deinem Text. Mein erstes Buch habe ich vor genau 20 Jahren geschrieben. Das hieß Sazen oder der Weg zum Glück, kam beim Rowohlt Verlag raus und ein halbes Jahr oder so. Ich habe das im halben Jahr runtergeschrieben. Ne? Es geht hauptsächlich um mein Leben, ne? Und dann halt am Rande auch um die Frage, was ist eigentlich Glück, ne? Und wie kann man sich dem Glück gegenüber ja vielleicht öffnen, ne? Eher als ich muss glücklich werden. Wie finde ich das? Ne? Es war die Zeit, war ein Buch in den Spiegel-Bestsellerlisten oder überall auch in den Buchländen Bestseller mit dem Titel Die Glücksformel. Ne? Da erklärte der Autor, wie man glücklich wird. Ne? Das, was im Leben wirklich wichtig ist, sind diese Glücksmomente, Glücksgefühle. Ne? Und hier, das. Und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr davon. Ne? Und dann wollten halt alle auf dieser Welle reiten. Und das war dann eben auch die Einladung an mich, ne, hey, kannst du da vielleicht was zu dem Thema sagen? Wie dem auch sei, ne, was ich sagen wollte, mein erstes Buch und die ersten Wochen war ich dann immer täglich bei Amazon und habe geguckt, ne, wo bin ich denn jetzt beim Amazon-Ranking, ne? Ein paar Stufen höher, paar Stufen tiefer, ne? Und dann hat jemand eine Rezension geschrieben, was hat der geschrieben, ne? Und eine Rezension, die mir in Erinnerung geblieben ist und deshalb vielleicht auch dieser Versuch, ne, die Strategie, ne, so einen Schlag schon vorwegzunehmen. Ne. Das Buch liest sich so wie ein Aufsatz, den ein Abiturient in den Sommerferien geschrieben hat. Ne. Es liest sich so wie was ein Oberschüler, ne, in den Sommerferien schreibt, ne, für eine Hausarbeit. Ne. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Muss man jetzt einem Autor nicht direkt ins Gesicht sagen, aber das war eben auch so ein Kommentar. Naja, also vielleicht hat er nicht ganz unrecht. Ne? Also vielleicht bin ich kein begnadeter Autor, beziehungsweise vielleicht, wenn ich schon schreibe, ne, sollte ich es ein bisschen ernster nehmen. Ne? Und ich versuche es inzwischen ein bisschen ernster zu nehmen. Ne? Aber wenn man mich jetzt fragt, ne, wer bist du in erster Linie? Ne? Ein Autor, ein YouTuber, ein Meditationslehrer. Ne? Autor käme bei mir relativ weit unten, ne, in meinem Portfolio oder meinem CV, was auch immer. Ne? Also natürlich habe ich auch Bücher geschrieben, ne? Aber bei manchen kommt das so an wie was ein Oberschüler, ne? Oberschüler in den Sommerferien schreibt, ne? Jetzt atmest du wieder tief durch, ne? Aber weiß nicht, ich würde gerne auch über deinen Text selber sprechen. Können wir damit anfangen oder wolltest du noch ein bisschen jetzt was dazu sagen? Also an einer Sache würde ich gerne noch rumpopeln da, was dieses Thema. Ja, Also deine man kann das auch Popel natürlich, rum, bitte. ja, Zieh mir was aus der Nase. ob das jetzt so ein Deflektieren ist, also dass man halt einen möglichen Angriff vorwegnimmt oder an sich vorbeiziehen lässt. Und Ja, also das Wort deflektieren heißt noch mehr, aber also dass es eine Abwehr sozusagen ist. ja, ja. Ich glaube, das ist es nicht nur. Und deswegen habe ich Foucault mit reingebracht und Hm. wo ich sofort eben auch dachte, das Interessante ist, Dogen macht das doch auch.
Also in dem Text, den du mir jetzt gegeben hast, Dogen macht das Genau, doch genau. auch, dass er Also diese du Fragen. schriebst ja, ne, auf diese fiktiven Fragen. Ne? Ja. Also der erste Text oder nee, das ist der zweite Bendo war 18 Fragen, ne, die ihm vielleicht tatsächlich so gestellt wurden. Vielleicht auch manche, wo er Dinge überspitzt. Ne? So könnte wahrscheinlich jemand fragen. Das ist wahrscheinlich der Vorwurf. So werde ich wahrscheinlich gesehen. Ne? Also Ja. tatsächlich, ne, als du das sagtest, da dachte ich, hey, das ist ja Dogen. Ne? Das macht der Dogen ja auch. Und das Aber machst sorry, du dass ich dich auch. unterbrochen habe. Nein, voll gut. Bitte unterbrich mich. Das ist absolut wichtig, dass ihr das macht. ähm, weil ich manchmal so dann ewig spiralisiere und dann rolle ich irgendwie weg. Also bitte hol mich dann wieder zurück. Da hat ja auch irgendwie auf meinem Kanal irgendjemand gesagt, das ist irgendwie Kopfkino bei dir, ne? Und ich habe das Gefühl, ich gucke in deinem Kopfkino zu und du sagst es, ja, du hast recht, danke. Du schriebst dann darunter, ja, du hast total recht. Ja, voll gut. Das sind so Sachen, wo man dann merkt, okay, da kann ich was von nehmen. Ich nehme nicht das Äh, Ganze, ich nehme nicht den ganzen Einwand, aber ich Ja. finde den Hinweis hilfreich, Hm. also wenn, wie du es eben auch gesagt hast, mit dem, du nimmst nicht den ganzen Vorwurf oder wie gemein der halt formuliert ist, wo man dann auch sich natürlich Ja, vorstellen ja. kann, dass da jemand auch so ein bisschen vielleicht eigene Selbstzweifel mit rauskotzt, also jetzt nicht bei dem Kommentator von dir, sondern bei dem Hm. Menschen, der diese Rezension geschrieben hat. Hm. Rezension ist nochmal ein Thema für sich oder Kritik oder harte Kritik. Hm. Ist sicherlich auch etwas, bei dem es wichtig ist, dass das nicht, also Hm. dass man nicht alles abfedert und abpudert immer. Das ist halt ein Genre. Ja. Aber natürlich kann man da auch Hm. noch mit reflektieren, ob Menschen, wenn sie sowas schreiben, also wenn sie beleidigend werden, Hm. nicht auch irgendwas deflektieren. Was Hm. eigenes, eine eigene Kränkung sozusagen rauskotzen. Und also, ja, also Hm. ist alles da, so ist unsere Welt nun mal. Und muss auch nicht alles schlecht dran sein, dass Dinge auch hart ausgedrückt werden. Aber Hm. dieses, ähm, also kriege ich das jetzt zusammen? Ja, dieses, den möglichen Vorwurf vorwegnehmen oder den auch schon real erlebten, also die Frage, das Missverständnis, dieses, alles, was ich hier sage, könntest du jetzt auch so verstehen. Du könntest dich jetzt daran festklammern, dass ich der oder der bin, oder du könntest daran festhängen, ja, was auch immer. Also alle möglichen Formen, wo ich sagen würde, Autoren wie du, in dem, was ich gesehen habe, Dogen, aber auch Foucault zum Beispiel, machen das nicht nur aus irgendwie einer eigenen Kränkung oder sowas, das kam mir nicht so vor, sondern Hm. machen das, weil sie ein mögliches zu oberflächliches Verständnis eigentlich direkt in die Tiefe führen wollen. Also eigentlich macht ihr sozusagen das Fenster oder die Membran auf, an deren Oberfläche man sich verhaken könnte und den Punkt, um den es geht, verpassen könnte. Und das ist für mich absolut un-McDonaldshaft. Hm. Und das Hm. ist auch nicht Hm. eitel, sondern dann geht es um die Frage, wie schafft das ein Mensch, der auf etwas hindeutet, was vielleicht überhaupt nicht so akkurat oder super klar sofort definiert und benannt werden kann, sondern wenn Menschen versuchen, etwas zu beschreiben, das nicht sofort sichtbar oder ersichtlich ist, dann brauchen sie andere Instrumente oder dann brauchen sie manchmal auch Strategien oder Tricks oder irgendwelche Dinge, womit sie die Aufmerksamkeit des Menschen, der das liest, auf das lenken, um das es ihnen geht. Und das ist in der Regel nicht man selbst. Also, weil das wäre für mich McDonaldshaft. Das ist total lame, finde ich, wenn Leute was schreiben und es geht, also man hat das Gefühl, dass sie in ihrem Schreiben sich selbst produzieren. Hm. Das ist für mich dieses leere Ding oder dieses McDonalds-Ding. Aber es gibt eben Menschen, bei denen merkt man das. Und das ist, wie gesagt, das Medium ist jetzt fast auch ein bisschen egal, aber die weisen auch auf das Setting hin, nämlich, ich bin jemand, der einen Stift genommen hat oder der in die Tastatur geschrieben hat oder, also was macht überhaupt ein Mensch, der
also wie kam das überhaupt, dass Dogen überhaupt was aufgeschrieben hat? Und wie kommst du darauf, dass du diesen Text nimmst und mit dem halt zusammen arbeitest oder also mit dem interagierst und viele Dinge beschreibst, die du selbst erlebt hast, während du es liest oder eigene Missverständnisse. Und ich glaube, es ist immer eine Sache, die ich sehr gut finde, auf die mein Mind sozusagen sofort anspringt, wenn ich das Gefühl habe, jemand nimmt halt das, was. Boah, das Bild ist krass, ich weiß es, aber ich habe das irgendwie in einem Gespräch mit Idan auch mal irgendwie versucht zu nehmen, um daran Kunst zu erklären oder Tiefe von Kunst zu erklären. Die Worte, die Beschreibung, die Bilder, die Situation, die Klänge, was auch immer, alles, was man nimmt, Assoziationen. Und da nehme ich dich als Autor jetzt auch zum Beispiel einfach als Künstler. So, oder als YouTuber auch als Künstler. Oder als Gesprächspartner auch als Künstler. Das ganze Zeug, das ganze Material ist Ereignishorizont. Um etwas, das unübersichtlich ist, das chaotisch ist, das allein schon auf diese Konstitution unserer Wirklichkeiten und unseres menschlichen Empfindens, was auch immer, Realität, Existenz, große Wörter, die oft weniger Greifbares beschreiben, als wir so meinen, und auch vielleicht nicht Definierbares. Aber es weist alles darauf hin, da ist sozusagen ein schwarzes Loch und wir versammeln uns so ein bisschen, halten uns an der Reling fest oder an dem Geländer fest, was uns als Werk sozusagen vom Abgrund trennt. Aber wir setzen uns damit auseinander, dass da etwas ist, dessen Ende wir nicht kennen. Und das ist eine Art von Schreiben, was ich bei dir vernehme, mit diesem Sog umzugehen, diesen Sog eigentlich zu gestalten und einen Weg zum Sehen dessen zu ermöglichen. Und das ist für mich gute Kunst. Und das nehme ich wahr. Also das kannst du jetzt gerne schon wissen. Das ist etwas, was ich wahrnehme. Und das ist für mich halt das absolute Gegenteil von wie sagt man denn, diesem konventionell produziert, also nur McDonald's sozusagen. Ich versuche jetzt gerade andere Worte dafür zu nehmen. Das Interessante ist aber, dass du das auf eine Weise machst, die überhaupt nicht so verschachtelt ist. Also du nimmst halt auch natürlich als Dogen so einen sehr dichten Autor, nimmst den auseinander, wo auch ich oft denke, so, boah, ganz schön sperrig oder ganz schön schwierig. Oder, ist das jetzt auch eine spirituelle Übung, auch nochmal Dogen, also nochmal den Dogen-Text zu lesen, bevor ich mir von dir helfen lasse. Also bevor ich sozusagen den Reisebegleiter frage, der du ja bist. Oder wie du mir vorkommst. Und du sprichst halt absolut unabgehoben. Du machst es einem wirklich leichter, etwas sehen zu lernen und sehen zu üben. Und es ist sehr lebendig. Also was mir auch noch aufgefallen ist, du schreibst öfter, es geht nicht darum, dass du die Worte verstehst, was ja auch in Dogen zu finden ist. Ich hoffe, es ist okay, dass ich so ein paar Sachen raushole oder ausspreche. Nö, du darfst ja gerne spoilern. Ne? Also Ja, okay. viel gibt es ja nicht zu spoilern. Aber Dann lese ich gleich alles vor. Nein, du schreibst immer wieder, das ist alles, das sind alles gute Sachen, um daran etwas zu verstehen, aber am Ende des Tages setz dich hin. Mit Ausrufezeichen, auch manchmal am Ende eines Abschnittes. Und was mir aufgefallen ist, weshalb das auch ein bisschen länger dauern wird, glaube ich, ist, dass ich jedes Mal dir glaube und sage, okay, dann setze ich jetzt erstmal, auch wenn ich natürlich, was auch witzig ist, wo ich mich manchmal frage, glauben Leute, dass ich deine Zen-Schülerin bin? Ich habe manchmal diese Frage nach Lehrer-Schüler-Dynamik gesehen und dachte so, okay, ja, also spannender Gedanke grundsätzlich, aber wir haben uns ja nie in dieses Verhältnis irgendwie uns dazu committed. Aber es ist witzig, dass Menschen das so reinbringen oder vielleicht auch konstruieren oder projizieren. Und zugleich lerne ich. Also das ist mir schon, ich lerne von dir. Aber es ist ja nicht institutionalisiert. Ich lerne von dir als Mensch erstmal. Also so geht es mir zumindest. Und
das sind so witzige Dinge, die halt parallel dazu einen dann auch beschäftigen können. Aber ja, was ich wirklich, wie gesagt, krass finde, ist, dass du erinnerst einen immer wieder daran. Es geht nicht um die Rolle, es geht nicht darum, wer jetzt hier wer ist. Das sind alles Geschichten, die uns eigentlich in ihrem paradoxen Hm. Hm. Kulminationspunkt darauf aufmerksam machen, dass es am Ende des Tages nur darum geht, es zu üben und, Ja, und damit ja. in Kontakt zu kommen. Und das ist für mich eine dieser Formen des Erinnerns, die jetzt in dem Text, den du von mir vorgelesen hast, ich den Helden, also den richtigen Helden, zuschreibe, die mit den Wundern umgehen. Und nicht mit dem Heroischen, wie das letztens bei mir jemand Ja. feinerweise differenziert ausgesprochen hat. Ja. Ich spreche auf meinem Kanal immer gerne von den Schlauchbootfragen und immer wenn ich das so alle paar Wochen mache, dann kommt wieder ein Kommentar, was ist eine Schlauchbootfrage? Musst du erst mal erklären, ne? Aber also den Sprung ins Wasser wagen, und da fand ich eben diese Metapher von diesem schwarzen Loch, was ja noch extremer ist, ne? Klopft da jemand an die Tür bei dir oder was ist das? Das war mein Glas. Bist du? Das ist das Problem bei Musiker Originalton, dass man dann irgendwie im Hintergrund noch den Ehestreit hört und solche Sachen. Aber das zeigt auch, dass wir einfach nicht im luftleeren Raum sind. Das ist manchmal ganz gut. Ja. Was sagte ich? Du sagtest, da ist ein schwarzes Loch und da ist so eine Art Geländer, über das man sich beugt sozusagen, ne? Ja. Und die Aufforderung, ne, guckt mal in das Loch oder ich würde dann, Sitz bedeutet, spring über das Geländer, ne? Überlass dich mal ganz dem schwarzen Loch. Und andere Autoren, die eher versuchen, mit ihrem Text eine Leere zu füllen. Ne? Im Englischen spricht man ja, also es gibt ja die Copywriter, ne? Leute, die Copy schreiben. Ne? Und Copy ist einfach irgendein Text und so eine Art Platzhalter, irgendwas, womit man eine Seite füllt. Ne? Man kann die Seite ja nicht leer lassen. Ne? Dann holst du dir einen Copywriter und der schreibt ein bisschen Text, das so eine Seite füllt. Ne? Und manchmal sind es dann auch 200 Seiten. Ne? Und 200 Seiten Copywriting. Also, das geht natürlich auch. Ne? Ja. Da muss ich an was denken. Nee, du warst gerade noch, oder? Nee, sag, was du gedacht hast. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Aber es gab mal so einen Adorno-Generator. Also irgend so eine Mini-Website, ich weiß nicht, es war von irgendeiner Uni, irgendwelche Leute. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat und warum sie das gemacht haben, aber das war total geil. Da konntest du dir einfach so random Text generieren lassen, Ja. der so klingen sollte, als wäre es von Adorno. Also es ist so Ja. ein bisschen an diesen Stil, an dieses Sprechen und auch an dieses Verschachtelte, manchmal ein bisschen Spielige, was man von ihm halt einfach kennt, oder dass das sich irgendwo anders im Satz auftaucht, als man das gewöhnt ist. Du kennst, Da haben die einfach so Textschnipsel von irgendwelchen anderen, auch teilweise manchmal also Autoren, die Adorno nicht gemocht hätte, so Heidegger oder so. Einfach so random irgendwelche Sachen genommen von allen möglichen Leuten und das halt im Adorno-Stil zusammengeschnitten. Und dann ist einfach irgend so ein Text, wo du merktest, okay, das bedeutet nichts, aber es klingt so, als müsste ich da irgendein Geheimnis durchsteigen. Und dieser Effekt war halt geil, wenn man den Hintergrund kannte. Und es gab aber wohl Leute, die haben daraus tatsächlich dann Hausarbeiten gemacht. Und deswegen kann es sein. Das wundert mich gar nicht. Kennst du nicht diesen Fall? Das ist wahrscheinlich schon 30 Jahre her oder so, ne? Als postmoderne Philosophie total angesagt war und ein, zwei oder so, die haben dann so aus Spaß irgend so Nonsens-Text im Stil von Foucault, Derrida, ne? Es klang irgendwie total postmodern. Zusammengeschustert und ich weiß jetzt nicht, welche philosophische Zeitschrift es war, aber also eine von den besten Zeitschriften in Amerika, und die haben das gedruckt, ne? Die haben das gedruckt, ne? Und ein paar Wochen später war dann irgendwie das Coming Out. Das war eigentlich nur ein Spaß, ne? Aber danke, dass ihr uns die Plattform geboten habt. Ne? Das ist ein super Beispiel. Ja.
weil das Thema Hochstapelei taucht darin auf und dass es manchmal auch wichtig ist, dass so Sachen passieren. Ja. Und ja, wenn ich mir jetzt Sloterdijk oder Zizek anschaue, ne, und ich bewundere, ne, wie das so aus ihnen rausschwurbelt, aber dann habe ich auch manchmal die Frage, ja, wenn da Zizek was über Quantenphysik erzählt, ne, oder also immer dann, wenn er Punkte berührt, wo ich mich ein bisschen auskenne, ne, wenn er über Buddhismus spricht, das war immer noch interessant, aber hey, so genau kennst du dich da, glaube ich, nicht aus, ne, und auch bei Quantenphysik interessant, die Verbindung, die du da knüpfst. Du hast mir auch diesen Clip zu diesem, wie hieß der, diesem französischen Georges Philosophen Übermann. geschickt, wo du sagst, wie hieß er? Georges Didi Übermann. Übermann, ne? Also man Wo spricht du des sagst, das Übermanns. Hubermann. Übermann, ne? Wo du sagst, das ist so der umgekehrte Zizek, ne? Der Zizek, der platzt so aus sich heraus und beim Übermann ist es wie eine Implosion, ne? Warum habe ich den genannt? Ah ja, der sagte, ne, also Foucault ist einer, der irgendwie so Verbindungen zieht, Assoziationen zwischen Dingen, die überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu stehen scheinen. Und genau so ist es. Aber manchmal fragt man sich ja, aber bedeutet das noch irgendwas? Wird damit überhaupt noch was ausgesagt oder sind das einfach nur so Assoziationen? Ist das so eine Sache, die ich als, sorry für den Sprung, ne? Jetzt Mach mache ich bitte Sprünge, darum geht's doch gerade auch. war, was ich an der Oberstufe gelesen habe und mir immer noch so ein bisschen an mir rumarbeitet, wo ich noch immer am Verdauen bin, ist Hermann Hesse, das Glasperlenspiel, ne? Das ist der Titel von dem Buch und es spielt auch eine Rolle, aber er erklärt nie genau, was genau das Glasperlenspiel ist, ne? Aber eben als ich gesagt habe, diese Assoziation, ne, da werden irgendwie das ist so eine Art, so ein inneres Glasperlenspiel. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Internet, so wie wir es heute kennen, ist genau dieses Glasperlenspiel. Ne? Da werden 1000 Verbindungen verknüpft, ne? Und interessant, was da für Texte auch generiert werden, ne? Sowohl von echten Menschen als auch von künstlicher Intelligenz mittlerweile. Aber wie viel Substanz hat das oder hat das wirklich Hand und Fuß? Ne? Ist eine Frage, die ich mir manchmal stelle dann, ne? Die wir uns wahrscheinlich alle manchmal stellen. Ne? Ist doch gut, dass wir uns die manchmal stellen. Das ist sehr gut, dass man sich das manchmal stellt. Ne? Aber manchmal ist man da eben so begeistert, ne? Wie der sprechen kann. Wow, ne? Wow. Und die Assoziation, da hätte ich ja nie dran gedacht, das mit dem zu verknüpfen. Ja, okay, jetzt hast du es verknüpft, aber hat das wirklich Substanz, ne? Oder ist das einfach nur irgendwie eine Ähnlichkeit, ein Muster, das sich irgendwie ähnelt, ne? Das ist was Riskantes, Ja. was du gerade beschrieben hast. Es ist sehr riskant, ne? Und ich meine, Adorno hast du genannt, ne? Aber auch eben Heidegger, ne? Dieser Jargon der Eigentlichkeit nennt Adorno das, ne? Aber Adorno hat eben seinen Jargon, ne? Der Frankfurter Schule Jargon gibt es, ne? Und dann, wie hieß er, Luhmann, ne? Hatte seinen Jargon, ne? Und es ist ein bisschen so, wie die einen hören Jazz und die anderen hören Rock und die anderen hören Klassik, ne? Aber wenn ich mich recht erinnere, als ich noch sehr jung war in den 70ern, ne, da gab's beim Spiegel immer noch so, nicht nur die Buch-Bestsellerliste, sondern auch eine Platten-Bestsellerliste. Und das wurde damals noch getrennt in E-Musik und U-Musik. Weißt du, was das ist? Nee. Nee, ne, also deine Generation weiß das gar nicht, ne? Also E-Musik ist die ernste Musik, ne, die echte Musik sozusagen, die Adorno hört. U-Musik ist unterhaltende Musik, ne? Das Jazz, Beatles und der ganze Rest sozusagen, ne? Und das ist halt auch die Musik, die sich verkauft, aber wir wollen ja auch wissen, was sich in der E-Musik, der echten Musik, der ernsten Musik verkauft, ne? Da gab's noch 2 Bestsellerlisten im Spiegel. Ja, das sind wir mittendrin, finde ich. Also wir sind mittendrin in dieser, wie ich finde, sehr auffälligen Ja. und ich würde auch sagen, sehr schnöseligen und eitlen Dichotomie von Ernst und Ja. Unterhaltung. Oder Ja. von hoher Kunst und Ja. irgendwie, wie könnte man es nennen? Ja, was auch immer. Fürs Volk sozusagen, ne? Für ja. die Massen. Genau, also, oder man könnte auch Und sagen, ich meine, wir sind ja auch ein bisschen mitschuldig, als wir eben über die McDonalds-Autoren haben, ne? Und wir sitzen hier auf unserem hohen Ross sozusagen, die wahren Autoren, ne? stimmt, Wir das sind haben die, wir- die sich in den Abgrund geblickt haben und der Abgrund blickt uns an, aber ihr wollt ja nur die Leere füllen hier. Ja.
Ja, und gleichzeitig, also es ist halt ein Spannungsfeld, das entsteht. Also Ja. interessant ist, finde ich, die Frage, unterscheidet man das, um sich selbst halt als besonders distinguiert darzustellen, ne? Und Hm, hm, auch so manche Kritik klingt danach, als hätte der Mensch selber gerne ein Buch geschrieben und versucht halt in der hm, Rezension oder im Kommentar deutlich zu machen, ich bin derjenige, der dich auf den von mir zugewiesenen Platz eben auch verweisen kann. Und ich wäre ja, eigentlich ein viel ja, besserer ja, Autor. Ich habe zwar nie was hm, veröffentlicht, aber ja, also ich habe diese Geburt nie durchgemacht, aber guter Vergleich eigentlich. Ich habe nie die Geburt durchgemacht, ich habe nie den Alltag als hm, Elternteil miterlebt, aber ich sag dir mal, wie Eltern sein sollten. Ein bisschen so ist hm, das hm, manchmal. Und hm, da ja, ähm, ja, hört ja, man neben aller Berechtigung von auch harter Kritik und auch, also es ist halt ein hm, Genre für sich, ähm, dass da hört man manchmal sowas raus von hm, gekränkter Eitelkeit im Sinne von, ich habe das nie hm, selber gemacht und jetzt klammer ich mich an irgendjemandem fest, den ich für beeinflussbar halte hm, oder so. Also, hm, ja. hm, Und da ist hm, halt diese hm, Frage, wie bewertet man etwas, wie bewertet man Kunst? ja, Eine, wo sich eben jetzt hast du Georges Dübermann angesprochen in dieser hm, Foucault-Doku, also Foucault gegen Foucault. Der ja, sagt ja im Grunde, dass jede Disziplin möchte eine Königsdisziplin werden. Und Foucault hm, hat im Grunde diesen Kunstgriff gewagt, diese hm, Sprünge zu machen, diese Assoziationen, diese Verbindungen. Also hm, Grenzen zu ja, überschreiten, zu wandern, hm, nomadisch hm, zu sein. ja, ja, Nomadisch auch zwischen den Stilen und zwischen den hm, Formaten und hm, hm, Gebieten, Disziplinen, um etwas zu zeigen. hm, Und manchmal geht es schief, manchmal klappt eine Assoziation nicht oder manchmal gelingt eine hm, Verbindung nicht. Aber dann macht man halt einfach weiter. Dann macht man ja, es ja, nochmal. Und da zeigt sich für mich hm, eine Sache, die, wo ich wichtig finde, dass Menschen daran erinnern. Und deswegen finde ich es auch cool, dass wir genau über solche Prozesse gerade sprechen, hm, wo wirklich für mich ein Unterschied liegt zwischen Menschen, die einen Prozess mal, also irgendwie veröffentlichen, irgendwie was herstellen, um damit auf etwas zu zeigen, was bedeutet ein eigenes Projekt, ne, mit dem man so seine Kämpfe hat und Auseinandersetzungen hat. Wo für mich wirklich ein Unterschied ist zwischen, hm, da ist das passiert und da hat es jemand nicht gemacht, hm, glaubt aber einschätzen zu können, hm, wie so ein hm, Prozess hm, aussieht, weil er das Resultat in der Hand hält oder sieht und hm, bewertet. hm, Das hm, ist häufig nicht der Fall, dass Menschen das beurteilen können, nur weil sie das Resultat sehen. Das ist nämlich genau das, was hm, ja nur an der Oberfläche erstmal auftaucht. Und dann ist die Frage, wie weit weist das in die Tiefe hinein oder zurück? Wie weit hm, ist es fähig, an etwas zu erinnern, was über diesen punktuellen Kontakt von, ich lese etwas, ich gucke etwas, ich nehme etwas wahr, weiß ja auch keine Sau, in welcher Geistesverfassung du bist, während du das liest. Ähm, Das sind so, hm, also das sind spannende Fragen, wo halt der Mensch, der etwas wahrnimmt, mit seiner ganzen Konstitution, mit seinem ganzen Horizont, in einem Punkt auf dem Operationstisch, wo der Regenschirm und die Nähmaschine. Ich verliere mich manchmal in Foucault, weil ich das Gefühl habe, der hat über so Fährten oder so Köder gelegt. hm, hm, hm. Also, da muss ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht immer versuche, irgendwie heranzuziehen. Aber also da trifft etwas aufeinander. Also hier ist der Punkt, wo man könnte sagen, das Buch ist das Werk ist, das Lesen als Praxis ist oder das Geschrieben haben, Hm, das Veröffentlichen. Das sind so alles so Sachen, die nah an diesem Punkt sind, wo die ja, Berührung stattfindet, beispielsweise zwischen Leser und Autor oder Leser und Werk. hm, hm, Und auf hm, beiden Seiten passiert aber etwas. Das ist nicht, hier ist Sender und hier ist Empfänger und hm, dann ist irgendwie Schluss. Das ist eine sehr hm, oberflächliche, sehr reduzierte oder reduktionistische Betrachtung dieses Vorgangs. hm, Äh, Da gibt es auch einen schönen Text, den ich noch nie geschafft habe, weiter als ein paar 20 Seiten zu lesen, von Maurice Blanchot, Das oh, Unzerstörbare. Also wo es auch einfach viel um diese Momente gibt von Lesen, was ist Schreiben. Das ist ja, ja, einfach riesig. Also es ist nichts Simples und gleichzeitig ist da etwas Simples, nämlich dieser Punkt von, es muss auch etwas da sein. Und es braucht ein paar Augen, die sehen oder wie du schreibst, ähm, ja,
Ohren, die etwas hören können. Ja. Also Ja. da muss man sich nicht Hm. ständig die Verantwortung hin und Hm. her schieben von, ja, hättest du bloß mal ein besseres Buch geschrieben, dann hätte ich jetzt mehr mit meiner Zeit angefangen oder ein besseres Video aufgenommen und dann hätte ich jetzt hier meine Zeit nicht verschwendet. Ich deabonniere dich, ich gehe, tschüss, Abo ist weg. Wo man so denkt, hey, musst du mich das wirklich wissen lassen? Ist das wirklich wichtig? Kannst du mich damit unter Druck setzen? Oder halt solche Dinge, wo man das Gefühl hat, Leute wollen einem oder vielleicht kennt man das auch von sich selber, nochmal so einen Schlag verpassen. Ich lasse dich wissen, wie sehr es schrecklich für mich war, Zeit mit dem zu verbringen, was du gemacht hast. Aber du hast es doch gemacht und wir haben hier einen Raum wie das Buch. Das kannst du schließen. Das Video, den Tab kannst du zumachen. Ja. Ja. Was? Also das ist ja eine totale Luxussituation. Du sitzt ja nicht irgendwo in einer Vorlesung und musst für eine Prüfung lernen, sondern du kannst hier so ein Video einfach ausmachen. Es ist so leicht. Es ist so einfach. So, keine Ahnung, ja, jedenfalls. Ja, und manche Leute, die kommen dann täglich wieder, um dir das wieder zu sagen. Und schon wieder hast du mir irgendwie eine Viertelstunde gestohlen aus meinem Tag. Ne? Das ist auch eine Mission. Ja, und du zwingst mich schon wieder so einen Kommentar hier zu schreiben. Ne? Aber auch voll die interessante, also interessantes Phänomen. Weil da auch die Frage ist es das, wofür man es hält, in dem ersten Moment, wo man es wahrnimmt, zum Beispiel, ne, wenn du das liest, so ein Kommentar, oder taucht dahinter mehr auf? Also, worum geht es eigentlich? Ist die Frage, bei der da können wir es meinetwegen wieder verknüpfen, das ist die Frage, woran erinnert wird. Immer wieder von hier aufmachen in beide Richtungen oder in mehrere multiperspektivische Richtungen. Wir treffen uns hier und wir brauchen das Material, wir brauchen diesen sehr konkreten Punkt. Aber an diesem Punkt treffen Welten, treffen Horizonte aufeinander, eigene Universen im Grunde. Und von diesem Punkt stößt man sich ab. Man verschmilzt auch nicht damit. Das wäre sowas wie Fantum, wo manchmal etwas genommen wird, um es in die eigene Welt einzusetzen und das sozusagen ja wie so einen Setzkasten zu bannen. Aber eigentlich beim Rezipieren, wenn man mit einem Text arbeitet, da entzündet sich was. Das ist so, das ist da und das lockt so. Also irgendwas daran findest du interessant, sonst würdest du das nicht kaufen. Aber es könnte sein, dass da andere Dinge mitschwingen, von denen du eigentlich angezogen bist, aber du weißt das gar nicht. Du denkst dir dazu halt eine Geschichte aus. So. Aber das muss eigentlich zerschmettern. Wenn es wirkt, dann geht auch das, also fliegt dir da das Dach weg. So. Gerade bei Texten, wo es dann um Üben und Einsicht und also existenzielle Fragen geht. Und, ja. Also keine Beruhigung. Bloß nicht beruhigen. Auch nicht künstlich die ganze Zeit Spektakel und Aufregung erzeugen. Und auch nochmal zu dir, zu einer Rückmeldung zu dem, das finde ich großartig bei dir. Es ist ein Text, wo ich wahrnehme, ich bin wie gesagt noch nicht so weit, weil ich zwischendurch dann immer versuchen muss, Sazen zu praktizieren und zu üben. Immer wenn du das sagst im Text. Ist echt so, ist witzig. Aber der Text ist total beruhigt. Also deiner jetzt. Also Dogen kann ich nicht beurteilen, aber also ist nochmal eine andere Dichte oder anderer Charakter, anderes Format. Aber so wie du das machst, ist es eine sehr es beruhigt mein Lesen. Und es ist trotzdem nicht so eine krasse Verlangsamung, dass man irgendwie das Gefühl hat, es ist zäh. Im Gegenteil, es ist total lebendig. Und es hat verschiedene Geschwindigkeiten. Es hat ja verschiedene Elemente, Anekdoten, aber auch eben Paradoxien, die du selber aufstellst. Aber es ist wirklich, ich finde das wirklich schön, weil ich mag es in der Regel nicht, wenn Dinge zu pädagogisch werden, also zu didaktisch werden. Ich möchte wie eine Erwachsene behandelt werden, auch von einem Text. Und gleichzeitig ist das schön, wenn man das Gefühl hat, man trifft auf einen Autor, der einen auf einer Ebene anspricht, die man dann vielleicht auch hat, wie ich jetzt, als eben nicht Zen-Schülerin. Ich habe das Zen nicht, also ich kann das nicht, kann da nichts drüber sagen. Als absolute Laien und als das von der Außenperspektive wahrnehmende und betretende.
Und da zeigst du einem auf eine sehr unbefangene Art und Weise, finde ich, und gleichzeitig mit einem Ernst, der da mitschwingt, der dabei ist, ähm, wie man mit dem, was du in Dogen liest oder was du aus Dogen verstehst und was du aus deiner Erfahrung mit dieser Praxis, mit der Übung und den Hintergründen nimmst aus der Tradition, und dann hilfst du einem zu lernen, damit zu spielen, in diesem Spielfeld sich zu bewegen und verschiedene Zugänge zu finden. Aber du Mhm. bleibst, man kann dicht bei dir bleiben. Mhm. Mhm. Ich dachte so ein bisschen an so ein, weißt du, wie so ein Skilehrer oder Snowboardlehrer, der Oh. die ganz krassen Anfänger, also Mhm. die gerade erst sich zum ersten Mal diese Dinger unter die Füße schnallen und überhaupt keine Ahnung haben, wie fahre ich jetzt mit diesem Lift oder wie fahre Mhm. ich überhaupt runter, die nehmen am Anfang oft die Leute irgendwie entweder an die Hand oder haken sich unter, dass die Bewegungen erstmal mit vollziehen können, dass die Mhm. den Mhm. kleinen Schüler und Schülerinnen mit ihren wackelnden Knien da irgendwie anfangen. Und du hilfst einem erstmal dieses Gefühl für diese Kurven zu kriegen. Und dann kann Mhm. es halt immer größer werden. Wie gesagt, so weit bin ich noch nicht. Das wird dann ja immer abgefahrener irgendwie, aber man kriegt mehr Überblick. Man kann mal höher auf eine höhere, schwierigere Piste und von da aus wieder gucken. Und das ist sehr unmittelbar, sehr nah und nahbar und sehr kleinschrittig, und gleichzeitig ist es von Anfang an herausfordernd. Also, ja. Mhm. Und irgendwann lässt du einem mehr Platz. Da lässt du auch mehr Text von Dogen erstmal Mhm. sprechen, Mhm. dass man selber Mhm. mit. Es ist Mhm. total cool gemacht. Also ich finde das Mhm. super. Wie gesagt, kann noch nicht über das ganze Werk sprechen, aber ich merke, dass der Text etwas auch mit der eigenen Geschwindigkeit macht. Also da arbeitet etwas in Mhm. mir oder Mhm. in einem ähm, unbemerkt fast schon, fängt es an, mit dem Text zu üben. Mhm. Da Also ich habe, überträgt sich was, ja, ist mein Eindruck. also ich habe versucht, heute dich nicht warten zu lassen. Ne? Ich glaube, ich war auch 2, 3 Minuten vor 11 im Zoom-Raum, aber da saßt du schon mit gesenkten Augen oder mit geschlossenen Augen und sah so aus, als wärst du tief in Meditation versunken. Also du scheinst schon angefangen zu haben damit, ne? Hast du schon 2 Stunden meditiert heute? Also ich habe ja meine eigenen Formen von Meditation, die auch häufig mit Ja, Musik hören, also eine Form ja, des Musikhörens. ja, ja. Ähm, aber ja, das fällt mir auf. Ähm, also jetzt seit wir in Kontakt stehen, Hm, fällt mir auf, dass ein Interesse da ist, es mal auszuprobieren, wovon du sprichst. Also, ne, ich hm, habe hm, keinen Eid abgelegt, jetzt irgendwie mich an der Schule anzuschießen, habe aber hm, großen Respekt davor, und also eine Faszination hm, ist ja was Faszinierendes. Aber es sind genau diese Punkte von, okay, das, wovon du erzählst, ich will mal ein bisschen davon, hm. also mal probieren. Das Ja, mal, ja, also um es natürlich einerseits auch ein bisschen besser vielleicht zu verstehen oder etwas zu ertasten, wovon du sprichst. Aber ja. es ist eine vorsichtige Annäherung. Ich habe jetzt eine Anekdote, soll ich dir erzählen? Bitte, bitte, tu das. Ich bin nicht ganz unbefleckt, was Buddhismus betrifft. Also Mhm. ich habe Ach das so, ach total so. vergessen. Ich habe also Aha. mir ist Buddhismus mal begegnet. Also ich bin auch nie richtig eingestiegen, aber mir ist Ja. Buddhismus mal begegnet. Mhm. Und ich musste gestern so stark, es hat mich so stark getroffen. Das ist jetzt echt auch eine persönliche Geschichte, aber ich versuche damit etwas zu zeigen. Mhm. Deswegen ist es, hoffe ich, jetzt okay. Ich musste an einen Freund denken, Mhm. mit dem ich schon ganz lange nicht mehr Kontakt hatte. Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass das wirklich einer der besten Freunde war oder ist, weiß ich nicht, die ich je hatte. Und Mhm. Mhm. da gab es viele Aspekte. Ich weiß nicht, was ich davon nenne. Jedenfalls war der eingebunden in einen buddhistischen Kontext. Mhm. Schon Mhm. früh. Ähm, und gleichzeitig war das interessant, weil ich in dieser Freundschaft, wir haben selten über Buddhismus, also der hat nie den Buddhisten raushängen lassen.
Aber jetzt, wo ich hm, wieder damit in Berührung komme, zum Beispiel durch dich, wobei das, glaube ich, kein Zen-Buddhismus war, sondern eine andere Form, aber hm, ist mir erstmal aufgefallen, ja, wie wenig das Attitüde war bei ihm und hm, sich aber hm, vieles, was ich jetzt bei dir wahrnehme, mich an ihn denken lässt. mhm, Ähm, mhm, und mir auch auffällt als etwas, wo ich dachte, boah, der hat irgendwie schon auch da eine Tiefe offenbar gehabt. Und also eine Situation ist halt etwas so markant. Als ein anderer gemeinsamer Bekannter von uns hm, meinte, er interessiert sich mal für so eine Meditation da, wo er irgendwie hm, angebunden war. Und da habe ich gedacht, ja stimmt, ich gehe hier irgendwie ständig ein und aus, ich besuche da irgendwie ständig meinen Kumpel. Aber er irgendwie völlig ignoriert, was da für ein Hintergrund ist und was da eigentlich wirklich passiert. Ähm, und dann haben wir das mal gemacht, wir durften zu so einer Meditation, also gab es manchmal so offene Sachen. Also da habe ich zum ersten Mal auf so einem Kissen gesessen im Schneidersitz, das fällt mir hier häufig noch schwer. Also das ist nicht nur halbarschig, sondern gar nicht. ja, ja, Gar kein Lotus. Ähm, ja, aber es war interessant, mal eben diese Disziplin zu versuchen und das war wirklich eine Meditation, wo auch, ich glaube, Mantren gab es und Leute hm, haben irgendwas hm, mitgesprochen, aber auch so Phasen mhm, von Konzentration und ich merkte, wie hart das für mich ist hm. und wie sperrig, also bei mir war das nicht sofort irgendwie so ein Zugang von, ach ja, das ist es irgendwie so, es war so, oh Gott, was ist das hier? Warum tut es so weh? Warum muss ich denn jetzt irgendwie, ich will mich doch bewegen, das ist doch scheiße irgendwie. Und dann diese ganzen Leute, wo du so dachtest, boah, die können das alle, wieso fällt mir das so schwer? äh, Also zu meiner Verteidigung, ich war ja auch nicht identifiziert damit, ich habe nur so mal ja, reingeschnuppert. ja, Und dann ist was total Abgefahrenes passiert, weil ich kannte ein paar Leute, die saßen aber Gott sei Dank hinter mir und hm, es hat mir aber nicht geholfen, weil also die halt diese Meditation kannten und öfter mit mal so richtige Buddhisten halt im Grunde. Und die haben plötzlich angefangen zu lachen. Es ist mhm. halt mein bester Über Freund. dich oder wie? Nee, über die Situation. Also die haben dann Also, plötzlich einen Lachanfall gekriegt. also die Irgendwie. waren in irgendwelchen höheren Samadhi-Ebenen. Ja, ja, okay. Wahrscheinlich. Und das war aber total, also das war noch schlimmer für mich, weil halt natürlich, also Ja, wenn dein bester Freund hinter dir anfängt zu lachen, dann ja, ist das ja wie, also das ist ja wie so eine unmittelbare Übertragung von das, jetzt wird jetzt gelacht. Also, das ist, hm, hm, hm. ähm, ja, der, mit dem du halt sonst rumspringst und dir halt einen Arsch ablachst, aber die einfach hinten angefangen zu lachen, mitten in diese Meditation rein. Und haben sich Ja, nicht mehr eingekriegt. Die haben sich einfach zur Hölle nicht mehr eingekriegt. Und äh, äh, man äh. ist da so dazwischen und denkt, man sieht da vorne die Frau, die das anleitet und die ist halt mega ernst. Und man ist irgendwo dazwischen und ist so, Scheiße, das ist echt hart. Das ist Äh, noch äh, schlimmer äh, als Lotus zu versuchen. Das ist noch schlimmer als die Muskeln, ist halt zu versuchen, diesen Impuls auch selber zu lachen abzufangen, damit man halt nicht respektlos ist gegenüber der Situation. So geht das immer dem Dirk und mir in Halle, Ja, ne? Wenn wir mal Wolkentour oder Sechzins machen. Alle anderen sind total ernsthaft dabei, ne? Aber und die Martina, die das versucht, so ein bisschen den Laden zusammenzuhalten, die irgendwie, und die beiden machen das schon wieder Scheiße. Und wir können uns nicht halten vor Lachen. Ne? aber das war, also jetzt im Nachhinein bin Mm, ich total froh über diese Erfahrung. Also ich bin mm, mm. super froh, dass das mein, ich würde sagen, erster Kuss mit dem Buddhismus war. Also einfach das erste Ja. Mal in Kontakt damit zu Mm, kommen, ähm, weil ich dadurch super unvoreingenommen, glaube ich, bleiben konnte, was das betraf. Also es war mm, immer mm, so, mm, ja, das gibt es, ich nehme das wahr, das kommt immer mal wieder in mein Leben mm, geschwemmt irgendwie. Ähm, manches davon finde ich interessant, anderes wieder war für mich jetzt nicht so, dass ich es als Einladung empfunden habe, da irgendwie mehr einzusteigen. Aber mm, es ist interessant, dass wenn etwas immer wieder so auftaucht ähm, und man dann irgendwann halt, wie jetzt, das ist für mich ein totales Geschenk, dass du mir dein Manuskript gegeben hast, weil es im Grunde mm, mich auch nicht mehr Ausreden erfinden lässt, einmal auch ja, Bekanntschaft zu machen, Bekanntschaft zu schließen mit dem, was da vielleicht zu finden ist. mm, Und ich halt irgendwie nicht einfach die Tabs zumache und so, also nur dieses mm.
Spiele von, ja, ich kann in andere verschiedene Richtungen gucken. Wie gesagt, was nicht heißt, dass ich in der Tiefe, in der Auseinandersetzung natürlich damit bin. Aber es bringt mich in die Lage, mal etwas mitzuvollziehen. Und das halte ich für einen großen Wert. Also das sehe ich halt in deinem Manuskript, dass einem das extrem erleichtert, diesen Zugang. Und das Mitgehen, langsam erstmal die Piste runterzufahren, aber auch zu merken, ja, okay, jetzt interessiere ich mich langsam für das Gefühl, was dabei entsteht. Und auch kann mal selber eine Runde fahren oder so. Und ja, es ist eine ganz interessante Art des Kontaktes, also der Kontaktpunkt oder das Kontaktfeld, nicht die Fläche, das Feld, das du da erzeugst. Und ja, jetzt die Situation, dass wir auch drüber reden können, finde ich auch total schön. Es ist überhaupt nicht statisch, technisch irgendwie so, ja, jetzt hast du das hier mal zu lesen und dann erwarte ich das Feedback in 3 Wochen oder was auch immer, sondern es ist total offen als Prozess und das macht es für mich zu einem Prozess, in dem ich weit über das, was inhaltlich da passiert, hinaus lernen kann an Prozess. Also danke. Nee, ich bedanke mich. Aber musst du dich nicht wundern, manche, also in dem Dokument, wenn du die Kommentare findest, manche sind auch einfach Markierungen für mich, da siehst du dann einfach so 4 Ausrufezeichen, das ist immer so, ja, das wäre dann mit dem Bleistift so an den Rand gezeichnet von, ja, da nochmal drüber nachdenken oder sowas. Also, oder das finde ich dann besonders gut, ja. Also, das findest du, ja, ich freue mich auf dein Feedback, ich habe es ja noch gar nicht, ne, aber ich bin gespannt. Ich bin überrascht, dass es so positiv ist. Ne? Ich hatte mir da eigentlich eher so ein bisschen eben so Richtung, ne? Du bist ja nur ein McDonalds-Autor, ne? Also das ist ja alles nur New Age-Geblaber, was du da mir geschickt hast, ne? Da war ich ein bisschen ängstlich. Insofern, ja, ich bin beruhigt, ne? Vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, du bist da irgendwie noch kritischer und. Ja, ich bin ja noch nicht durch. Mal gucken, was noch kommt. Okay, aber ich meine, wenn dir die ersten Seiten zugesagt haben, so viel schlimmer wird es nicht. Ne? Also Okay. es wird nicht so viel schlimmer. Wollen wir mit deinem Text mal beginnen? Ach ja, da war was. Merkst du auch, wie ich lese noch mal den hier. Hab, ne? Ne, also wir haben ja jetzt über eine Stunde gesprochen, ohne dann jetzt anzufangen. Ne? Also ich bezweifle, dass wir das in 5 Stunden alles durchmachen können. Aber vielleicht mal den ersten Satz. Ich hätte schon allein zum ersten Satz viele Fragen. Ne? Ich lese ihn noch mal vor. Ja, okay. Es scheint, als müssten die Dinge immer an einen Punkt kommen, an dem alles ohne Hoffnung ist, dass Menschen plötzlich erkennen, dass sie ein Wunder benötigen. Meine erste Frage wäre, ne, das sind die ersten Worte, ne, die Sammlung beginnt mit diesem Text, das kann sich natürlich noch ändern, ne, aber zumindest der Text beginnt mit den Worten, es scheint. Ich kann mich erinnern, jetzt, wo ich meinen eigenen Text nochmal durchgehe, mir ist aufgefallen, ich sage viel zu oft vielleicht oder es wirkt so, das klingt so, als ob. Und auch scheint. Ich glaube, ich bin da ab und zu mal durchgegangen mit der Suchfunktion und habe einige von diesen Scheins rausgenommen, weil scheint, das klingt irgendwie so vage, ne? Warum sagt man nicht einfach, ja, es ist so, ne? Also, du hättest ja auch schreiben können, die Dinge müssen immer an einen Punkt kommen, an dem alles ohne Hoffnung ist. Aber du sagst, es scheint, als ob die Dinge. Bei meinem ersten Buch, das ich eben hier erwähnt habe, ich kann mich erinnern, der erste Satz war ursprünglich, eigentlich wollte ich gleich nach dem Abitur nach Japan gehen. Und ich glaube, das wurde dann gestrichen, weil du kannst doch nicht ein Buch mit dem Wort eigentlich anfangen lassen. Eigentlich, was sagt das schon, ne? Eigentlich wollte ich, ne? Und dann habe ich erstmal Japanologie studiert. Also es scheint, ne? Es scheint als ob. Hast du dir da tiefe Gedanken gemacht? Also man könnte jetzt zum Beispiel philosophisch so ein bisschen in die Richtung von Descartes gehen. Ne? Du weißt ja nicht, was wirklich ist. Das Einzige, was du wirklich weißt, ist, zumindest scheint es so, als wäre da eine Welt da draußen. Zumindest scheint es so, als ob ich Descartes bin. Ne? Aber das könnte alles nur ein Film sein. Das Einzige, was sicher ist, dass es scheint. Ne?
Ob es wirklich so ist, wie es scheint, ist eine andere Frage. Aber dass es so scheint, ne? Das kann mir selbst ein Dämon oder der Gott persönlich nicht nehmen. Ne? Das ist das Einzige, was sicher ist. Das ist die einzige Sache, die ich mir gewiss sein kann. Ne? Es scheint so. Oder ist das einfach nur so aus dir rausgeplatzt? Du hast ja keine größeren Gedanken da gemacht. Also warum fängst du nicht an mit die Dinge müssen und sagst, es scheint, als ob die Dinge. Naja, also die erste Entgegnung wäre, wer soll ich denn bitte sein, das behaupten zu können, wie die Dinge sind? Also natürlich gibt es in diesen Texten auch einfach Behauptungen oder wo ich mir rausnehme, einfach mal sowas in den Raum zu Ja, klatschen und reinzustellen, zu sagen, so, das ja, behaupte ich. Das ist niemals ein Wahrheitsanspruch, niemals, sondern immer nur auch eine Frage natürlich des Stils, ob man sich das mal rausnimmt, einfach auch mal was auszuspucken und zu sagen, so, ich glaube, das ist so. Muss aber nicht vorher sagen, dass ich es glaube, sondern das dürfte dann schon sollte irgendwann auch mal klar sein, dass es immer nur so ist. Aber dass es immer nur so ist, ja, genau. mm, mm, Aber doch, also ich glaube, bei dieser Formulierung hat es mich tatsächlich umgetrieben, das so zu mm, formulieren. Und das war schon irgendwie auch wichtig oder hat länger gerührt. Der ist schon mm, älter, also die ja, sind alle älter, glaube ich, die jetzt da in der Sammlung sind. Das sind ja nicht alle Texte in dieser Form, aber mm, ich schreibe die trotzdem sehr schnell. Also die schreibe ich halt mm, häufig wirklich unterwegs oder super früh morgens oder so. mm, In der ganzen Verzweiflung mit Füller oft. Also mm, eigentlich immer mm, mit dem mm, gleichen Füller auf mm, Papier. mm, Ähm, also es ging schnell, aber also der Text ist oft da, bevor ich ihn verstanden habe und dann ändere ich mm, manchmal ein paar Sachen. Aber also die gehen schnell, kommen mm, schnell raus. mm, Ähm, mm, aber die Formulierung, es scheint jetzt, wo du die nochmal gelesen hast, habe ich gemerkt, doch, es ist für mich wichtig, dass das da genauso mm, steht. mm, mm. Also du willst nichts Definitives sagen. Das hat mit einer anderen Frage zu tun, die ich mir gestellt habe. Mm, Worüber du hier sprichst oder Subjekt in diesem ersten Text sind die Menschen. Ne? Hm. Später verwendest du in anderen Texten, sprichst du über Mann. Manchmal sagst du auch wir. Und das ist ja ein Riesenunterschied. Ne? Das ist mir auch erst aufgefallen, als ich selber angefangen habe, Bücher zu schreiben. Ne? Also oft sage ich dann Mann. Aber ich weiß nicht, ob man das immer noch so macht. Ne? In den 80ern, das war so ein bisschen Sprachspiel unter den Akademikern. Ne? Immer wenn jemand sagt Mann, dann sagt ein anderer, nein, du. Ne? Also man sollte vielleicht, du sollst. Ne? Also man sollte es persönlicher auf sich selbst beziehen oder oft versuche ich auch in dem Text, ist dir wahrscheinlich aufgefallen. Ne? Ich sage immer wieder du, anstatt Mann. Ne? Vielleicht sind da auch noch ein paar Stellen, wo Mann übrig geblieben ist. Ne? Und an einigen wenigen Stellen sage ich auch wir. Ne? Aber in der Regel versuche ich das nicht so mit dem wir abzuschwächen. Ne? Wir stecken alle irgendwie in der Irre, ne, und wir müssen unser Leben ändern, sondern nein, du steckst in der Irre, du musst dein Leben ändern. Vielleicht ist das auch vielen ein bisschen zu direkt, ne, aber deine Texte, obwohl sie sehr persönlich sind, ne, und man hat oft das Gefühl, sowohl bei diesen Texten als auch bei deinen Videos, ne, dass man dir bei einem Selbstgespräch zuhört, ne, das ist also nicht so der Didakt, ne, du willst den Leuten sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben, ne, hey Mensch, sondern es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde man dir direkt in die Seele blicken. Insofern wundert mich so ein bisschen, dass hier von dem Menschen die Rede ist. Ne? Es scheint, als ob der Mensch und in den späteren Texten Mann, Mann, Mann. Ne? Also Heidegger würde sagen, wir verfallen an das Mann. Ne? Und ich glaube, da kommt das auch her, dass lange Zeit im Nachkriegsdeutschland die Leute das Wort eher so vermieden haben. Es war verpönt. Ne? Das war halt was für das Volk, Mann. Ne? Und entweder ich oder du, ne, oder im schlimmsten Fall wir, aber nicht Mann. Das darf man doch gar nicht sagen. Aber du verwendest das Wort immer wieder, beziehungsweise in diesem Fall der Mensch. Warum der Mensch und nicht du oder ich? Also erstmal also ob man es mit Mann oder wir oder du, natürlich kann das eine Hm, Bewandtnis haben, hm, aber häufig ist das für mich überhaupt nicht so bedeutungs- oder wichtig, weil es einfach
Also erst ist das Wichtigste, glaube ich, für mich beim Lesen, beim Schauen, also warum ich mich überhaupt äußere oder warum ich mich für die Hm, Äußerung anderer interessiere. Nicht alle, aber mancher. hm, Also oder viele. Es ist immer dieser Punkt, der für mich auftaucht. Immer, 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 immer wieder. Es ist dieses Nicht-Scheinberuhigen an hm, etwas. Und wenn Leute zum Beispiel sagen, ja Mann, wer ist eigentlich dieses Mann? hm, Warum musst du jetzt sofort wissen, wer hier genau gemeint ist? Also jetzt nicht du, sondern, ne, hm, also fiktiv. hm, hm, Warum muss es immer darum gehen, dass man weiß, ob man angesprochen ist oder nicht? Warum muss das immer eingezäunt hm, werden? Warum wollen wir darin hm, Sicherheit finden? Ich finde darin halt keine Sicherheit und das ist der Grund, warum ich hm, schreibe. Und insofern hm, ist dieses, also sorry, dass ich jetzt so zickig werde, aber nicht, wie gesagt, gegenüber dir, sondern hm, ich kann hm, das, ich finde, das ist eine Unart. Es ist eine Unart, hm, bevor man hm, irgendwem zuhört, erstmal eine Garantie dafür hm, haben zu wollen, dass man da irgendwie gemeint ist, dass es um hm, einen geht. hm, Und ich würde sagen, nein. Sobald du hier hm, in diesen Raum eintrittst, ne, also jetzt hm, beispielsweise ein Raum, den man selber bespielt oder wo man sich mit hm, anderen hm, austauscht, das ist kein Safe Space, es wird nie einer sein. hm, Darum geht es hier nicht. So, und wenn, es tut gut, das mal rauszulassen, ganz ehrlich, weil es ist, ich habe es zu lange runtergeschluckt, solche hm, Wut. Das macht mich wirklich wütend, weil das ist wie, nein, wir sind hier keine Säuglinge, wir sind keine Babys. hm, Wir hm, müssen nicht irgendwie hier unsere Persönlichkeit herstellen und uns definieren und irgendwie die Identität hm, aufbauen. hm, Das hm, ist hm, etwas, was ihr meinetwegen machen könnt oder woanders machen könnt, aber darum geht es hier nicht. Hier ist nicht ein Raum, das ist hier kein Panikraum hm, für die Ich-Konstruktion. So. Und das kann ich wirklich für alle hm, Sachen, die ich mache, hm, ist das mein Anspruch darauf, daran zu erinnern. Hier ist, hm, also wenn du hier reinkommst, hm, ist das nicht. Geht es darum nicht. hm, Den Mantel hm, bitte draußen an den Haken hängen. So, und wenn du hier reinkommst und eine Beruhigung von mir haben willst, dann hast du einfach an der falschen Tür geklingelt. So. hm, hm, Ähm, Das andere ist dieses, dass es doch persönlich ist. Ähm, hm, Das ist eine für mich interessante Frage. mhm, Und ich habe gerade, als du da das gefragt hast, habe ich ein Bild im Kopf gehabt, weil ich habe die erste Assoziation, das erste Bild bei mir war, ja, ich habe halt kein Dach, ich habe hm, keine Schule, ich habe keine Disziplin. So, ich bin auch hm, keine hm, Philosophin. Das gibt ja auch manche Leute, die mir das unterstellen oder irgendwas anderes. Das ist alles nicht der Fall. Also ich habe absolut nichts, woran ich mich festhalten kann in dem Sinne. Also ich bin quasi hm, Treibgut. Und hm, oder man könnte sagen, ich hab eigentlich so ein Boot nicht, ich schwimme. Also es geht darum, ich zeige einen schwimmenden Menschen. hm, Und das ist das hm, Einzige, was ich hm, habe. Also das Einzige, was ich habe, ist quasi in der Metaphorik mein Körper, der durchs Wasser schwimmt oder taucht oder ertrinkt manchmal oder strauchelt oder auch mal hm, rausspringt oder reinspringt oder so. Also hat hm, viel mit hm, Wasser zu tun, hm, was man da alles hm, so kann. Aber im Grunde ist das, ich kann nicht, ich habe nichts, ich habe keine Tradition. Ich habe absolut keine Tradition. Ich bin in nichts Expertin, wo ich sagen könnte, ich kann dir hier das alles erklären, weil ich da so hm, hm, viel dran geforscht habe, sondern das Einzige, was ich beforsche, ist, wie, wie ist für mich das Schwimmen? Und hm, die Hoffnung ist, ob das klappt, weiß ich nicht, aber die Hoffnung ist, dass man selbst quasi zur Linse wird. Also ich bin nur ein hm, Fenster. Mein hm, Beispiel, wenn hm, das persönlich hm, wird, halte dich nicht an mir fest, glaub nicht, dass es darum geht, dass du mich kennenlernst oder dass du mich einschätzen kannst. hm, Weil hoffentlich sich diese Figur, die das ja dann wird, sich in dem Moment öffnet, wo du versuchst, sie anzufassen und du hindurchfällst in deinen eigenen Raum oder in einen anderen Raum. Ähm, das, also kann man ja auch offen mit umgehen. Also es ist am Ende des Tages doch unpersönlich in hm, der Hoffnung, hm, ähm, dass es ist halt das Einzige, womit ich arbeiten kann. Also ist die eigene Erfahrung. hm, Ich möchte immer, dass hm, alles, hm, hm, was irgendwie aus mir rauskommt, was sich in die Welt äh, fliegt oder legt, ähm,
nah an der eigenen Erfahrung ist. Und natürlich kann man dadurch Rückschlüsse irgendwie auf irgendwas ziehen oder sich irgendwas konstruieren. Aber wie gesagt, ich bin als Person so stinkend langweilig. Ich bin wirklich nicht Hm, interessant. hm, Und hm, hm, das ist auch für mich, muss ich sagen, häufig kein interessantes Feedback, wenn Leute sagen, du bist hm, ja eher so die und die oder ne, hm, bist im hm, hm, Setzkasten unserer Klassifikation halt irgendwie da. Ähm, ganz selten mal ist was dabei, hm, wo ich denke, oh cool, das ist aber schön, dass das gesehen wurde oder sowas und dann freue ich mich auch persönlich. Aber daher gehe ich mit so Formulierungen wie Mann oder es scheint oder solche Sachen an hm, manchen Stellen sehr lapidar um, dass ich denke, okay, ich mache das jetzt einfach, wie mir das hm, in den Sinn kommt. Und ich habe überhaupt keinen Bock drauf, mich da an irgendwie hm, so hm, dieses Geschreie, man, man solle nicht mehr Mann sagen und diese ganzen, hm, 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 ganzen hm, Sachen, die dann immer wieder, mit denen immer wieder geworfen wird. hm, hm, Also hm. mein erster Gedanke ist, oh, stellt euch doch nicht so an. Stellt euch doch nicht so an. Und Äh, das ist äh, halt äh, darum geht es doch hier äh, gar nicht. Manchmal kommt verstehe. daraus eine Vorsicht in Formulierung, Ja, ne, dass man halt nicht so, was da so in den hm, Raum klatscht und sagt, das ist jetzt hier die Wahrheit, hm, dass sich Leute daran halt einfach nicht aufhalten, an mhm, irgendeinem Wort, das gefallen ist, dass sie halt nicht sofort hm, hm, zu Tode getriggert sind, nur weil da irgendwie ne Mann steht oder so. hm, Ähm, hm, hm. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll, aber das ist runtergebrannt, was die Stimmung war, in der ich diesen Text geschrieben habe. Ja, Das ist ein Teil davon, worüber wir gerade sprechen, oder also, wo ja, ich jetzt gerade ins Erzählen komme. Es ist ja, ein Teil der Motivation, des Grundes, so einen Text zu ja, schreiben oder diesen Text zu schreiben, ist hm, die hm, hm, Verzweiflung darüber, wie also schockgefrostet durch so manche Krise hm, 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 und auch teilweise gefriergetrocknetes Bewusstsein da ist. Nicht nur bei den anderen, sondern auch bei mir und bei ne, verschiedenen, einfach das allgemeine große Bewusstsein, in dem wir alle schwimmen, hm, 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 ist meinem Empfinden nach an vielen Stellen so unbeweglich geworden, dass ich das so empfinde, wie wirklich ständig gegen diese Wände zu prallen und das Gefühl zu haben, also so wie das hier ist, dieser Zustand von Bewusstsein der Menschen, aller Menschen, hm, hm, erzeugt einfach immer mehr Verhärtung, erzeugt immer weniger Flexibilität, Beweglichkeit, was für mich in meiner Denke und in meinem Empfinden eine ganze Menge damit zu tun hat, ob wir friedlich sind, ob wir reflektiert sein können, ob wir uns überhaupt dafür interessieren, ähm, wie wir miteinander friedlich leben wollen, sondern einfach diese krassen, eng gewordenen Wände hm. machen mich wahnsinnig. Also sonst würde ich nicht schreiben, wenn ich zufrieden wäre, würde ich nicht schreiben. Wenn ich zufrieden wäre, würde ich auch hier wahrscheinlich nicht sprechen, sondern draußen Blumen pflücken oder angucken. Hm, hm, Und mir hm. von den Vögelchen beim Anziehen helfen lassen. Aber so ist es halt einfach leider nicht. Und ja, also ich habe das Gefühl, ein Wunder wird benötigt. Aber ich sage Mann. Ja, ja. Also die Hoffnungslosigkeit und das Wunder, von dem du sprichst, das hat was mit der Unmöglichkeit von Kommunikation in der Gesellschaft zu tun? Oder was meinst du Ja, jetzt genau, wenn du von der Verhärtung, stimmt das? soziale Kälte? Klar, soziale Soziale Kälte. Kälte. Und auch diese krasse Verdrängung. Also, du hattest das mal Oh, eingebracht letztens mit diesem gibt es betreutes Denken. Und ich habe da gestern drüber ja. nachgedacht nochmal Hm, und dachte, so würde ich das überhaupt nicht nennen. Ne? hm, Auch wenn das so eine ganz andere Frage ist, von wem, aus welchen Motiven der Begriff benutzt wird. Aber ich finde den Begriff falsch, denn er ist nicht radikal hm, genug tatsächlich am mhm, Ende, hm, aus meiner hm, Sicht. Weil er sagt immer noch Denken. Und das ist, hm, ich glaube, das, was gemeint ist oder das, woran sich das entzündet, so einen Begriff zu nehmen oder so ein Phänomen zu versuchen, auf die Weise zu beschreiben, ist längst hm, kein Denken mehr. Und das hm, beobachte ich auch. Die Frage ist, beobachtet man das an denselben Stellen oder beobachtet man das immer nur bei den anderen? Das ist hm, ja häufig der Fall. hm, Ähm, oder beobachtet man das an sich selber auch? Und hm, hm, das ist bei mir die Hoffnung. Der Punkt, von dem ich ausgehe, ist immer, oh, da habe ich aber ganz schön was übersehen oder so. Und trotzdem, hm, ich glaube, ich habe einen Eispickel oder ich habe einen Weg gefunden, irgendwas hier zu schmelzen, sodass ein
andere Schicht nochmal, eine neue Haut zum Vorschein kommt, überhaupt die Möglichkeit, dass da noch unter den Häutungen quasi eine neue Haut ist oder andere Ebenen. Hm. Aber es kommt auch immer von dem sich selbst getäuscht haben. Ähm, Hm. aber genau, betreutes Denken würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, betreutes Verdrängen. Das gibt es auf jeden Fall. Das ist ein Phänomen, das ich wahrnehme und das macht mir Angst und das finde ich problematisch. Betreutes, erkaltendes Denken. Das geht. Verdrängen wovon? Verdrängen wovon? Verdrängen von Dingen, die geschehen sind, Verdrängen von Dingen, wo man selber Oh, vielleicht auch an Dingen oder an Prozessen ja, beteiligt ist oder war, die ja, irgendwo anders Leiden erzeugen und man will das ja, nicht ja. wahrnehmen. Und es gab schon auch, oder es gibt ja auch immer wieder diese Fragen, was sind Alltagshelden oder sowas, und ich glaube, Hm. da Hm. erkalten wir auch zu schnell an Hm. dem Gefühl, dem vorschnellen Hm. Gefühl oder scheinbar wohltuenden Gefühl, gute Menschen zu sein, Hm. werden dadurch extrem konform. Hm. Und weil wir aber Hm. glauben, es ginge darum, also, oder weil etwas im Menschen, ein wunderschöner Zug, ein guter Mensch sein zu wollen, auch ein guter Mensch für andere sein zu wollen, ähm, gemeinsames, friedliches, gutes Zusammenleben, dazu etwas beitragen zu wollen, ist ein wunderschöner Zug im Menschen. Wirklich ein Hm. wichtiger Zug. Und meine Beobachtung ist vermehrt in den letzten Jahren, oder vermehrt in den letzten 6, 7 Jahren, ist es für mich auffällig geworden, dass genau mit diesem Zug gespielt wird, dass er benutzt wird und dass wir das eben häufig nicht mehr mitbekommen, weil dieser Zug in uns eben so stark wirkt. Und das kann den Eindruck erzeugen, Menschen wären schlechte Wesen. Und dagegen Mhm. richte ich mich entschieden. Also da an der Stelle ist es wirklich wie, natürlich gibt es Destruktives im Menschen, aber lass uns das doch genau analysieren, lass uns rausfinden, woher das kommt. Lass es uns an uns selbst beforschen und uns da nicht abspeisen lassen mit Oberflächlichkeiten, wozu auch manchmal Humanwissenschaften gehören oder Sozialpsychologie, wo einfach viel zu schnell Hm. gibt man sich zufrieden mit Erklärungen, die halt nach Wissenschaft klingen, aber eben eine Interpretationsmöglichkeit sind unter vielen. Und vieles wird unterschlagen bei diesen schnellen, allumfassenden, alles abdeckenden, scheinbar alles abdeckenden Erklärungsversuchen. Der Mensch ist nun Hm. mal so. Ich denke, wir haben keine Möglichkeit, den Menschen auf diese Art jemals zu begreifen. Wir sind immer befangen, weil wir sind halt auch ein Mensch. Und wir sind nicht nur ein Hm. Mensch, also jeweils, sondern wir sind ein Mensch in einer Kultur, die schon 1000 Schichten von Verwirrung auf sich drauf hat. Aber es gibt diese Momente oder es gibt Zugänge, Hm. die so tief in die Abgründe gucken lassen, dass auch klar wird, dass diese oberflächlichen Selbstbetrachtungsweisen des Menschen, nenne ich jetzt mal so, an denen wir uns halt häufig beruhigen oder glauben, uns beruhigen zu können, Hm. eigentlich ganz dünn sind. Eigentlich ganz dünn sind. Wir glaubten, wir wussten, wer wir sind, und dann passiert eine Krise und wir werden mit Urängsten konfrontiert oder sie werden auch in uns geweckt, an manchen Stellen Hm. auch strategisch Hm. geweckt. Hm. Und es passiert etwas mit uns. Im Grunde ist das eine Retraumatisierung. Also ich glaube tatsächlich, also da wird auf etwas angesprochen, das in uns schon angelegt ist, und dann passiert etwas mit uns, dass wir nicht mehr, nicht mehr alle Sinne offen haben, nicht mehr beweglich sind. Das ist, wenn du merkst, du bist an einem Tabu oder du bist über ein Tabu gesprungen. Man nennt das, oder manchmal die Schere im Kopf, du zuckst zusammen und plötzlich Hm. Hm. nimmst Hm. du ganz Hm. anders wahr, du nimmst dich anders, du versuchst es vielleicht zu kompensieren, du oder ich oder irgendjemand anders. Hm. Und wir sind dann nicht mehr wir selbst. Da wird das dann Hm. klar. Und ich glaube, dass diese Erfahrung, die Erfahrung des Schocks häufig abgespalten wird und dass man über die dann nicht nachdenkt und dass das eben oder nachverdrängt wird. Und Hm. das finde ich gruselig. Also ich finde es gruselig, dass das überhaupt passiert, dass das Kollektiv so stark ist. Ist meine Wahrnehmung, kann man auch anders sehen. Aber für mich ist Hm. das sehr stark, ähm, dass Menschen so weit gebracht werden, dass sie den Kontakt zu ihrer Menschlichkeit und auch den schönen, den kreativen, den potenziellen Zügen in sich vergessen. Also eigentlich diese Abspaltung von Menschlichkeit, diese Abspaltung vom Hm. Menschlichen
die sich für mich auch darin äußert, halt zu sagen, okay, wir haben jetzt KI, Hm. die kann doch das Relevante am Menschen kann die sowieso besser sammeln, Hm. archivieren, klassifizieren. Hm. Und dann sagen wir, den Mensch brauchen wir eigentlich nicht mehr. Also, oder so wie Hm. er ist, brauchen wir ihn eigentlich nicht mehr. Und für mich ist es erschreckend, dass wir das so hinnehmen. Also an der Stelle bin ich sozusagen, also da bin ich stark positioniert, glaube ich. Wir wollen den Menschen abschreiben, bevor wir ihn auch nur ansatzweise verstanden haben. Das ist für mich wie, lass uns den Ozean einfrieren und sprengen, bevor wir irgendwie die Tiefen kennen oder uns das trauen. Oder in den Weltraum fliegen, bevor wir halt irgendwie geguckt haben, was da eigentlich in der Tiefe ist. Also, oder ist vielleicht eine doofe Metapher oder eine zu übertriebene, aber ich finde das ganz, ganz abstoßend. Ich finde das ganz, ganz abstoßend und ich bin schockiert darüber, dass wir nicht viel stärker darauf reagieren als Menschheit, wenn wir darauf stoßen und darauf aufmerksam zu machen, wie abgetrennt wir sind von dem, womit wir uns halt erinnern könnten. Und was das für krasse Auswirkungen hat. Das erzeugt in mir einen täglichen, verzweifelten Kampf und einen Ekel. Und so sehr ich wünschte, irgendwas daran dagegen tun zu können, weiß ich, dass natürlich der erste Schritt immer sein muss. Habe ich diese Eiswände in mir? Und wenn ja, wo sind die? Also natürlich habe ich die auch in mir. Wo sind die und was kann ich da machen? Und ist das auch nur ist ein Teil davon vielleicht auch eine Projektion, aber nicht nur. So, das ist ein verzweifeltes Strampeln, das ist schwimmen müssen, aber nicht schwimmen können, nicht vorankommen und sich gleichzeitig vielleicht doch bewegen. Es ist nicht wissen, ob das was bringt, aber das ist der ursprüngliche Wunsch überhaupt von Ausdruck oder dem Auftauchen. So dieses, Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das ist zu viel, zu krass. Das muss anders gehen. Ich sprach eben kurz von diesem Sprachspiel, sag nicht Mann, sondern sag ich oder sag du, ne? Und du sagst es, ne, das ist kein Safe Space hier, ne? Also du wehrst dich ein bisschen gegen dieses Sprachspiel, dass man jetzt nicht mehr Mann sagen solle. Ein ähnliches Sprachspiel ist, was du da sagst, ist mir viel zu abstrakt. Sag es konkreter, ne? Gib mir ein konkretes Beispiel, ne? Und das kam jetzt gerade eben auch in meinen Kopf, ne? Was meint die Nina jetzt ganz konkret, ne? Also was wir verdrängen, ne? Also bei Adorno wäre es der Holocaust, Auschwitz gewesen, ne? Selbst Mitte der 60er, ne? Sprach keiner drüber, über die Leichen im Keller, ne? Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Thema ist bei dir im Kopf, ne? Woran denkst du? Sind es die Eiswände zwischen den Männern und den Frauen oder sind es die Bio-Deutschen und die mit Migrationshintergrund? Vielleicht alles von dem, ne? Aber da war also, ich habe mich ertappt bei diesem Wunsch, wenn die Nina mir jetzt hier ein konkretes Beispiel nennen könnte, ne? Und ich erinnere mich, wie lange ist das jetzt her? Vielleicht 10 Jahre. Heißt der Felix Lobrecht, der Comedian, als ich den zum ersten Mal gesehen habe auf YouTube, ne? Zum einen begeistert, aber zum anderen, darf man das jetzt? Ne? Also ich glaube, das war so eine Tour. Der erste Witz, den er gemacht hat, der erste Joke ist wie ein Rollstuhlfahrer. Er muss sitzen. Und nach einer Bruchsekunde alle lachen, ne? Aber diese Bruchsekunde, ne? Darf ich jetzt lachen? Ist das okay? Ne? Und dann fast so ein bisschen wie in dieser buddhistischen Meditationsgruppe, wenn einer lacht plötzlich, ne? Darf man lachen, aber wahrscheinlich auch selbst im Lachen noch dieser Hintergedanke, darf ich denn jetzt als Nichtbehinderte über einen Behinderten lachen? Geht das, ne? Wäre jetzt ein Beispiel auch für, du sprachst ja mal über die Rolle des Humors und dass das so wichtig ist, ne? Was für eine Riesenarbeit Comedians leisten, diese Wände, diese unsichtbaren Wände, ne? Aufzutauen, diese Eiswände zum Teil, ne? Ja. Dass das aber von Felix Lobrecht, ne? Heißt er überhaupt so? Lobrecht, Lombrecht, wie auch immer, ne? Ich, ja. Lobrecht heißt er, ne? Dass da auch eine Riesen auch
Arbeit oder dass es eine seelische Belastung sein müsste. Ich meine, der Typ lebt ja auch mit der Frage, ja, und darf ich das? Ich werde immer einen verletzen, aber wie viele Menschen will ich wie tief verletzen, um vielleicht doch noch irgendwo eine Mauer abzureißen, ne? Ein anderes Beispiel, da wollte ich immer mal mit der Dunja drüber reden, aber sie hat sich so ein bisschen dagegen gewehrt, ne? Rammstein, die das ja auf einer ganz anderen Ebene machen, ne? Also Kann ich nicht viel zu sagen provozieren. vorab, aber also erzähl ruhig davon. Kannst du nichts zu sagen. Ne? Also hat mich auch immer fasziniert, dass da plötzlich so eine Gruppe, ne, in den Charts ist, was in den 80ern undenkbar wäre. Ne? Und dass da Leute ihren Kopf, wie sagen wir mal, schwenken oder was auch immer, Headbanging machen zu Texten, wo da müsste man vielleicht noch mal ein bisschen drüber reflektieren. ähm, aber da ist ein ganzes Stadium, ne, dass da sein Kopf schwenkt zu Texten, ein bisschen anders vertont. Kennst du die Band Laibach aus Nee. Kroatien? Die haben das in den 80ern gemacht, aber da spürte man noch so ein bisschen, das ist Programm und das ist als Provokation gemeint. Das ist keine Unterhaltungsmusik. Also was die zum Beispiel gemacht haben, es gibt diesen Song von Queen. Wie ging denn der? One Vision, One irgendwas, ne? Also One irgendwas. Das haben wir auch bei Live Aid, glaube ich, so gesungen, ne? Also was die Menschheit braucht, ist eine Vision sozusagen. Ne? Wir müssen zusammenkommen, eine Vision, ne? Ein Ziel. Wir sitzen gemeinsam in einem Boot, ne? Ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Ne? Und Laibach haben das dann vertont, ein Volk, ein Leitbild. Und mit da gab es noch nicht mal Till Lindemann, aber der Sänger hatte auch so ein bisschen diese Till Lindemann Stimme und er sang das dann eben, wie es in den 30ern in Deutschland hätte gesungen werden können und dann eben auch da wird dann auch irgendwie so eine Wand gebrochen, ne? Was eben noch cool war, wenn es Freddie Mercury singt. Wie cool ist das denn eigentlich? Ne? Beziehungsweise auch das Umgekehrte. Ne? Sind Dinge, die wir verteufeln, steckt das nicht auch irgendwie in uns? Und wieso tun wir so, als wäre das nicht da? Ne? Und dieses Spektrum, ne, zwischen dem Messias und dem Teufel, ne, und dass da irgendwie oft gar nicht eine klare Grenze gezogen werden kann, aber immer so getan wird, ne, als wäre die Grenze ganz klar, als wüssten wir alle ganz genau, was korrekt ist und was nicht korrekt ist. Als ich dich eben sprechen hörte, machte ich mir Gedanken, ja, was ist genau diese Hoffnungslosigkeit? Was sind deine Erfahrungen? Ne? Was genau? Also welcher Diskurs ist es? Ist es Männer-Frauen-Sache? Ist es links-rechtes Spektrum? Was genau ist dabei? Also wahrscheinlich alles. Du willst dich wahrscheinlich nicht von diesem Sprachspiel da jetzt wie sagt man, gefangen lassen, ne? Und dich nur auf eine Sache festlegen. Aber kannst du mir ein bisschen helfen, das zu konkretisieren oder dem Ganzen ein bisschen Gesicht zu geben? Jo, du willst nicht auf deine Person reduziert werden, verstehe ich auch, aber als wir diese Diskussion mit dem alten weißen Mann hatten, ne, da sagte ich ja auch, ne, ja, also auch meine Sozialisation und in den 80ern aufgewachsen und so weiter, ne, also bei mir sind das auch solche Sachen, ne, an die ich mich da erinnere, ne, und das darfst du nicht sagen, das musst du sagen und diese Fronten, diese verhärteten Fronten, ne, dass man halt eben nicht sagen konnte, hey, wir sind doch alle Menschen oder nicht, ne. Fast so ein bisschen wie bei Marx. Ne? Du musst dich zu deiner Klasse bekennen sozusagen. Ne? Es gibt entweder proletarisches Denken oder es gibt das bourgeoise Denken, ne? Oder es gibt das Denken der Unterdrücker. Ne? Aber es gibt nicht menschliches Denken sozusagen. Ne? Es gibt dann entweder nur entweder bist du auf der einen Seite oder auf der anderen. Ne? Das sehe ich auch so, aber ne, also ich spüre das genauso, aber ich frage mich so ein bisschen, wo kommst du daher sozusagen, ne? Spannende Frage. Ich habe als du sie gestellt hast, habe ich mich selber gefragt, was ist eigentlich der Konflikt, von dem ich mich da abstoße? Ja.
Also die genannten jetzt so konkret sind es nicht. Also ich bin in diesen Diskursen halt von Geschlechter- oder Gender-Konflikte Hm, bin ich nicht häufig nicht unterwegs in dem Sinne, dass ich mich da besonders einklinke oder da irgendwie besondere hm, Positionen formulieren würde. Ich nehme die wahr, ich habe meine Perspektive da drauf oder meine Perspektiven darauf und ähm, finde das dann durchaus interessant, wenn ich jetzt mit dir zum Beispiel oder mit dem Boris oder auch mit hm, Björn zum Beispiel hm, spreche, dass da wir zumindest einen Teil oder vielleicht einen, wo besonders hm, ähm, wüste Verletzungen nach wie vor brodeln bei Männern und hm, Frauen, hm, ähm, dass da man vielleicht auch ein bisschen Aufräumarbeit an manchen Stellen machen kann oder zumindest einen kleinen Beitrag machen kann, dass sich hm, Menschen, die in diesen Gruppen sind, miteinander eben irgendwie vermitteln können. Allein das hm, hm, ist hm, meiner Meinung nach wichtig. Ähm, aber ich trete in diese Arenen in der Regel nicht ein, hm, und das ist, also das weist vielleicht, hoffe ich, gleich auf etwas hin, wo ich dir eine bessere, konkretere Antwort auf deine Frage geben kann. Ähm, für mich zeigt sich immer wieder eine ähnliche Struktur. Und ich würde nicht hm, sagen, dass die Themen ganz austauschbar sind, weil es gibt einfach Dinge, hm, du hast hm, jetzt eben den Holocaust angesprochen, die nicht verglichen hm, werden können, meiner Meinung nach, mit hm, anderen. Oder auch, hm, hm, also die Hintergründe, die Horizonte, das, was unter Rassismen passiert ist, also hm, verschiedene Formen des Rassismus passiert, hm, was das alles heißen kann. Das hm, sind, also es sind einfach Formen der Gewalt, wo ich niemals mir anmaßen könnte oder mir zutrauen würde, das zu durchblicken, wie weit hm, das geht, wie tief das sich im Menschen verankert, wie tief das in unseren auch kollektiven Unbewussten, welche Form wie annimmt und wie sich das äußert. Also absolut keine Möglichkeit für mich, da einen Überblick zu haben. Ich glaube, es ist hm, wichtig, damit in Berührung zu bleiben hm, ähm, und sein Bestes zu tun, um besser zu verstehen, wie so etwas entstehen kann. Und ein Teil ist, also, aber ich habe davon nicht meinen Ausgangspunkt genommen, also da war kein bestimmtes Ding, sondern es ist einfach dieser wirklich grundsätzliche Eindruck und ich kann gerne sagen, ähm, diese Sachen schreibe ich schon länger. Also es ist schon, manche Sachen sind echt alt, also schon bestimmt so 8 Jahre alt oder so. Ähm, aber besonders stark war mein Gefühl, dass hier Bewusstsein schockgefrostet ist. hm, Was auch immer die Gründe dafür sind, ist auch nicht sehr einfach zu verstehen und zu erklären. Aber für mich war das tatsächlich ganz stark in der Corona-Krise, hm, hm, dass mein hm, Eindruck da war, okay, hier passiert etwas mit unserem Bewusstsein hm, als Kollektiv, als Zusammenleben, als Interaktion, als das, was sich beobachten lässt, als Fronten. Das hm, ist schon eine Zäsur und das ist, also hier hat sich etwas verändert. hm, Ähm, ich glaube, hm, mit der Beobachtung bin ich nicht alleine und je nachdem, wo man da hm, in diesem, ja, teilweise, glaube ich, auch gemachten Spektakel um verschiedene Identitäten und Fronten stand, hm, hat man darunter halt mehr gelitten, als wenn man da hm, irgendwie hm, vielleicht hm. mit diesen Kanten nicht so in Berührung gekommen ist. Ja, Da ja. weiß ich gar nicht, wie tief ich da jetzt einsteigen muss, aber ich kann ja gerne auch Hm, sagen, dass hm, ich da hm, ähm, in dem Umfeld, in dem ich war, nicht gerade die populärste Einstellungsseite hm, oder das anders hm, wahrgenommen hatte als hm, viele andere Menschen in meinem Umfeld oder auch in der hm, Kulturszene, in der ich mich da bewegt hatte. Und das jetzt nicht besonders breit getreten habe, aber durchaus hm, in privaten Interaktionen vor allem ja, hm, dann auch ehrlich war und hm, so hm, meine hm, Perspektive hm, darauf geteilt habe oder mitgeteilt habe. hm, Und da habe ich viele hm, interessante Gespräche geführt, auch wirklich für mich erschreckende Gespräche, in denen Menschen halt erstmal die
Dinge abgefeuert haben, die man ja auch dann medial nachlesen konnte, ne? Also Formulierungen, die im Grunde einfach nachgeplappert wurden oder Argumente, die nicht immer so den Gehalt hatten, als der er sich irgendwie erstmal gezeigt hat. Und man dann nach einem längeren Gespräch sich zu was hinarbeiten konnte, wo ein gemeinsames Verstehen eines Phänomens, was aber unpersönlich dann schon wieder war, vorarbeiten konnte. Also es war mühsam. Es war für mich mühsam im Erleben und auch wahrscheinlich für die anderen mit gemeinsam geteilter Bewusstseinsarbeit diese, ich nenne es ja wirklich diese schockgefrorenen Blasenräume, ne? Also man sagt ja auch oft Bubbles oder so. Ja, Aber ja. im Grunde ist das erstmal eine Flüssigkeit, die halt Hohlraum erzeugt und von außen sieht das aus, als wäre das ein konsistentes, geschlossenes Gebäude. Aber ich glaube, dass diese Blasen tatsächlich eingefroren sind oder ja, also das ist ein Effekt, den ich beobachtet habe. Und Menschen sind unbeweglich geworden. Und viele Menschen haben, glaube ich, nicht mehr ausgedrückt, was sie wirklich gedacht haben, weil das habe ich auch oft erlebt, dass, warum auch immer, Leute, jetzt erzähle ich doch, okay, aber Leute zu mir gekommen sind, mir irgendwie Nachrichten geschrieben haben, was sie wirklich denken und dann aber im offiziellen Rahmen oder mit anderen plötzlich halt konform waren mit dem, was halt die Gruppe gesagt hat. Und das war für mich eine wirklich komische Situation, beide Seiten sehen zu müssen. Ich meine, wenn ich nur damit konfrontiert gewesen wäre, ne, was man äußerlich so vor sich herträgt, dann wäre da nicht dieser Konflikt gewesen. Aber ich wusste ja auch um die Spannungen, die da waren und dass womit Leute zu rechnen hatten. Also ich kann es auch einerseits total verstehen, dass man sich schützt. Aber ja, diese Zeit, was da passiert ist, was einem da selber teilweise passiert ist, dass bestimmte Ressentiments immer noch da sind, die, von denen man wirklich weiß und auch damals schon wissen konnte, dass sie ja, im Grunde erfundene sind, also dass sie keine Grundlage hatten. Wirklich nicht zu rechtfertigen, das ist für mich gruselig, dass das so stark nachverdrängt wird und dass da wirklich auch, glaube ich, mehrere Realitäten entstanden sind. Die Leute leben in verschiedenen Welten und somit werden auch die Probleme, die man punktiert, anders. Aber mich interessiert das nicht, in einer Blase zu versacken und da irgendwie die ganze Zeit um irgend so eine Widerstandsrolle zu kreisen oder sowas. Darin kann eben das Gleiche passieren, dass sich das so festhämmert und man dann irgendwie glaubt, ja, so, ich nenne das mal so, also viele Leute, die einen kritischen Blick hatten auf das, was da von dem, was sich selber, glaube ich, sogar Regime genannt hat, aber was da vermittelt wurde, was die Politik war, was die Marschrichtung war, die eine eher kritische Perspektive hatten. Da gäbe es eben auch das Potenzial, sich zu retten in dieses, wir haben die richtigen Antworten oder wir haben hier irgendwie die besondere Formel gefunden und wir müssen euch ja nur aufklären oder ne, andersherum. Die anderen haben gedacht, wir müssen euch nur aufklären, dass ihr irgendwie hier auf die Spur kommt. Und dazwischen ist häufig auch viel gewesen, wurde aber total überschrien von diesem Riesenspektakel. Und das fand ich ermüdend, halt die ganze Zeit, also zu merken, okay, das funktioniert hier so nicht. Wir erschaffen hier gerade eine Form von gesellschaftlichen Unmiteinander, das auch den Namen Gesellschaft nicht mehr verdient und also den Namen sozial eigentlich gar nicht mehr verdient, weil sich hier irgendwie alle asozial verhalten. Und das hat sicherlich Gründe und man kann verschiedene finden, aber hier entsteht jetzt richtig Arbeit, hier ist richtig Trauma entstanden. Ja, und ja. einerseits zu gucken, wie man sein eigenes Trauma, also wie man den eigenen Verrat, den man erlebt hat, durch bestimmte Feigheiten, durch Freundschaften, die dann keine mehr sind plötzlich oder ja, durch Sachen, die Hinterhältigkeiten bedeutet haben und solche Dinge. Das einmal zu haben, aber zu wissen, okay, nicht jammern, nicht klagen, sondern die Frage zu stellen, welche Wege gibt es hier für Durchkommen, welche Wege gibt es hier für Schmelzen, welche Wege gibt es hier für Auflockern, weil das ist das, worum es am Ende geht. Eine Gesellschaft wird einfach gefährlich. Ja, Menschengruppen, die zusammenleben müssen,
auf diesem Planeten natürlich auch und sich organisieren, die werden einfach gefährlich, wenn wenn das Bewusstsein so vereist ist, wenn die Möglichkeit zur Kommunikation ausgeschlossen ist, wenn Menschen sich, ich nenne es so, und ich habe ein Problem damit, in Identitäten verbarrikadieren, in Gruppennarrativen und Identitäten oder in eigenen. Da gibt es auch eine Wechselwirkung. Das sind Scheinsicherheiten, das sind keine Sicherheiten. Wir sehen den anderen Menschen nicht mehr. Und was auch passiert, gruseligerweise eben als etwas, was nicht mehr reflektiert werden kann, wenn man sich für die Guten hält, da wird auch entmenschlicht. Sogar richtig, richtig heftig. Und das ist schwer, Menschen mitzuteilen und zu spiegeln, die davon absolut überzeugt sind, auf der richtigen Seite zu stehen. Ja. So, und diesen Vorgang habe ich für mich und mache das nach wie vor, versuche das immer wieder zu analysieren, was passiert, wenn so ein Trauma gesetzt wird, Orientierungslosigkeit, also wenn das Leben setzt, die Situation setzt, und manchmal wird es eben auch strategisch gesetzt. So kann man eben auch Bevölkerung kontrollieren. Das ist auch, finde ich, wichtig, das zu analysieren, ohne dass man gleich in riesen Storys abdriftet. Aber es passiert. Also es ist nachweisbar, dass das für Herrschaft eine Rolle spielt, mit Methoden auch zu experimentieren, Menschen zu lenken und Menschen in einen Bewusstseinszustand zu versetzen, in dem sie keine Fragen mehr stellen. Und wofür das alles benutzt wird, ist jetzt nicht meine Aufgabe, aber dass das passiert, ist nachweisbar, nennen wir es Propaganda. So, das ist ja auch schon ein bespieltes Feld, aber wie sie sich verfeinert, ist sicherlich wichtig zu analysieren. Aber dass das passiert, das vergessen wir manchmal genau durch die Krise oder durch das Spektakel. Und ja, es ist eine wichtige und anstrengende Arbeit, auch eine unpersönliche Arbeit am Ende des Tages. Wie können wir Bewusstsein wieder sich verbinden lassen? Weil ich glaube, dann werden Menschen friedlich, weil sie Sicherheit in was sehr Existenziellem erleben können. Und das ist dann auch eine, ich sag mal, nahrhafte Erfahrung von Sicherheit. Das kann das gemeinsame Lachen sein, wenn man jetzt irgendwie zu Felix Lobrecht geht. Und den habe ich auch erst vor kurzem, ist der mir erst irgendwie habe ich Serdar Somuncu den Namen sagen hören. Und dachte so, wer ist denn Felix Lobrecht? Und ich habe gemerkt, okay, alle kennen den und ich habe keine Ahnung gehabt. Hab mir mal was von ihm Selbst ich angeschaut. kenne ihn hier in Japan. Geil. Und, Wenn Muro den kennt, dann kennt ihn jeder. Also wir müssen da gar nicht so sehr drauf abheben, aber da ist mir auch was aufgefallen, eben dieses, okay, da setzt sich jemand aus, jemand setzt sich auch genau diesen, das darf man nicht sagen, der darf das alles gar nicht machen und der macht das einfach, setzt sich all diesen Dingen aus, und das ist aber eben für mich sehr deutlich bei Felix Lobrecht. Das ist ein sehr intelligenter Mensch, das ist ein sehr sensibler Mensch. Und das zeigt sich nicht nur darin, dass er auch offen damit umgeht, dass er, also worunter er leidet und was das für ihn bedeutet, sondern, also wie gesagt, ich kenne weiß Gott nicht so viel, sondern das merkt man in der Interaktion, wenn er mit Leuten spricht. Ja, Der guckt die an und man sieht, okay, der sieht sich nicht selber, der reagiert auch auf ein Lob nicht so, dass er sagt, ach toll, du hast es erkannt, sondern es ist wie Konzentration. Du bist monetarisiert, das kannst du vielleicht später wegpiepen. Es ist wie Konzentration. Also bitte guck dir das nochmal genau an, was hier zwischen uns passiert. Lass uns nicht uns in Sachen verlieren, sondern es ist echt so, Alter, nein, wir haben hier eine Situation, die ist was wert, wir treffen aufeinander, lass uns über was Substanzielles reden und nicht über irgendwie Oberflächlichkeiten. Und da mag ich den total für. Und das nehme ich aber auch also habe ich in so Showsachen wahrgenommen. Der geht über Grenzen, klar, auf jeden Fall. Und öffnet Fragen und schließt sie nicht. Das ist mein Eindruck. Und vor allem gibt er etwas mit, wo sich was überträgt. Das nehme ich bei Somuncu auch wahr. Also wenn du da zu einer Veranstaltung gehst, dann merkt man das richtig körperlich und in dem Publikumsfeld, dass der ein Wahnsinnsgespür dafür hat, wo sitzen die Punkte, wo man halt so eine scheinbare Selbstgewissheit detonieren lassen kann. Und da geht es nicht darum, immer über die anderen zu lachen, sondern da wird man richtig konfrontiert und man fängt an, das zu spüren. Ja. Somuncu ist vermutlich der Typ,
Da habe ich mal so ein Video, den so ein bisschen veralbert, den als Greenscreen verwendet. Ich kannte den bis dahin gar nicht. Was war das da? Irgendwie, ihr seid alle nicht radikal genug, schlagen oder sowas, schrie er dann plötzlich. Ne? Worum ging's da? Also ich weiß nicht, ob er jetzt einen türkischen Hintergrund hat, aber er sieht so ein bisschen türkisch aus. Ja, Meine der kommt aus Generation der Ecke. meine Generation, glaube ich, ne? Vielleicht ein bisschen jünger, aber nicht viel jünger. Ja, interessanter Typ, ne? Ich habe nicht viel von dem gesehen, aber ja. Er schreibt auch Bücher. Er schreibt auch Bücher, wundert mich nicht, ja. Ja. Also, was du eben gesagt hast, das war mir so nicht klar, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe, ne? Und das eröffnet jetzt ganz neue Horizonte, ne? Aber auch so ein bisschen gruselerregende Horizonte. Am Anfang habe ich den so gelesen, ne? Also hat mich auch ein bisschen erinnert an ein Gespräch, das ich mit der Dunja vor nicht allzu langer Zeit geführt habe. Da erzählte sie hörte das französische Radio und da war wohl von l'espoir, also der Hoffnung, die Rede, aber sie verstand das als de l'espoir, die Verzweiflung, ne? Also es ging darum, du brauchst Hoffnung sozusagen, ne? Der Weg, ne, zur Heilung führt nur über Hoffnung. Und Dunja verstand das als, der Weg führt durch die Verzweiflung. Sie sagte, ja genau, ne? Ja genau. Erst wenn du alle Hoffnung aufgibst, ne, und dich sozusagen diesem inneren schwarzen Loch überlässt, erst dann findest du dadurch zur Heilung oder noch nicht mal Heilung, ne? Selbst wenn du die Heilung, den Gedanken an Heilung erst vollkommen aufgegeben hast, dann merkst du, aber es geht ja, ne? Und dann irgendwann merkte sie, oh, ich habe das falsch verstanden, es geht ja um Hoffnung. Oh je, schon wieder Hoffnung sozusagen, ne? Immer wenn einem noch so jemand so noch so einen Strohhalm an Hoffnung anbietet, ne? Nein, nicht schon wieder, ne? Solange da noch Hoffnung ist, wird das Wunder nicht passieren. Und das Wunder ist eben, ja, wie das Wort schon sagt, was Wundervolles, aber es passiert erst dann, wenn du vollkommen loslässt. Und davon spreche ich ja immer, wenn ich sage, sterben auf dem Kissen, das Kamel, das durch das Nadelöhr geht, ne, und ein kleines didaktisches Problem, was aber ein wichtiges Problem ist, ne. Die Leute, die das hören und sagen, ja genau, das möchte ich jetzt auch, ne. Ich lasse jetzt mal alle Hoffnung los. Plötzlich, genauso, du versuchst dich da so selber auszutricksen, ne. Ich lasse jetzt mal alle Hoffnung los und vielleicht passiert dann endlich das Wunder. Ne? Und das ist natürlich nicht gemeint mit der Hoffnung am Ende zu sein. Ne? Und was du eben erzählt hast, neue Horizonte, aber auch ein bisschen beängstigend, weil du sprichst ja für das in unserer Gesellschaft ist es so verhärtet, ne? Entweder du bist auf der einen Seite oder auf der anderen. Ne? Entweder Maske an oder Maske nicht an, geimpft oder nicht geimpft. Ne? Entweder du genderst oder genderst nicht. Ne? Und du sagst jetzt, erst wenn die Menschen erkennen, dass es keine Hoffnung mehr gibt, ne, oder dann erkennen sie brauchen ein Wunder. Ne? Und das hat mich jetzt eben auch ein bisschen beängstigt, weil Wunder, ne, habe ich positiv verstanden, aber wahrscheinlich ist das der Grund, weshalb auch Leute, die zum Teil total intelligent sind und sich gut informieren, sagen, Trump ist genau der Typ, den wir jetzt brauchen. Weil wenn überhaupt in dieser Welt noch was funktioniert, dann eben so ein menschliches Molotow-Cocktail wie Trump. Ne? Also das stammt von Michael Moore, ne? Der sagte, das ist ja ein linker Filmemacher, ne? Aber der sagte, Trump ist Molotow-Cocktail in menschlicher Form. Und er ist gegen Trump. Ne? Aber deshalb wählen die Leute. Ne? Und deshalb wählten die Leute in den 30er Hitler, ne? Weil uns kann nur noch ein Wunder retten, ne? Der Hindenburg, der stemmt das nicht, ne? Die Sozialdemokraten, die stemmen das nicht, ne? Und die Bauernpartei und die Bürgerlichen, die stemmen das nicht. Wir haben keine Hoffnung mehr, ne? Und wenn ein Wunder passiert, dann muss es in der Form von Adolf Hitler passieren. Das heißt, plötzlich hatte das Wort Wunder für mich auch ein bisschen beängstigenden Klang. Was du dann am Ende gesagt hast, ne, klang wieder anders. Ne? Das klang eher wieder so, wie es mir ursprünglich vorgestellt hat, ne? Dass wir das gemeinsame Lachen, ne? und der Wunder, den du in dem Moment erlebst. Ne? Ich dachte, du wärst einer von denen, ne, die blaue oder die rote Pille genommen haben. Ne? Aber wir können ja gemeinsam lachen, ne? Ist doch wundervoll, ne? Aber
Ähm, Ich hatte diese andere Seite, ne, auch diese beängstigende Rückseite von Wunder ein bisschen übersehen, ne? Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass jetzt Trump der Teufel ist, ne? Aber ich bin einer von den ganz normalen, guten Menschen, die sagen, Trump macht mir ein bisschen Sorgen. Ich sehe aber auch, dass Leute sagen, immer noch besser als Kamala Harris, immer noch besser als das Establishment, das uns betreuen will und das Dinge verdrängt, die wir nicht länger verdrängen können. Ne? Es geht so nicht weiter. Wir brauchen jemand, der sagt, oh, ich mache das alles kaputt, ich breche alle Regeln. Ne? Und alles, was man über Trump sagen kann, ne, also dass er da irgendwelche Regeln befolgt, Establishment-Regeln, das kann man ihm, glaube ich, nicht vorwerfen. Ne? Oh, aber ja, Wunder, ne? Also plötzlich bekommt Wunder für mich auch so ein bisschen beängstigenden Klang, ne? Das ist ja gut. Das ist ja erstmal gut. Also Unbehagen Denn, ist denn ja. dann würde ich mich wahrscheinlich doch wieder zu den Leuten so ein bisschen gesellen wollen. Ne? Können wir uns vielleicht nicht doch noch mal an den Tisch setzen, bevor wir auf das Wunder warten? Lass uns vielleicht doch noch mal drüber reden, sozusagen. Ja, weißt du, was der Witz ist? Genau das, was du gerade beschreibst, wäre das Wunder. Also, dass wir uns noch mal an den Tisch setzen, Ja, sozusagen, und nicht auf ein Wunder das ist das warten. Lass uns sozusagen. das Wunder sein mit Rio Reiser. Lass uns das Wunder sein. Darum geht es mir eigentlich die ganze Zeit. Also, Genau, es von ist, Rio Reiser habe ich das ja auch geklaut. Was war das? Zen, Liebe, Scherben, ne? Der Titel bei mir auf dem Kanal von unserem zweiten Gespräch. Ne? Ich war nie ein riesen Rio Reiser-Fan, ne? Aber ja, lass uns ein Wunder sein. Oh, das ist oh. also, was du gerade beschreibst, ich werde jetzt nicht großartig irgendwelche Figuren kommentieren, weil ich da nicht so Hm, Big Picture-mäßig irgendwie oder, also das hm, ist nicht der Reiz für mich, so besonders die zu beurteilen, gegeneinander irgendwie zu stellen und hm, abzuwägen. hm, Weil ich glaube, das ist auch eins der Phänomene, die passieren, wenn Bewusstsein so getrocknet ist. Also nicht nur ne, hm, kalt, sondern auch noch den Saft entziehen, die Flüssigkeit entziehen und dann hm, schön hm, Vakuum verpacken und dann ins Regal stellen, hm, sodass es sich nicht mehr hm, interagieren kann. Ein hm, Effekt davon ist, dass Figuren mega aufgeblasen werden, also mega aufgepumpt werden und alles absorbieren hm, und die Leute einfach vergessen, welche Kräfte sie zur Verfügung haben, um eben an der Stelle, an der sie sind, etwas hm, anderes zu verwirklichen. Und das ist die Hoffnung, als Begriff natürlich auch schwierig. hm, Wir hatten es auch letztens mit der Utopie, die damit für mich auch hm, zusammenhängt. Es hm. ist die Hoffnung, Ja. irgendjemand kommt und richtet das alles für uns neu Hm, ein. hm, Wenn wir da sind, dann wird es richtig hm, gefährlich, weil es wird jemand kommen oder es werden verschiedene Richtungen kommen, hm, die sagen, ja, ich habe eine hm, Idee. Wir hm, könnten das genau nach hm. den Vorstellungen machen. Also wir sind viel empfänglicher auch für wirklich Fadenscheinigkeiten und sehr Ja. brutale Dinge. Ähm, Ob das jetzt irgendwelche Anführerfiguren sind oder irgendwelche Konstrukte, Pläne für die Regulierung der Weltbevölkerung in dem Sinne Hm, von, wo hm, wird jetzt hier was gemacht. Ähm, hm, 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 Das sind hm, so pervers, also egal in welchem System. Wie gesagt, die historischen Dinge sind für mich nicht austauschbar. Da gibt es wirklich Sachen, als wo es auch wichtig ist, dass der Schock da ist, also dass wir mitkriegen, dass uns das schockiert, dass Menschen zu hm, solchen Dingen fähig sind, wie eine systematische Vernichtung zum Beispiel von einer Menschengruppe, dass das hm, so hm, passieren kann. hm, Ähm, und es ist ein Beispiel dafür, dass ich glaube, es gibt immer noch eine ganze Menge daran zu verstehen, ja. ohne es auseinandernehmen zu können, ähm, Hm, ohne es auch vergleichen zu können, notwendig, aber gleichzeitig zu sagen, man darf nicht überlegen, ob hier Phänomene sich an manchen Stellen ähneln, ist genauso dumm. Also wir machen uns einfach hm, systematisch hm, dumm, hm, wenn wir die ganze Zeit an irgendwelchen Stellen so Türme aufrichten und sagen, hier, da kann ich jetzt alles dran zeigen oder das ist das. Es ist, da machen wir uns dumm. Alles, was hm, dazu führt, dass wir solche Türme aufrichten, ob es wie gesagt jetzt so besondere Figuren sind, ähm, oder ob es wir selber sind, die glauben, dass wir irgendwie alles modellieren können und alles besser machen können, was ja in uns sozusagen diese Projektion erst erstellen lässt von besonderen Autoritäten. Im Grunde ist das eine Form von Kultverhalten, glaube ich. Und
wenn wir vergessen, dass das aus einer Verunsicherung kommt, Hm, hm, ähm, hm, hm, dann vergessen wir auch die Möglichkeiten, die wir hätten, um diese, jetzt mal Herrschaft, also eigentlich sind es Herrschaftsdynamiken, aufzulockern, aufzuweichen und eben hm, 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 anderes Erleben von sich sicher fühlen, aus Versehen sich mal sicher gefühlt unter Menschen, all diese Dinge. hm, Das sind hm, für mich die Erinnerungen. Das sind die Helden, die das machen. hm, Ob das ein Comedian macht oder ob das du machst oder hm, ob das die hm, Dunja macht oder ob das hm, der Boris macht oder jemand anders oder völlig andere Menschen oder Menschen im Alltag, die wir oft gar nicht mitkriegen, diese hm, Geschichten. Das ist das, was ich mit Wunder meine. Das ist das, was in dieser Eiswüste, die wir erzeugen und die wir immer weiter, die sich chronifiziert. Das ist das, was meine hm, Verzweiflung auslöst. Dieses, äh, hm, nein, wir brauchen jetzt nicht irgendwie ständig neue Crashs und es muss ja auch nicht das System kippen oder was auch immer. Sehe ich jedenfalls so. Viele Leute hm, setzen hm, Hoffnung in das Kippen hm, oder in irgendwelche vermeintlichen Alternativen oder so. Das ist halt einfach, das lässt das ganze Ding auf die andere Seite schwenken, aber die Bewegung bleibt die gleiche. Und das Wunder hm, wäre, hm, hm, mehr die Aufmerksamkeit auf das lenken, was als konkrete Zwischenschwingungen, als Zwischenfrequenzen sich zwischen Menschen ereignet. Weil das erinnert an eine Möglichkeit, die vielleicht abseits scheint, aber die absolut real ist. Es ist absolut real, dass Menschen zusammen hm, halt über was lachen. Es passiert ja ständig. Es ist absolut real, dass sich einander unbekannte Menschen einander helfen. Das ist total real. Und da kommt unser Gutsein, unsere Menschlichkeit zum Vorschein, ohne hm. dass wir daraus halt irgendwie wieder eine Identität machen und sagen, ich bin ein guter Mensch, Ja, weil ja, ich ja. sowas mache, weil ich immer sowas Hm, mache. Ist auch die Frage, ja, müssen wir immer gut sein? Das denke ich hm, nicht. Wir dürfen auch hm, in Kontakt sein mit unseren Schatten und also dem Potenzial eben destruktiv zu sein, nicht gut zu sein, hm, 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 beleidigend zu sein, sich an Spektakel zu stimulieren, über Sachen zu lachen, über hm, die man nicht hm, lachen darf. Wir haben das alles in uns. hm, Und hm, je hm, mehr, also hm, ich habe, hm, hm, das ist nicht mein Feindbild oder so, aber da kriege ich halt besonders das Kotzen, also wirklich das große Kotzen, gerade an den Stellen, wo Menschen sich so extrem darin verkeilen, ähm, immer auf der richtigen, immer auf der guten Seite zu stehen, um das jetzt nicht hm, vulgär zu wenden, in dem Sinne von, das haben ja im Grunde auch alle gesagt, auch die, die dann besonders schlechte Dinge hervorgebracht haben oder unterstützt haben. Aber es hat gerade, wenn wir so schockiert sind, also wenn große Krisen uns halt in diese Angststarre versetzen, ist ein Impuls, hm, dahin zu laufen, wo jemand hm, den hm, Takt hm, vorgibt und den Takt anschlägt und sagt, okay, in diesem Rahmen, über den ich als Gruppe oder wer auch immer oder ich als Person auch noch bestimme, wie weit der wann gezogen wird, ein bisschen in Willkürherrschaft, wie, das darfst du hm, sagen, das darfst hm, du nicht sagen. Da haben wir keine Bewegung mehr an den Grenzen und wir haben auch kein Gespür mehr dafür, ähm, wann wir gewaltvoll werden gegenüber anderen oder wann andere gegenüber uns hm, selber gewaltvoll werden, hm, weil wir halt Wände da hm, reinziehen, die dann von irgendwem verschoben wird oder die alle gerne verschieben würden. So. Aber das Ding ist, wenn wir diese Wände haben, in denen wir glauben, uns sicher zu fühlen, vergessen wir, worum es dabei geht. Und das ist das Spiel um Kontrolle. hm, Das Spiel um Kontrolle ist auch keine Kultur mehr, zumindest keine lebendige. Ähm, Das ist ganz schön dumm, das so zu machen. Und damit erzeugt man in der Regel auch auf der anderen Seite das, was man nicht haben will, umso stärker. Aber es geht um eine Kräfteverteilung, glaube ich. Wenn wir das hm, so verstehen, hm, dann wird das unpersönlich. Und gleichzeitig gibt es die Auflockerung dieser extremen Polarisierungen am ehesten durch Menschen, die sich aussetzen, die sich ausliefern, einander, an hm, Publikum, was auch immer, und über die persönliche Geschichte oder das persönliche Erleben, das Innerste, das Urpersönlichste, das, was dich wirklich am Arsch packt und dich durch deinen eigenen Sumpf zieht, diese Erfahrungen, hm, hier leide ich hm, wirklich drunter und ich kämpfe mit mir, ob ich drüber reden soll oder nicht. Das, ne, wo man zusammenbricht. Die hm, ganzen hm, Konstruktionen hm, brechen natürlich mit hm, zusammen hm, und da stimmt dass ne, an diesem Boden sich Wunder oder Hoffnungen zeigen, aber eben nicht in der Art, wie wir als riesenleuchtende Ereignisse manchmal denken, sondern ich glaube, das ist was sehr Intimes, was sehr Feines. Und hm, häufig ist es miteinander, häufig sind das ja irgendwelche Kommunikationen,
die man beobachten kann. Auf die halt hinzuweisen, macht das Ganze greifbarer, finde ich. Auch wenn Leute sagen, das ist mir viel zu abstrakt, das ist halt nicht so hell oder es ist mir nicht so klar, was du damit meinst. Ja, du musst das auch nicht erstmal verstehen. Geh auf die Straße und sprich mit dem nächsten Menschen, dann wirst du vielleicht sehen, was ich meine. Geh da nicht hin mit einer Plexiglasscheibe vorm Gesicht, sondern geh da hin und berühr's. Umso mehr berührte mich natürlich dein Manuskript oder überhaupt diese ganze Sache. Nein, du musst nicht vorher alles verstanden haben. Du musst es nicht einordnen können, was ich sage. Du musst mich als Person nicht greifen können. Geh an mir vorbei und geh auf das zu, worauf ich zeige. Das ist, und berühr das. Mach deine eigene Erfahrung damit. Solche Sachen sind wichtig. Das ist das Angebot, was immer wieder gemacht wird und auf die Leute wird trotzdem immer drauf gefeuert und irgendwie von ihnen verlangt, dass sie eine absolute Sicherheit sein sollen. Nur weil sie da sind, nur weil sie auftauchen. Das finde ich infantil. Wir sind infantil und vereist zugleich. Und sorry, ich bin jetzt hier richtig im Aufregermodus. Also du musst mich wirklich gerade so ein bisschen Nee, schön, dass man auch ein bisschen Aufregung auf meinem Kanal ist. Ich bin ja immer so irgendwie der Tiefenentspannte, ne? Also die Schlaftablette, ich schätze mal auch. Überhaupt nicht, gar nicht. Viele Leute hören sich meine Videos zum Einschlafen an, ne? Wenn ich den Muho gehört habe, dann schlafe ich besser. Das haben Leute über mich auch mal gesagt, aber die kennen mich vielleicht noch nicht so. Und die sagen jetzt bestimmt einige, kann der alte weiße Mann die Hysterikerin endlich mal wieder einfangen? Was für dich der alte weiße Mann letztens war, ist für mich die Hysterikerin. Verstehe. Tja. Schön, ja. Darf ich noch ein bisschen in deinem Text lesen? Es gab eine Stelle, auf die ich noch ein bisschen eingehen wollte, weil sie mich auch an mein Manuskript erinnert hat. Ich lese einfach noch mal die folgenden Sätze vor, ne? Oder ich fange noch mal am Anfang an. Es scheint, als müssten die Dinge immer an einen Punkt kommen, an dem alles ohne Hoffnung ist, dass Menschen plötzlich merken, dass sie ein Wunder benötigen. Wenn jeder gute Vorsatz oder Plan den Bach heruntergegangen ist, führt nichts mehr daran vorbei, der Erkenntnis ins Gesicht zu sehen, dass nichts mehr hilft. Außer es gäbe etwas, das alles ändern könnte. Das schon gesagt, das meint nicht Revolution, ne? Keine gesellschaftliche Revolution, sondern Begegnung da draußen, auf der Parkbank zum Beispiel. Erst dann beginnen die Menschen wieder danach zu fragen, wie das mit den Wundern eigentlich funktioniert. Da muss man jetzt auch nicht lange drauf rumreiten, ne? Aber funktioniert ist irgendwie ein Wort, das für mein Gefühl da nicht so gut passt, ne? In diesem Kontext aus deinem Mund funktioniert, das ist ja genau diese Frage, ne? Wie funktioniert das nochmal mit den Wundern? Ne? Es geht doch darum, zu vergessen, wie das funktioniert mit den Wundern, aber ich will jetzt nicht Wortklauberei betreiben, ne? Aber ich glaube, ich würde eher umgekehrt sagen, die Menschen fragen immer so danach, wie funktioniert das mit den Wundern? Und hört mal auf, nach dem Funktionieren zu fragen, ne? Und lasst es passieren. Lasst das Lachen. Das ist ja so, als würde man sich fragen, wie funktioniert das nochmal mit dem Lachen auf der Parkbank? Wie lache ich jetzt? Ja, richtig sozusagen. Ne? Darf ich lachen, wenn mein Nachbar lacht? Wie funktioniert das eigentlich? Aber geschenkt. Eine lange Zeit werden sie sich mit anderem beschäftigt haben, sodass kaum jemand noch weiß, was man tun kann, damit ein Wunder geschieht, das wirklich etwas in Bewegung bringen würde. Dieses Wort Bewegung, ne, da fühlte ich mich erinnert an diese Stelle im Kapitel, ne, also wo du auch schon drauf angesprochen hast, 18 Fragen, auf die Dogen antwortet, zum Teil auch so ein bisschen Strohmann-Fragen, vielleicht aber auch Fragen, die ihm tatsächlich gestellt wurden. Und in der Vorrede, da berichtet er erstmal über seinen eigenen Weg, er ist nach China gegangen, hat seinen Meister dort getroffen. Er sagt, die eine große Sache eines Lebens hat sich dort erledigt. Und jetzt, ich lese mal ein bisschen vor, ne? Im Jahr 1228, kleines Detail, die Geschichtswissenschaftler haben festgestellt, dass er China schon im 8. Monat
Mondkalender, ne, von 1227 verlassen hat. Ne? Also wenn er 28 nach Japan zurückkam, was hat er in den anderen Monaten gemacht? Ne? Oder hat er seine Vita so ein bisschen aufgehübscht und hat so getan, als wäre er ein Jahr länger in China gewesen, als er tatsächlich war. Ne? Das ist so ein kleines Rätsel. Aber er sagt, er kam 1228 zurück nach Japan. Da war er 28 Jahre alt. Vielleicht Ne? hat er ein Kind gekriegt zwischendurch nochmal. Eher nicht, aber vielleicht hat er eins gezeugt. Ne? Also oder keine Ahnung, ja, aber das könnte sein, ne? Das wäre ein Gegenstand für einen Roman oder so, einen historischen Roman, ne? Das versteckte Kind von Dogen, dass er vielleicht noch mit der Koreanerin gezeugt hat oder so. Ne? Skandal. Ich möchte die kurze Zwischenfrage stellen. Ist auf deinem Kanal Rauchen gestattet? Also darf ich rauchen? Bitte, bitte. Danke. Ich weiß nicht, was aber die Cosima hat bei mir, glaube ich, auch schon geraucht, ne? Also bitteschön. Mach das ja auch nicht die ganze Zeit. Bitteschön, ne? Deutlich, Im Jahr 1228 kehrte ich in meine Heimat zurück mit dem einen Wunsch, diese Lehre weiterzugeben und den Menschen zu helfen. Und doch fühlte es sich an, als würde ich eine schwere Last auf meinen Schultern tragen. Also er hatte etwas, was er teilen wollte mit seinen Landsleuten, ne? Aber es war eine Last. Und dann fährt er fort. Und da hatte ich eben Schwierigkeiten, oder wie übersetze ich das? Ne? Er fährt fort mit den Worten, ich hoffe, diese Lehre in Japan weit verbreiten zu können. Doch ich will diesem Wunsch erlauben, sich zu entfalten, ohne mich von ihm beherrschen zu lassen. Deshalb will ich auf den richtigen Augenblick warten, an dem etwas in Bewegung gerät. Ne? Also dieses Wort Bewegung auch hier. Ne? Da ist dieser Moment, wo die Dinge in Bewegung geraten. Ne? Und es muss ein Wunder sozusagen passieren, damit die Dinge in Bewegung geraten. Schwierigkeiten hatte ich damit, insofern als die Standardübersetzung ist, naja, er kam zurück nach Japan, er war 28, aber die Aufgabe war ein bisschen zu schwer, also er sagte, ich warte noch ein bisschen, bis sich die Gelegenheit bietet. Und jetzt, das sagt er dann im Folgenden, lass ich mich erstmal so treiben, ne? Wie Treibgut sagtest du ja auch über dich. Ne? Ich lebe jetzt erstmal ein paar Jahre so wie Treibgut und dann, wenn die Zeit kommt, dann gebe ich die Lehre weiter. Das Problem damit ist, im Zen, ne? Also wenn das Wunder nicht in diesem Moment passiert es nie. Und mit Rio Reiser, wenn du nicht das Wunder bist in diesem Moment, ne? Das Wunder wird nicht von außen kommen. Ne? Deshalb habe ich das auch, und ich glaube, das weiß Dogen. Das ist also nicht so, dass er es nicht gemerkt hätte. In dem Moment, wo er die Feder in die Hand nimmt und das schreibt, erlaubt er schon dem Wunder sich zu verwirklichen. Das heißt, für ihn diese Last von den Schultern zu nehmen, bedeutet nicht, ich mache jetzt mal ein paar Jahre Pause und dann nehme ich die Last wieder auf meine Schulter und spiele den Lehrer, sondern ich mache das jetzt. Und das bedeutet das, die Last von den Schultern zu nehmen. Ne? Deshalb habe ich hier übersetzt, ich will diesem Wunsch, also die Lehre weiterzugeben, erlauben, sich zu entfalten, ohne mich von ihm beherrschen zu lassen. Also ich mache es nicht zu einer Pflicht, ne? Es ist nicht, ich muss das jetzt tun, ne? Sondern ich mache das jetzt. Ne? Ich lasse das Wunder durch mich geschehen in diesem Moment. Und dadurch geraten die Dinge in Bewegung, nämlich jetzt, ne? In diesem Moment. In diesem Moment. Tut mir leid, dass ich jetzt wieder ein bisschen Eigenwerbung gemacht habe, ne, für einen Text, der noch gar nicht... Ich bitte darum, dass du das machst. Das ist die schöne Art von Marketing, weil es halt nicht nur darum geht, irgendwie das Ding zu verscherbeln, sondern weil das auch wirklich vielleicht eine andere... Aber ich klinge schon fast so ein bisschen wie Boris, ne? Leute, kauft mein Buch. Ja, kauft das. Ich finde, also ich empfehle es schon nach 68 Seiten. Also, freut mich, ja. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Du weist auf eine Sache bei Dogen hin, wo er nicht über das Thema Zen spricht, sondern über sich, über seine höchstpersönliche Erfahrung mit diesem Prozess. Ja. Und dass er etwas übersehen hat vielleicht. Du siehst etwas, was er nicht sieht, nämlich, dass er in dem Moment schon anfängt zu lehren, indem er es aufschreibt. Ja. Und so.
Da musste ich dran denken, gerade als du an einer anderen Stelle schreibst, mit diesem, es braucht ein paar Ohren, die hören können. Jetzt könnte man sagen, es braucht ein paar Augen, die hörend sehen können, Hm, die nämlich lauschen, die hm, vernehmen können, hm, dass etwas ähm, Irreduzibles auftaucht, nämlich etwas, was der Autor, mit dem du gehst, hm. ähm, den du dir untergehakt hast, so, und mit dem halt wanderst oder ihm folgst, Ja. auch etwas zeigen kannst. Also wenn er das jetzt Hm, hören könnte, hm, könntest du ihn hm, darauf hinweisen, hör hm. mal, du hast es da schon doch eigentlich längst gemacht. Du machst uns halt Hm, darauf aufmerksam. Da wird es wieder unpersönlich, weil es nicht darum geht, dass ein Mensch das versteht, sondern dass sich darin etwas zeigt. Und so ja. könnte ich dir jetzt genauso sagen, wenn du sagst, ja, mein Buch ist, oder mein Schreiben ist irgendwie McDonalds-haft. Ja, nein, Moment, aber wenn du auf diese Stelle guckst, da sieht man doch ganz genau, dass das nicht der Fall ist, sondern da öffnet sich was. Und das Hm, ist für mich ein Teil dieses Wunders, dieses hm, Bezüge herstellen, sich aufeinander beziehen können. Das kann auch manchmal kritisch sein, das muss nicht immer Arschpudern sein oder freundlich sein, hm, aber hm, hm, ähm, hm. es ist wirklich dieses Spiel ganz grundsätzlich. Du siehst was, was ich nicht sehe. Je öfter wir die Erfahrung machen, dass wir Ja. voneinander lernen und das Lehren auch bedeuten kann, nicht etwas nur Hm, einfach herunterzubeten und zu predigen, sondern dass vielleicht auch manche gute Predigt darin bestehen könnte oder gutes didaktisches oder lehrende Vorgehen darin bestehen kann, den Menschen, die man erreichen möchte oder von denen man nicht weiß, wer es genau ist, aber die einen wahrnehmen, die einen hören, beizubringen, wie sie selbst lernen können. hm, Dabei hm, zu hm, helfen, hm, selbst hm. zu lernen. Lernen muss man Ja. selbst, üben muss man Hm, selbst und all das ist klar, aber diesen Takt zu haben, also diesen Takt im Lehren, das Taktgefühl zu haben für den Punkt, an dem etwas zünden kann, an dem etwas hm, einsetzen kann, hm, was man nicht mehr hm. kontrollieren kann, was auch voll nach Ja. hinten Ja. losgehen kann, aber das ist so die Kunst, finde ich, die man beobachten kann, die sich da immer wieder zeigt, wo etwas funktioniert. Das ist Hm, das hm, Funktionieren, was eben nicht das hm, in der Taktung nur, hier läuft es immer gleich, sondern, oh, hm, da hat was hm, funktioniert. Und du hm, stößt dich an hm, dem Wort ab, hm, hm, kommst auf einen neuen Gedanken. Dann hat das Wort an hm. dieser Stelle in meiner Idee davon sehr gut funktioniert. Ah, du meinst in der Bedeutung von gezündet, ne? Ja, aber Ja. also es ist ja gut, dass du es anders verstanden hast, weißt du, es geht nicht Ja. darum, dass das alles total klar ist sofort, sondern dass es Ja. in dir eine Irritation auslöst, die aber fruchtbar wird und die nicht zur Abdichtung führt, Ja. sondern zur Öffnung. Und die Ja. Öffnung ist im Grunde das, was Wunder ermöglicht, was nicht, Hm, also das ist nicht vielleicht die Art von Wunder, wie wir sie beschrieben kennen, sondern wir stellen uns die hm, Frage, können wir nicht auch selber etwas dafür tun, hm, dass etwas Wunderbares sich zeigt, hm, aber eben nicht in der besonderen Ein-Licht-Gestalt, weil damit hm, hm, verhindern wir hm, es, sondern dass wir einen offenen Raum, einen Möglichkeitsraum hm, alleine hm, in uns, durch eine bestimmte Form der Übung vielleicht, und von da ausgehend aber auch natürlich miteinander, das ist auch eine Form der Übung, ähm, hm, hm, diesen Raum herstellen können und nicht keine hm, Garantie haben und es trotzdem tun. hm, Das ist für mich, man könnte sagen, ein heiliger Raum oder ein sakraler Raum. Und der, ja, wo es für mich immer wieder schön ist zu sehen, wenn sich Menschen, das nehme ich bei dir auch wahr, immer wieder auch vehement und stoisch und äh, also unermüdlich dagegen wehren, dass der zugepflastert wird von hm, Vorannahmen, von Vorurteilen, von Ressentiments, von irgendwie hm, Erwartungen, die halt irgendjemand an Sachen hat. hm, Ob es dann hm, ist, dass man auch erlebt, von etwas getroffen zu sein, von einem hm, Vorurteil, von einer hm, Kritik oder was auch immer. hm, Und das dann auch sich erlaubt zu äußern. Also Verletzungen hm, zugibt, vielleicht auch. hm, Ähm, das hm. nicht zu verschweigen, sondern auch als Ja. Thema zur Verfügung zu stellen, das andere zur Verfügung Hm, auch hm, komische, hm, hm, dass es wieder bewegt werden kann. hm, hm, Und hm, da macht man hm, sich angreifbar, aber im Grunde gibt man damit Material in den Raum und man streckt die Hand eigentlich aus hm, dazu, dass das reflektiert wird und es kann gesehen werden, es kann mitgemacht werden. Man ist nicht allen gegenüber verpflichtet, ständig auf alles zu antworten oder
Bist du noch da oder ist die Verbindung abgebrochen? Die Verbindung ist abgebrochen, ne? Hallo Nina? Die Verbindung ist abgebrochen, ne? Jetzt bist du weg. Jetzt bist du ganz weg. In der Zeit, bis die Nina wiederkommt, lese ich vielleicht einfach ein bisschen weiter vor. Eine lange Zeit werden sie sich mit anderem beschäftigt haben, so dass kaum jemand noch weiß, was man tun kann, damit ein Wunder geschieht, das wirklich etwas in Bewegung bringen würde. Wenn alles scheitert, was auf halbgares oder oberflächliche Reformierungen abzielt, was die Gegebenheiten manchmal sogar noch verschlimmert, muss etwas Mächtigeres her. Aber was ist mächtiger als die Macht? Und hier hatte ich wieder Fragen an die Nina, aber sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Oh je, da kommst du wieder? Vielleicht liegt's ja auch am Akku, ne? Oder am Internet. Oder sie musste mal kurz auf Toilette. Ich wieder. Ah, da bist du wieder. Es nimmt noch auf. Das ist ja interessant. Ja, Okay. solange einer von uns beiden da ist. Du hast den Raum Auf gehalten. deiner Seite du nimmst auch auf, ne? Auf deiner Jetzt nimmt Seite. er auf. Mein Internet hat herumgekaspert. Es hat nicht funktioniert. Ah so, also es lag nicht am Akku, es lag am Internet. Ja, Ja, aber vielleicht das hat dadurch deutsche irgendwas Internet. anderes funktioniert. Ja, ich habe ein, zwei Sätze in einem Text weitergelesen, ne? Cool. Und jetzt überlegte ich mir, ne, wo du bist. Im nächsten Satz sprichst du vom halbgaren oder oberflächlichen Reformierungen. Da habe ich mich auch gefragt, gäbe es da nicht ein besseres Wort für Reformierung, Tapetenwechsel oder so, ne? Ein gutes altes deutsches Wort, dass das, was du sagen willst, noch besser ausdrückt, ohne gleich akademisch zu wirken. Aber ich glaube, der Leser versteht, was du sagen willst, ne? Die oberflächlichen Reformierungen machen die Gegebenheiten manchmal sogar noch schlimmer. Wenn alles scheitert, muss etwas Mächtigeres her. Aber was ist mächtiger als die Macht? Und beim Vorlesen vor inzwischen über 2 Stunden kam mir der Gedanke, das kann man ja auf zwei Weisen lesen. Meine erste Lesweise, und ich habe immer noch das Gefühl, dass das vielleicht die beabsichtigte Lesweise ist, ne? Aber was ist mächtiger als die Macht? Die Macht steht für das, was Kommunikation unmöglich macht, das, was uns beherrscht, das, was uns trennt, ne? Du sagtest, betreutes Denken ist nicht das richtige Wort dafür, weil es ist kein Denken, ne? Es ist ein Verdrängen, ne? Die Macht der Verdrängung. Was ist mächtiger als Verdrängung? Und die Antwort kommt im nächsten Satz, ist die Erinnerung, ne? Aber als ich das eben vorlas, hatte ich das Gefühl, und das kann man ja auch als eine rhetorische Frage lesen, aber was ist wichtiger als die Macht selber? Und was ist diese Macht selber? Die Erinnerung. Also das, was wir brauchen, ne? Was brauchen wir? Lass uns erinnern an die Macht, ne? Die Macht des Lebens, die Macht des Lachens auf der Parkbank, ne?
Und es gibt jetzt bestimmt nicht die eine richtige und die andere falsche Lesart, aber trotzdem meine Frage an dich. Wie hattest du die Frage ursprünglich gemeint? Denn beim ersten Lesen, das Wort Macht kam mir auch ein bisschen komisch vor, ne? Also, denn von Macht war bis dahin gar nicht die Rede. Wir brauchen etwas Mächtigeres, das klingt noch natürlich, ne? Aber dann diese Frage, was ist denn mächtiger als die Macht, von welcher Macht spricht sie denn da? Spricht sie da von der Macht des öffentlichen Rundfunks zum Beispiel, ne? Oder spricht sie da von der Macht des Lachens? Wir haben doch das Leben selber, Lebendigkeit, ist davon die Rede. Wir hatten doch noch gar nicht von Macht gesprochen. Woher kommt das Wort Macht hier? Also bei Macht habe ich, also man kann Macht natürlich total differenziert analysieren. Ja, Hat Foucault ja auch irgendwie gemacht. Aber da bin ich nicht ganz so, also in dem Werk bin ich nicht so richtig zu Hause bisher oder habe das noch nicht richtig gelesen. Aber darum ging es mir dabei nicht. Mit Macht habe ich hier tatsächlich konzentrierte Macht, also da, wo sich Macht bündelt zu etwas, das hm, ja übermäßigen Gestaltungseinfluss hat. Aber nichts Bestimmtes, nichts Konkretes, sondern mich interessiert es tatsächlich immer mehr die Strukturen, die wir durch verschiedene Zeithorizonte hinweg analysieren können, auf die zu zeigen, als ein bestimmtes Ereignis herauszugreifen. Aber von irgendwo springt hm, man halt ab, natürlich. Ähm, mit Macht ist dann an der Stelle für mich, also kann ich mich noch dran erinnern, eigentlich genau das gemeint, was Macht über uns hat, wo wir von hm, etwas Anonymem, sag ich mal, also jetzt nicht eine bestimmte hm, Person oder bestimmte Personengruppen, sondern eine Struktur, eine Dynamik, hm, davon bemächtigt, also die bemächtigt sich unserem Verhalten, unserer hm, Wahrnehmung vor allem und auch natürlich hm. der Also ein bisschen Umfläche. wie die Matrix, ne? Ja, auch dieses Wort wird natürlich super komisch gebraucht, aber ja, also, Ja, dass wir vergessen, dass wir die Matrix herstellen. So, ja, ja, ja. dass wir daran beteiligt sind, dass wir daran mitbauen. Und das ist Hm, das Erinnern eigentlich. Also dieses Machtanalyse, hm, ja, oder ähm, ein progressives Denken könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen, hm, ist immer, sollte nicht vergessen, dass es hm, um Herrschaftskritik geht. Also nicht nur Kritik an bestimmten hm, Herrschaften oder bestimmten hm, Herrschaftsformen, sondern hm, auch Kritik daran, ob zum Beispiel die Konzentrationen von Herrschaft, diese Extreme, ob die ja, überhaupt sein müssen oder ob man nicht auch andere Lebensformen halt verwirklichen kann. Und da genau zu bleiben, da dran zu ja, bleiben, das wäre für mich zum Beispiel Progressivität, ein progressiver hm, Diskurs. Und ja, den habe ich auch da ein bisschen, oder den vermisse ich noch immer. hm, Oder der ist hm, da, aber er ist manchmal an anderen Stellen zu finden, als da, wo er sich hm, als das ausgibt. Und das hm, sind halt, ja, das sind diese Verhärtungen, die hm, das schwieriger machen, glaube ich. Ähm, hm, ja, hm, da dran zu bleiben, das ist halt hm, mühsam. hm, hm. Ja, interessant, dass du in dem Zusammenhang ja progressiv das Wort verwendet hast, ne, weil ich Ja, auch so ein bisschen in die Richtung nachgedacht habe. Ne? Also im nächsten Satz ist ja deine Antwort, ist es die Erinnerung. Ne? Also was ist mächtiger als die Macht? Es ist die Erinnerung. Die Helden, die das wahre Wunder zurück zu den Menschen holen, sind neben dem Umstand, dass sie Träger durchaus wichtiger Eigenschaften wie Mut, Stärke, Durchhaltevermögen oder List sind, in einem besonders. Sie können sich erinnern. Und eben, ne, also als jemand, der sich vielleicht eher als progressiv bezeichnen würde, ne, die Lösung, nach der wir suchen, ist ja nicht in der Vergangenheit. Ne, wir richten unsere Augen doch auf die Zukunft. Und ein Zen-Lehrer würde sagen, vergiss sowohl Vergangenheit als auch Zukunft. Hier, in diesem Moment, sei im Moment. Ne, es geht auch nicht darum, sich an Dinge zu erinnern. Und es geht auch nicht darum, in Utopien zu leben, sondern hier an diesem Moment. Ne, aber du sagst, erinnern, ne, und eben, aber erinnern eben nicht an eine Zeit vor 100 Jahren, sondern an eine Zeit, die noch gar nicht so lang her ist, ne? Als man noch gemeinsam im Park gespielt hat, gelacht hat, ne? Als man sich nicht als erstes gefragt hat, ist der jetzt einer von den anderen oder ist er einer von uns, ne?
Welche Pille hat der geschluckt? Ähm, Und progressiv, ne? Also das ist ein Thema, das mir immer wieder so ein bisschen durch den Kopf geht und wahrscheinlich vielen aus meiner Generation, die eine ähnliche Sozialisation durchgemacht haben. Und das gilt, glaube ich, für einen großen Teil von meinen Zuschauern. Ähm, 1984 war ich 16 und gerade zu der Zeit wurde auch viel, ne, in meinem Freundeskreis das Buch von Orwell gelesen. Ne? Und der große Bruder, das waren halt die CDUler, ne? Leute wie Helmut Kohl, Franz Josef Strauß und so weiter, die wollen uns überwachen. Ne? Ähm, Da gab's das neue Gesetz, Vermummungsgebot bei Demos. Ne? Man durfte kein Schal mehr umlegen, um sein Gesicht zu verstecken. Ne? Und es ging das Gerücht um, ne? Da laufen immer Videokameras und wenn du da einmal gefilmt wirst auf einer Demo, ne? Das wird dann abgespeichert beim Verfassungsschutz und so weiter. Ne? Das heißt, wer links war progressiv, ne? Und interessant ist halt jetzt für mich, plötzlich das Feindbild hat sich umgeändert. Ne? Also die Leute, die 1984 in den Diskurs einführen, sind eher so rechts, in Anführungszeichen, ne? Also, oder neokonservativ, wer auch immer. Also plötzlich wir Linken, wenn ich mich jetzt mal zu den Linken zählen darf, ne? Wir sind plötzlich das Establishment, der große Bruder, die den Leuten sagen, was sie sagen und denken sollen und was korrekt ist und was nicht korrekt ist, was gut ist und was nicht so gut ist. Woran liegt das? Ne? Wir waren doch immer progressiv, wir sind doch immer noch progressiv. Ne? Aber wir haben vielleicht das Erinnern vergessen. Ne? Und in gewisser Weise, das ist ja alles irgendwie Sachen, die vor deiner Geburt noch passiert waren. Ne? Also Dutschke, da war ich gerade geboren, ne? Da sagte der, also das mit der APO, außerparlamentarische Opposition hat nicht geklappt, aber jetzt beginnen wir einfach den Marsch durch die Institutionen. Ne? Also Leute, ne, nach der Uni, nehmt euch einen Job, ne? Ihr werdet Beamten, ihr gründet eine Firma und in 30, 40 Jahren, ihr sitzt ja ganz oben. Ne? Und am Anfang klang das so ein bisschen wie eine faule Ausrede, glaube ich, während der 70er, 80er. Ne? Was ist denn aus den ganzen Idealen geworden? Aber plötzlich in den 90ern, 2000er, Tatsache, ne? Du guckst dich um, das sind die ganzen alten APO-Leute. Und plötzlich sitzen die Leute am Drücker, was ja gar nicht eigentlich so nicht schlecht ist. Aber, und du hast die ganzen Gefahren genannt, ich habe es auch manchmal ab und zu mal angesprochen, ne? Plötzlich, ich bin gut, ne? Wir sind die Guten. Und alle, die nicht so sind wie wir, die sind per Definition nicht gut. Ne? Und wir werden doch nicht zulassen, dass irgendwer jemand was tut, was nicht gut ist oder noch nicht mal sagt oder denkt. Ne? Und ja, also das ist etwas, was mich immer wieder überrascht. Was ist aus uns geworden? Ne? Wir sind ja jetzt plötzlich der große Bruder. Wir dachten, der große Bruder wäre auf der anderen Seite, aber wir Progressiven sind plötzlich zum großen Bruder geworden und merken es noch nicht mal. Ne? Und wenn ich sage, dann kriege ich natürlich auch gleich einen drauf. Ne? Du redest ja so wie ein Rechter. Ne? Du redest ja auch so wie einer von den Rechten plötzlich. Ne? Erinnern, ne? Die Kraft des Erinnerns, ne? Oder das, womit wir, was mächtiger ist als die Macht, sagst du, ne? Es ist mächtiger als Macht, es ist noch wichtiger als Mut, Stärke, Durchhaltevermögen oder List, ne? Sie können sich erinnern, darin sind Sie Meister oder Sie werden es auf Ihrem Weg. Das klingt schon fast wie Dogen, ne? Also du bist nicht Meister und dann machst du dich auf den Weg, sondern du wirst zum Meister auf dem Weg. Ne? Das finde ich übrigens auch richtig stark, dass du es bei Dogen so rausnimmst und natürlich auch oft drauf zeigst, aber das ist ein starkes Moment, ein starkes Kraftmoment oder Motiv. Hm. Du absolvierst nicht den Weg, es ist nicht von A nach B. Es geht auch nicht darum, Lehrer oder Meister zu werden oder so, sondern alles, was ich tun kann, ist dir Möglichkeiten zu zeigen, Wege zu zeigen oder auf einen auch sehr klaren, also Sazen sei dann irgendwie der Haupteingang, sagt er. Ist es mir geblieben. Weil es diese Klarheit hat und die Schlichtheit und die Einfachheit hat.
Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert, aber Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das sind auch keine Geheimtexte, die ja, bisher nicht zugänglich gewesen wären. Also meine Übersetzung, die ist ganz frisch, ne, aber es gibt den Text auch schon in deutscher Übersetzung, ne. aber es ist Ja, so kraftvoll, daran zu ja, erinnern. Das ist mir auch ja. eine Erinnerung. Dieses, ey, komm zurück hier. Nicht so abheben mit den Vorstellungen von ein Hm, spiritueller Shootingstar zu werden und sowas, was man dann alles nicht hm, sein könnte, wenn man dann auch endlich mal in die Position kommt, von der Kanzel sprechen zu können, wo man ja irgendwie glaubt, dass das hm, wär's, das ist es. Und der eine hm, sagt dann, taucht dann plötzlich nicht mit so einer Lehrveranstaltung auf und sagt halt seinem Assistenten, also ähm, wirf doch einfach den Laternenmast, den Fahnenmast um, an dem immer die ja, Flagge ja, gehisst wird, um für die Lehre sozusagen ja, Aufmerksamkeit. Also das ja. Kirchenglockenläuten, das wäre wie wenn der Pastor Genau, sagen genau. würde, hier, mach doch Lass einfach die uns die Glocke Glocke kaputt. runternehmen. Ja, Ja, genau. ja. Das sind so Sachen, wo es Hm, halt genau immer wieder hm, dieses Zurückkommen. Das ist auch hm, in dem letzten Video, was du von Dirk und dir veröffentlicht hm, hast. hm, Dieses, ja, all das passiert, all dieses Gedankengestrüpp passiert. Und irgendwie, wenn Dirk dann erzählt, beim letzten Session ist mir irgendwie die Birne weggeflogen. Ich habe gedacht, was soll die Scheiße? Was passiert denn da eigentlich in mir alles noch? Das kann doch nicht sein, dass das immer noch in mir ist. Und hm, dann sich daran zu erinnern, durch das Erkennen dessen, ach ja, worum ging es immer? Ums Zurückkommen. Das nenne ich Erinnern. Also es ist nicht, erinnere dich an was Bestimmtes, erkennen, was ich dir hm, sagen will, sondern welche Praxis des Erinnerns können wir üben, ähm, um uns daran zu erinnern, auf welchem Boden stehen wir, an welchem Punkt stehen wir, also was ist das überhaupt, was machen wir überhaupt, warum machen wir das überhaupt, ohne sich zu zermürben ständig. Also man muss auch mal sich fliegen lassen, glaube ich, damit diese Bewegung überhaupt passieren kann. Aber das Wichtigste ist es, dass man gut darin wird, sich daran zu erinnern, wie man wieder zurückkommt, an den Punkt, von hm, dem aus man sich mehr orientieren kann. Und ich glaube, das ist etwas, was ähm, Selbstsicherheit generieren kann, weil du verstehst, hm, wie du hm, gehst. Das ist hm, wie die aufrechte Haltung, dachte ich eben auch dran. Ich habe jetzt irgendwann einen Punkt ausgeschlagen, aber äh, ist vielleicht okay. Die aufrechte Haltung, also dass man sich gerade macht, dass man ja, den ja. Rücken gerade macht, ist was ganz Interessantes in Bezug auch auf die für mich immer zentrale Frage, was ist der Mensch denn jetzt eigentlich? Wir wissen es halt eigentlich, glaube ich, noch gar Hm, nicht. hm, hm, Und sollten uns das auch nicht anmaßen, sollten uns da nicht scheinberuhigen, weil wir sind uns selbst unbehaglich, glaube ich. Ich glaube, das ist sehr zentral, sonst wären wir nicht so bekloppt oder würden uns ständig bekloppt machen, in Klammern lassen. hm, Aber hm, das eine ist, sich aufzurichten, also also wir sind halt das Wesen, das diesen aufrechten Gang irgendwie erleidet, vielleicht auch an manchen Stellen. Aber dann hast du den Überblick, was machst du denn damit? Dann bleibst du doch hm, da nicht hm, stehen. Also ähm, also es geht darum, dann auch gehen zu können an einen anderen hm, Punkt. Und von dem aus hm, sieht das alles wieder hm, anders aus. hm, Einerseits geht es darum, zu sehen, die Landschaft zu sehen oder über sie zu laufen, sie anzufassen. Aber auch vielleicht festzustellen, ach krass, wenn ich jetzt ein Stück weiter gegangen bin, dann sieht das alles wieder anders aus. Was heißt das überhaupt? Es sieht nicht gleich aus. Das kartografiert sich das Gebiet. Im Videospiel hm, würde man hm, sagen, die Map, äh, also die hm, Map wird hm, größer, indem du halt erkundest, indem du da Aufgaben löst, indem du Fehler machst, indem du irgendwie aus Versehen mal hm. vielleicht was entdeckst. Dadurch Ja, entsteht die ja, ja. Landkarte im Beschreiten. Landkarte. Ja. Kurz rheinisch geworden, aber ja, das sind diese Dinge und da erinnern wir uns auch vielleicht, was wir als Menschen sind. Wir sind da wirklich, glaube ich, Erkundende und das irgendwie Hm, alle. Und das ist, wenn wir uns daran erinnern, dann ist auch plötzlich diese Verhärtung vielleicht nicht mehr so stark gegenüber der Art und Weise, wie irgendjemand anders halt versucht zu erkunden und daran hm, strauchelt und manchmal scheitert und hm, manchmal zu viel hm, gewollt hm, hat und hm, sowas. Also dieses, hm. die Guten sein zu wollen, das gibt es natürlich auch im Spirituellen, so Ja, massiv, ja, oder das ist halt besonders total. Ja. perfide manchmal oder Hm, schwerer zu überkommen. Aber hm.
Ja, welche bestimmten Menschengruppen, welche bestimmten Konflikte. Also wie gesagt, ich glaube, bestimmte Ereignisse, bestimmte Sachen sind wichtig, dass man die auch als das nicht mit allem vergleicht, aber Hm, vieles ist auf der Ebene der Dynamik, die man beobachten hm, kann, oder der hm, Strukturen hm, tatsächlich thematisch austauschbarer, als wir das so wahrhaben wollen. Und da hm, finde ich es dann auch interessant, das zu wagen oder im Kopf mal zu wagen. hm, Es ist halt immer die Frage, worum geht es einem? Also was ist dann die Ebene, auf die man zeigen möchte oder hm, worauf man verweisen möchte? Und manche wollen halt mehr darauf verweisen, ähm, dass es überhaupt Ebenen gibt. hm, Weil hm, das hm, vergessen wir oft an diesen Oberflächenspektakeln. Ne? Also ich finde es immer spannend, dass wir uns wagen oder rausnehmen, auch über Politisches zu sprechen. hm, Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Menschen, die sich dann vielleicht eher um Spiritualität, Geistiges, Mensch, was macht menschliches Wachstum aus, diese Fragen, Praxis, Übungen, dass das wichtig ist. Das ist meine Ansicht, das ist das, was ich sehe, weil es eine Bewusstseinsfrage ist. Es geht um die Konstitution des Bewusstseins, die zum Beispiel für mich auch sowas wie Demokratie als Organisationsform, der ich unbedingt zustimme, hm, erst lebendig macht, erst mit Leben anfüllt, erst hm, hm, ermöglicht, dass hm, es das ist, was es sein kann. Und hm, wir können alles wunderbar irgendwie uns mit dem Begriff schmücken und sagen, das ist das, wo ich hinterstehe und das ist das, wofür ich kämpfe. Ein Impuls, den ich natürlich auch unterschreibe. hm, hm. Aber vielleicht vergisst man dann manchmal, um da so ein bisschen in die Fragen reinzugehen, die du eben gestellt hast, dieses haben wir uns eigentlich vereinnahmen lassen als Progressiv oder als Linke. Hm, hm, Ähm, Ich denke, dass das passiert ist und ich denke, hm, hm, dass das schwieriger zu sehen ist, wenn hm, man auf der Seite ist, die versucht, etwas zu verteidigen und nicht auf der hm, hm. so scheinenden Oppositionsseite ist oder so. Das ist ja auch immer die Frage, ist Hm. das wirklich immer dann eine Opposition oder ist das wieder was anderes? Äh, Reaktion würde man vielleicht Könnte auch auch sein. sagen wollen. Ist es Reaktion oder Opposition? Ja. Da, da ist für mich jetzt meine Positionierung zum Beispiel gar nicht so interessant an dieser Hm, Frage, hm, hm, weil mich eher, also jetzt im Augenblick einfach, weil mich eher interessiert, hm, ähm, weil also ich interessiere mich halt für das progressive Denken. hm, 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 Und mir ist nicht egal, wer das unter welchen Motiven macht oder irgendwie, hm, wo das zu finden ist. hm. Ähm, aber mir ist wichtig, dass es erhalten bleibt. Und deswegen ist Ja. es zum Beispiel, wäre so eine Erinnerungsmöglichkeit an dieser Stelle, Hm, nicht zu sagen, ich bin progressiv, weil ich irgendwie hm, jetzt gerade Talking Points übernehme, die von Menschen halt viel hm, hm, ausgesprochen werden, die sich links verorten oder die sich mit dem Linkssein identifizieren. hm, hm, So. Also was ist das, was heißt das überhaupt? Soweit ich mich hm, erinnere, hat es hm, viel mit hm, Ökonomie zu tun. Also dass man halt irgendwie nur die gerechtere Verteilung hm, in der ökonomischen Organisation hm, einer Gemeinschaft, einer Gruppe, dann vielleicht hm, also eines Staates, dass man sich hm. dafür besonders interessiert. Und überhaupt, Ja. also auch menschliche Gerechtigkeit, also dass Menschen gleich behandelt werden, all diese Fragen, die Hm, noch hm, weiterhin da sind, super wichtig. hm, Auch interessant, ähm, dass da an manchen Stellen so ein Zynismus auch zur Erscheinung kommt, der halt hm, das hm, Leiden bestimmter Menschen ausblendet. Zum hm, Beispiel, hm, um nur ein Beispiel zu nennen, haben viele gar nicht auf dem Schirm oder haben viele nicht ernst genommen oder ich habe da sehr zynische Antworten manchmal von sich als links verstehenden Menschen bekommen, hm. ähm, dass, dass, es, dass die Lockdowns beispielsweise in der Hm. Corona-Krise Ja. extremen Hunger erzeugt haben Oh. an Stellen in der Welt, die wir halt dann vielleicht nicht mehr so wahrgenommen haben, weil wir uns sehr auf Hm, anderes hm, konzentriert haben, weil unsere Aufmerksamkeit halt an einer Stelle festgefroren war. hm, Das fand ich tatsächlich sehr bemerkenswert, dass da plötzlich keine Betroffenheit mehr war, dass da plötzlich war so, ja, das war ja immer so.
wo ich richtig Hm. schockiert war und dachte, warte mal, aber das ist zynisch, Leute. Also hä? Hm. Ich dachte, ich bin hier unter Linken jetzt zum Beispiel, die sich Hm. auch mit diesen Hm. Fragen Hm. befassen. Also das finde ich tatsächlich dann schockierend. Also das meinte ich mir eben ganz am Anfang mit diesem, ähm, ähm, mit dieser Abspaltung und mit diesem, Hm. also Hm. Hm. wurde viel davon geredet, Hm. die Gesellschaft ist gespalten, aber ich glaube, das Krasseste ist, dass die Menschen in sich gespalten sind. Oder das Hm. war, was mich besonders, oder wo ich glaube, daher kommt das auch erst. Deshalb ist die individuelle Arbeit mit sich selber halt besonders wichtig oder auch die unmittelbare Miteinander, weil wir können uns ja auch gegenseitig dabei helfen, Sachen wieder Hm. zu gewinnen und die wieder zu integrieren. Ist halt die Frage der Kunst, wie man das macht, und da ist, finde ich, das taucht in deinem Text oder in dem Buch stark auf. Es geht nicht nur um die Kontemplation, die Versenkung ins Innere. Hm. Das war in unserem Hm. ersten Gespräch das Senkrechte, nur meine Erleuchtung, sondern Hm. Hm. dieser starke Hinweis darauf, wenn du das ernst meinst mit der Übung und mit der Praxis und wenn du Hm. das wirklich machst, dann macht das alles mit. Das ist so Ja. wie, ja, gibt es dafür ein Versprechen oder eine Garantie und wie könnte man das messen und kann man das, ne, kann ich da vorher erstmal eine Broschüre für haben, wo dann auch genau steht, ne, was ich da Hm. investieren muss, sondern nee. Hm. Also der Verweis darauf, es gibt die Möglichkeit auf ein Wunder, weil das wäre ein Wunder, könnte man auch sagen, Hm. dass Hm. plötzlich eine Art von etwas leuchtet, etwas fängt an zu glimmen und zwar überall. Da wird das ja Hm. wirklich sehr Hm. interessant. Das kennen manche Leute auch. Was heißt das? Und ja, an der Stelle, da ist das für mich einfach total augenscheinlich und markant, dass genau diese Hm. Bewusstseinsarbeit, spirituelle Arbeit, könntest du es nennen, kannst du auch anders nennen, dass die streng mit sich selbst bleibt, dass die Hm. auf einer Ebene Hm. da ein Feld bleibt, ein Spielfeld bleibt, Hm. das wirklich noch diese Qualität erzeugen kann von, okay, wirklich ein Reflexionsraum, okay, wirklich ein Versenkungsraum, wirklich ein Kontaktraum mit Dingen, die einem unangenehm sind. Eben kein Hm. Safe Space im Sinne von, hier wirst du dich immer wohlfühlen, dass Spiritualität Hm. nicht Wellness-Spiritualität ist. Das Hm. können manchmal Teile sein, die auch mal schön sind, aber ne, dass es halt nicht kultisch wird, dass es nicht abgehoben Hm. ist, dass es nicht irgendwie ein Mindfuck ist, dass es Hm. nicht um Hm. Personenkult geht, also das alles das nicht und dass es nicht nur so eine Business-Floskel ist, sondern da zu sagen, nee, hier gibt es auch noch Sachen, das sind teilweise alte Traditionen, das sind teilweise Sachen, die versuchen, sich mit Popkulturellem irgendwie so mehr Sachen zusammenzuklauben, aber es ist an verschiedenen Stellen aufgetaucht und die sind Menschen auch sehr diszipliniert über lange Zeiträume hinweg. Du beschäftigst dich mit Dogen. Das ist kein Zeitgenosse von dir, aber du machst ihn zu deinem Zeitgenossen oder du machst ihn Hm. zu unserem Hm. Zeitgenossen. Das ist, da finde ich das Sprechen über ne, Disziplin, Spiritualität, Tradition, Umgang damit, Praxis hochinteressant. Weil Ja. es Ja. Es Ja. macht das so deutlich. Es machen, ja, aber das heißt nicht, dass man nicht drüber reden kann, sondern es ist die Frage, wie? Wie reden wir drüber? Deshalb mag ich es mit dir zu sprechen, auch wenn ich keine Ahnung von Zen habe. Hm. Ganz gleich, wie sagt man, ebenfalls gleich, beruht auf Gleichzeitigkeit, sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ne? Das beruht auf Gleichzeitigkeit. Hm. Du sprachst kurz Demokratie an und dass du ganz selbstverständlich dafür bist. Hast du zufällig diesen Taz-Artikel gelesen? Die Taz hat 10 kluge Wahrscheinlich nicht. Köpfe gefragt. Also ich habe den vor nicht langer Zeit, eine Woche oder vor 2 Wochen, wenn ich den Link finde, werde ich in die Videobeschreibung setzen, ne? Gelesen, also Taz, ich mag die Taz zum einen, als ich Student war, war das die Zeitung, die man gelesen hat, zum anderen, da ist keine Paywall, ne? Wie dem auch sei, ne? Die Taz hat 10 kluge Menschen befragt, ob die liberale Demokratie eine Zukunft hat. Und bevor ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, na klar, da werden alle sagen, ja, lass uns zusammenkommen, ne? Irgendwie schaffen wir das schon, ne? Aber zu meiner Überraschung, nur 2 haben gesagt ja, ne? Also eine Person,
Ich glaube, eine Professorin mit Migrationshintergrund in Berlin, ne, die hat gesagt, ja, denn die Migranten werden das retten. Die kommen ja aus Diktaturen, die wissen, wie wichtig diese Freiheit ist, die wir hier haben. Die werden das verteidigen. Ne? Und die andere Person sagte, ja, vielleicht, ne, aber es wird schwierig. Und alle anderen 8 sagen, nee, liberale Demokratie hat keine Zukunft. Ne? Und ich dachte mir zuerst, wie kann das sein? Ne? Wen hat die Taz da interviewt? Ist das Peter Thiel oder wer da spricht? Ne? Aber das waren alles linke Leute und die sagten, ja, die Demokratie ist nicht das Problem, das Liberale ist das Problem. Ne? Es war ein Fehler, Demokratie mit liberaler Wirtschaft sozusagen zu kombinieren. Ne? Also wir müssen sozusagen jetzt die Wirtschaft privatisieren. Ne? Also es klang nach Hardcore-Sozialismus. Einige beriefen sich auf Marx. Ne? Und natürlich gibt es natürlich auch die Auswahl der Taz. Ne? Aber also das war wieder auch so einer der Momente, wo mir so ein bisschen das Gruseln kam. Ist das jetzt wirklich das, was wir gemeint hatten mit progressiv? Und ich sprach ja auch vor 2 Gesprächen oder so über die Bauchschmerzen, die der Brecht da vielleicht hatte am Scharmützelsee 1953 oder so. Also er merkte, oh, das geht ja eine komische Richtung los hier. Ne? Das geht ja eine komische Richtung los. Ne? Oder der Biermann, Wolf Biermann, der sich dann wunderte, als er 1976 nicht zurück durfte in die DDR, obwohl er die doch eigentlich mit aufbauen wollte. Er sagt, das war ja genau dieses Gefühl. Ne? Der ist ja nach dem Krieg, der kam ja ursprünglich aus Hamburg, ne? Und ist nach dem Krieg in die DDR gegangen, um zu sagen, hier, lass uns ein Wunder sein, wir machen das gemeinsam. Und dann war das doch nicht so einfach mit dem Wunder. Ne? Die Macht ist dann am Ende doch oft größer. Ne? Also ja, nur 1,5 von 10 Leuten, die sagen, Demokratie, ja, wir schaffen das. Das hat mich ein bisschen überrascht, schockiert. Ne? Dass liberale Demokratie bei vielen, auch Akademikern, schon als Auslaufmodell gilt. Ja, ich höre das auch immer wieder. Also ich habe überhaupt also es ist die Frage nach der Regierungsform Ja, oder nach dem, also welche Art System, ja, ist eine, die ich für mich nicht mehr mit so Top-Down-Sachen ja. beantworte. Hm, Also hm, das hm, sind so, oder dass man irgendwie die großen Pläne entwirft oder halt Utopien oder hm, sowas. hm, hm, Worin ich Potenzial sehe und was ich auch progressiver finde, ehrlich gesagt, als jetzt irgendwie Planwirtschaft oder ne, Sozialismus oder was auch immer, hm, ähm, das, also nichts gegen Sozialismus, also ich kann darüber auch nicht, ich will darüber nicht urteilen, was jetzt das Bessere hm, wäre. hm, Aber mich hm, interessiert mehr, was wären Grundlagen, die man hm, tatsächlich auch staatlich oder auch irgendwie hm, allgemein für alle zugänglich, offen, ähm, hm, nicht abhängig von irgendwelchen Ausgangspositionen schaffen könnte, damit Menschen hm, entspannter sein könnten, damit Menschen hm, nicht fürchten müssen um ihre Existenz. hm, Und ich finde tatsächlich also stecke nicht tief in der Debatte, aber ich finde so Ideen wie das bedingungslose Grundeinkommen hm, da sehr interessant. Also hm, und ich hm, finde, hm, die Einwände sind ähm, natürlich, ja, haben dann mit ökonomischen Fragen, die ich auch nicht beantworten kann, zu tun. Aber hm, Einwände haben häufig auch, also prallen häufig sozusagen, oder die Idee prallt häufig daran ab, dass Leute sagen, ja, nee, aber so von dem, was wir jetzt beobachten, Arbeitsbereitschaft oder hm, was auch immer, das geht ja hm, nicht, weil wir das jetzt bei Menschen sehen. Aber es weiß doch kein Schwein, was mit Menschen passiert, wie sie sich verändern, hm, wenn sie nicht permanent unter Stress stehen. hm, Also mit Sicht auf die hm, Frage, ob sie jetzt aus ihrer Wohnung raus müssen oder ob sie irgendwie überleben den hm, nächsten hm, Monat. Niemand weiß, hm, hm, was für Bereitschaften dabei aufkommen. Und das wird ja auch beforscht und beobachtet. Also Menschen bekommen eigentlich Lust, sich für die Gesellschaft einzusetzen. Die haben hm, plötzlich wieder Lust zu gestalten und teilzunehmen. hm, Das ist eben ein Punkt, der, glaube ich, oft nicht gedacht wird, weil das nicht gesehen wird in der jetzigen Situation. Also, hm, ne, das ist dieses, ähm,
Man könnte auch nochmal anders sagen, dass wir uns infantilisieren und infantilisieren lassen, Hm. ähm, Hm. Hm. sind auch vielleicht Symptome und nicht einfach Grundeigenschaften des Menschen. Ja, Und das, ja, also das ja. fände ich zum Beispiel hochinteressant, da erstmal anzufangen und dann zu gucken, welche Formen von Austausch, von füreinander sorgen, entstehen eigentlich aus dem Grundgefühl, okay, eigentlich ist jetzt erstmal innerhalb eines bestimmten Rahmens für alle erstmal gesorgt. Niemand muss hier Hm. auf der Hm. Straße, also niemand müsste auf der Straße leben, niemand müsste hungern. Ja, Also zwei wichtige ja. Voraussetzungen. Und dann vielleicht darüber hinaus noch, man kann ein bisschen am Kulturleben, also man kann da im Kulturleben teilnehmen. Und man muss sich Hm. nicht die ganze Zeit in eine Beschämung bringen lassen oder woher das kommt, kann eben das nicht zum Druckmittel machen. Deswegen bedingungslos ist, glaube ich, etwas sehr Entscheidendes. Finde Hm. ich als Idee nach wie Hm. vor sehr reizvoll. Und Hm. keiner Hm. weiß, was sich da für Möglichkeiten ergeben, wie sich auch größere Menschengruppen miteinander organisieren. Ja, ja, ja. Da, das sind Ansatzpunkte, die ich weitaus spannender fände als die Beurteilung von verschiedenen Hm. ähm, Modellen oder Dingen, wie man sie halt aus der Geschichte kennt. Hm. Deshalb, also ich glaube, dass halt dieses grundsätzlich jetzt erstmal safe zu sein an dieser Stelle Hm. für viele Menschen auch Hm. ermöglicht, oder ich glaube für uns alle im Grunde auch ermöglicht, ähm, sich mit den Fragen nicht nur um das Überleben zu kümmern, sondern sich auch mit den Fragen um das gemeinsame Gestalten zu kümmern. Menschen sind viel kreativer, als man halt annimmt. Wir müssen nicht die ganze Zeit erzogen werden. Wir haben auch wirklich da ziemlich viele Kapazitäten. Das, was wir zu Leiden machen, können wir eben auch zu Wundern machen. Aber Hm. es muss eben nicht eine bestimmte Form also präfiguriert sein, vorgeformt sein, Hm. Hm. sondern Hm. Hm. da sich was zuzutrauen, würde, glaube ich, etwas stärken. Ja, also ich kenne den Taz-Artikel nicht, aber also wer weiß, ist das dann, was könnten überhaupt für Systeme daraus entstehen, wenn, ohne jetzt auch selber ein Modell zu bauen oder einen Weg zeigen zu wollen, aber es ist halt eine Idee, die mir kommt. Wenn wir Hm. weniger darauf Hm. starren, was die Formen werden müssen und wie Hm. die Leute dahin kriegen, dass sie diese Formen auch annehmen und das ist, ne, also was wir da alles für Mittel anwenden, also jetzt nicht Hm. wir, aber Leute, die irgendwas planen, also die einfach ein politisches System planen oder umsetzen wollen oder bedenken und diskutieren, sondern wieder erinnern, was sind denn, warum überhaupt politische Systeme? Ja. Vielleicht, weil wir Frieden erleben wollen, weil wir Hm. Sicherheit Hm. erleben, weil wir Kommunikation auch über so einen Globus hinweg ermöglichen wollen. Das alles könnten so Sachen sein, die vergessen wir manchmal. Also es ist, warum machen wir das hier überhaupt alles? Wozu das Politische? Und Hm. das ist so, Hm. wie Hannah Arendt sagt, finde ich immer noch gut. Also wie sie immer sagt, ja, das ist einfach der Raum, in dem wir uns miteinander darum kümmern, dass es gemeinsam, dass das, dass es, dass das besser wird, dass das gut ist. Auch Hm. unter Hm. Mühe Hm. eben. Und uns da nicht mit vereinfachten Sachen abspeisen lassen, sondern da immer drum kämpfen, um den gemeinsamen Raum. Das ist jetzt unpräzise, aber das immer wieder zu erinnern. Was ist das? Was machen wir hier überhaupt? Und das vergessen wir, glaube ich, wenn wir ständig in Krise sind, wenn wir ständig in Stress sind und wir produzieren es weiter. Es ist wie so ein Wiederholungszwang, immer wieder neu. Hm. Hm. Und es Hm. hört einfach Hm. nicht. Und wir werden irgendwann, glaube ich, auch süchtig danach, weil es ist, Hm. solange es uns nicht so richtig an den Kragen geht, unterhält es viele Menschen eben auch. Oder sorgt Hm. es eben immer wieder für ein Thema, in dem man halt vielleicht machen wir das hier gerade auch, aber indem man so seine lauen Lüftchen ablassen kann. Also gegen die Wand, gegen die du furzen kannst und das halt widerhallen hörst. Und, ne, und dann hast du dich halt gehört. Aber hast du dich gespürt? Also weißt du, dass du ein Mensch bist? Weißt du, was du da tust? Es ist wie, das ist für manche Menschen halt die Komfortzone, für viele Menschen diese Komfortzone. Hier so ein bisschen Konflikt, hier so ein bisschen Gebratzel. Damit ich bloß nicht mich daran erinnern kann, dass ich, keine Ahnung, zum Beispiel ein sterbliches Wesen bin und du auch. Und was machen wir denn aus der Zeit zusammen? Echt, diese Scheiße? Das ist doch nichts. Also das ist doch wirklich
ja, das finde ich enttäuschend. Das ist eine große Enttäuschung, dass wir uns mit zu wenig zufrieden geben und auf der anderen Seite zu viel wollen, Hm. finde ich. Also, oder zu Hm. Großes wollen. Hm. Entschuldigung, ich komme die ganze Zeit von dem ab, wo du, glaube ich, bist. Aber ja, progressiv. Was progressiv wäre vom jetzigen Bild, was mir zumindest kommt, ähm, Blasen durchkreuzen, Ja. ähm, Horizont öffnen, sich für Hm. die eigenen Schatten öffnen, also das nicht nur pro forma für den Schein reflektieren, sondern auch mit sich, also sich Hm. nicht davonkommen zu lassen, wäre für mich progressiv. Und gleichzeitig Ja. Formen des Miteinanders zu betrachten, die nicht Garantien geben, sondern die halt Hm. wirklich an den Stellen arbeiten miteinander, neue Formen finden und mehr den Tanz sehen. Also die da was. Man könnte auch so, also das. Ich hätte jetzt so viele Musikmetaphern, aber ich sage nur ein Stichwort und das ist der Funk. Der Funk ist nämlich unsterblich. Funk. Der Funk. Ja, Funk. Okay, Ja, Funk. es Ja. kommt immer wieder, das habe ich aber zuletzt, nicht wie gesagt, aber habe ich zuletzt von dem Rapper Nepomuk, der zusammen mit Mhm. Retrogott einen sehr spirituellen Track gemacht hat. Der heißt Mhm. Du bist die Aufgabe. Mhm. Schicke ich dir, können wir gucken, vielleicht gefällt dir das. Aber da wird sich auch lustig gemacht über so ein schwierige Habe. Es ist ein großartiges, sehr lehrreiches Lied. Aber die sagen auch, Du bist die ja, Aufgabe. Ja. und der Ja. Funk ist unsterblich. Mhm. So, man kann alles Mögliche machen, man kann sich irgendwie inszenieren, aber unsterblich bleibt halt, ist und bleibt der Funk. Und ich würde sagen, wenn man das Wort halt also in der Sprache, in der wir jetzt sprechen, ausspricht, dann könnte man auch sagen, der Funk. Mhm. Mhm. Also die Ebene, auf der wir uns anfunken, auf der wir connecten. Das ist Mhm. jetzt ein Wortspiel, aber dass wir funken können, dass wir einander anfunken, dass Mhm. es funkt, dass da eine Kommunikation ist, die nicht immer sichtbar ist, aber die schon auch da ist. Das ist ja ein bisschen auch ein Mysterium, aber das finde ich progressiv, was passiert bei diesen Kommunikationen. Wie würdest du Funk definieren? Kann ich nicht sagen. Also Funk wäre ja sozusagen dann das Unsterbliche, also das Göttliche in der Idee. Mhm. Ähm, und darauf wird immer wieder verwiesen. Also es gibt, glaube ich, eine eigene spirituelle Sprache oder eigene spirituelle Codes im Rap oder Mhm. Hip-Hop, die ich zumindest Ja. meine vernehmen zu können. Ähm, ich will euch jetzt nicht alle damit langweilen, was ich mir da erst recht gedacht habe. Vielleicht können wir noch mehr irgendwann über Musik sprechen oder uns da noch mehr gehen lassen. Aber Also kein Jazz und auch kein Punk, sondern Funk. ja, Funk. Funk ist schon mal was. Also Funk ist für mich diese extreme Bündelung, dieses krasse Zusammenkommen, dieses krasse Mhm. Tightensein, dass da wirklich wie ja, Akupressurnadel oder also Tätowiernadel. Da Mhm. schreibt sich was ein und also das geht auf den Punkt, aber das hat dann eine Vibration und das ist nicht klinisch, das ist super aufgeladen. Und das sagt etwas jenseits der Worte, ist total paraverbal. Aber Mhm. es ist unüberhörbar. Also du Mhm. kannst am Funk nicht vorbeihören, du kannst am Funk nicht vorbeileben, glaube ich, behaupte ich. Bei Mhm. guten Funk-Sachen, da Mhm. gerät etwas in Bewegung. Dagegen kann man sich nicht wehren. Aber das ist jetzt total Mhm. spontan. Ich habe das immer einfach so hingenommen, dachte, ja, das ist völlig klar. Natürlich ist der Funk unsterblich. Also wer denn sonst, wenn nicht der Funk? Mhm. Mhm. Aber der Dogen hat halt auch einen Funk und du hast auch einen Funk. Und also es gibt, das muss nicht die Jetzt, Musikrichtung sein. Das mm. ist das ist ein Sound. Ja, ja, also von den 6 Kapiteln in dem Buch, das über sein Zeit, ne, das ist, glaube ich, das Funkieste, ne? Das Ja. ist funky zum Teil. Hm. Das ist Funk zum Teil, ja. Gibt es nicht ist das Song von Popcorn? Ist das aus den 80ern? Oder ist es Lip Sync oder so? Nee. Dieses
Und dann singt die. Ja, Won't you take da me das to klingt Funky Town? vertraut. Ah, okay, aber Funky das ist Town eher ist so. Verstehe. Ja, ja, das kann 80er sein. Ist nicht unbedingt das, was ich damals gehört habe, aber ja, ja, klingt, das klingt so ein bisschen nach, könnte im Radio gelaufen sein, ja. Ja, ich dachte eher so an die frühen Red Hot Chili Peppers oder der Kommissar. Das war ja auch noch bei Falco am Anfang. Da waren die Funk-Einflüsse noch spürbar, ne? Der Kommissar geht um. Funk ist einfach total krass. Funk ist wie ein Puls. Also Ja. es sind verschiedene Ja. Herzrhythmen. Hm. Also es ergibt schon Sinn, dass da immer wieder drauf verwiesen wird. Aber ich halte das, also für mich ist das ein Mysterium, warum es immer um den Funk geht. Hm. Aber das, also weil ich einfach keine Hip-Hopperin bin. Also vielleicht würde ich den Code unmittelbar verstehen, aber es hat eine Vibration, es übt einen Reiz aus. Man könnte sagen, es hat eine spirituelle Kraft. Diese Aussage, der Funk ist unsterblich. Hm. Was heißt Funk? Ja, keine Ahnung. Aber es hat irgendwie was mit Blues, mit Soul, also Seele. Hm. Aber was der Blues, es hat irgendwie was, es hat was mit Rhythmus zu tun, es hat was mit Prägnanz zu tun, also. Und dass man sich davor irgendwie auch vielleicht nicht retten kann. Vor dem Funk. Hm. 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 Ins Blaue gesponnen. Doch, ich habe doch noch was zu Funk. Mhm. Es ist, damit der Funk funktioniert. Hm. Funk, ja, damit er funktioniert, damit es sich übermittelt, Hm. müssen die Leute wirklich krass aufeinander hören. Also wenn die zusammen in der Band, wenn da Funk gespielt wird. Ja, Es ja, ist so wichtig, dass die Leute zusammen auf den Punkt kommen. Also es geht darum, das herzustellen. Dass das so ein krasses Signal ist. Also da muss eine andere Art und Ebene von Kommunikation stattfinden, dass die Leute im Funk zusammenkommen, dass die tight sind miteinander und gleichzeitig auch nicht klinisch und statisch, sondern also die müssen wach sein, die müssen ein Gefühl haben füreinander, für den Raum, also alles. Das ist eine super krasse Konzentration von Aufmerksamkeit. Ohne die funktioniert Funk nicht. Also das ist schon, das ist vielleicht ein Hinweis, was das für eine Formel sein könnte mit dem Funk. Hm. 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 Hast du dieses Duo aus Kanada, wie heißen die, Angine de Poitrine verfolgt? Nee, Kennst du gar nicht den Namen? kenne ich gar nicht, nee. Du bist wirklich die alte Oma, die irgendwie so Ich krieg fast gar nichts mit nichts mitbekommt. Ne? in Also, meinem Oma-Paradies. also das läuft nicht unter Funk, sondern unter Microtonal Math Rock. Also Mikroton, wie sagt man auf Deutsch? Wahrscheinlich ebenfalls Math Rock, ne? Also mathematisch Aber quasi. also alles mathematisch, ne, aber was ich bisher an Math Rock gehört habe, ne, das kam bei mir überhaupt nicht an, weil irgendwie, du musst drüber nachdenken oder du musst die Logik, die Theorie dahinter verstehen, um das wirklich wertzuschätzen. So ein bisschen wie hieß dieser 12-Ton-Musiker? Schönberg, genau, ne? Schönberg, aber Rockversion von Schönberg, aber eben irgendwie kompliziert und es klingt nicht gut, ne? Aber dieses Zweier-Duo, ne? Das ist irgendwie, also klingt gut, ne? Und so Microtonal bedeutet, sie haben halt auch so Halbnoten, ne? Also der hat
doppelt so viele von diesen, wie nennt man das, Frets, ne, von diesen Metalldingern an seinem Bass und seiner Gitarre, ne, und irgendwann im Februar, die sind total explodiert, und wenn du Engine eingibst bei YouTube, du wirst hunderte von Videos, entweder von ihnen selber oder auch Reaktionen, ne? Und auch die visuell total interessant, wie sie sich aufmachen, ne? Aber du spürst auch, was du eben gesagt hast, du musst total im Moment sein, du musst Ohren haben, also sind nur zwei, ne? Aber die sind total, ne? Du spürst, ne, wie die aufeinander eingestimmt sind. Das Interessante ist, die tragen so Masken, die sehen kaum was, ne? Also wie sie sich überhaupt in diesen Kostümen dann noch bewegen können und sehen können, was der andere macht. Ne, aber faszinierend, ne? Und was ebenfalls faszinierend ist, dass du noch nichts von denen gehört hast. Ne? Also du bist so in Erinnerung und so, du lebst so in der Vergangenheit, dass du irgendwie den neuesten YouTube-Trend noch nicht mitbekommen hast. Ne? Aber ich habe noch niemanden die Funk nennen hören, aber alles, was du eben über Funk gesagt hast, würde auch auf die zutreffen, ne? Also die sind schon sehr, sehr funky, ne? Die sind schon sehr funky. Solltest du dir mal anhören, ne? Angine de Poitrine. Ich finde das schön, dass du mich auf den aktuellen Stand der Dinge öfter mal bringst. Genau, ne? Also Da sitzt er in Japan und hat voll den Plan und ich bin irgendwie ja. Trottel. Ich hatte ja auch mal in einer E-Mail dir geschrieben, kannst du mir das bitte so erklären, dass es auch ein Boomer versteht, und du sagst, ja, ich bin doch der Boomer. Das ist so. Ja, ja. Aber Ja, guck mal, also, da wird ja, doch schon wieder was schön durcheinander gebracht und durchkreuzt. So. Also ja. wir können ja feststellen, dass unsere jeweiligen Alter halt überhaupt nichts darüber aussagen, was wir wahrnehmen und wie wir funktionieren. Du bist ja viel jünger als ich. Ja. Du wolltest eben was sagen, oder? Will ich wieder. Nee, nee, nee. Oh. Nee, also ich freue dich, dass du heute mal zur Abwechslung mal ein bisschen mehr gesagt hast und dass ich ihm ab und zu mal auch zuhören durfte. Normalerweise bin ja ich immer der hier irgendwie liefern muss, ne, und auf der Bühne steht und du willst unterhalten werden. Ne? Here we are, no entertainers. Ne? Ich habe gerade gedacht, dass du mich ein bisschen verarschst dafür, dass ich halt ähm, dass das jetzt ein Running Gag ist, dass ich halt immer so lange rede. Also, wir können gerne über mich lachen jederzeit, aber wird das nicht irgendwann langweilig? Solange ich es halt mache, muss es mir gesagt werden. Du solltest dir mal die Videos, die ich mit dem Dirk mache, so mehr davon angucken. Das ist immer dieselbe Running Gag sozusagen. Das ist seit 3 Jahren oder so reite ich da auf denselben Sachen rum. Ne? Und, ja, wenn sie funktionieren. Das ist ja auch Funk. Also sobald du darauf reagierst, ist das für mich schon ein Beweis, dass es funktioniert hat. Und selbst wenn du sagst, da bin ich gar nicht, ne, oder da fühle ich mich gar nicht richtig dargestellt, ne, in dem Moment hat es funktioniert. Ne? Das ist schön. Nein, ich finde das gut. Also Ja. mach dich bitte über mich lustig. Das ist ein Zeichen es ist eigentlich ein gutes Zeichen, glaube ich, in unserem Fall. Wenn wir Das können. hoffe ich auch. Ne? Ja, Also oh Gott, wie schrecklich. ich hoffe auch, dass der Boris da nicht allzu beleidigt ist, dass ich mir ab und zu mal ein Späßchen mit ihm erlaube. Ne? Aber Ich glaube, wenn er das nicht mochte oder abkönnte, dann würde das zwischen euch nicht so funken. nee, also ich glaube schon. Ne? Also ich meine, das ist ja. Das ist aber auch etwas, wo also ich bin dankbar, dass ich viel erzählen konnte heute. Mal wieder. Ähm, Ich finde es aber gleichzeitig auch gut, dass es auch nochmal so ein bisschen ein anderer ähm, Rezeptor oder also irgendwie so eine Stelle, wo man auch so einen Faden dran geknotet Hm, hat, hm, und das zur Sprache kam, weil ich möchte nicht hm, nur irgendwie auf was abheben. Und ich bin deshalb, also ich bin hm, total dankbar und kann mich ein bisschen
fallen lassen und irgendwie so tanzen lassen, wenn ich weiß, dass du mich auch zum Beispiel zurückholen würdest und sagen würdest, so, ey, Moment, junge Lady, kannst du ja wieder kurz zurückkommen, sozusagen. Also du möchtest als junge Lady angesprochen werden, nicht als die alte Oma, zu der ich Ich dich möchte inzwischen als gemacht junge habe. Lady angesprochen werden, ich möchte als Oma gesehen werden und ich möchte überhaupt nicht irgendwie dergleichen genannt werden. Nein, das ist keine Ahnung. Mir ist das einfach, man muss das einfach immer wieder durchkreuzen, glaube ich. Also man kann mit Identitäten spielen, aber am besten mit einer Lockerheit, meiner Meinung nach. Also, so dieses, ihr könnt mich gar nicht greifen. Das geht nicht, das ist natürlich auch Schwachsinn und das ist natürlich auch eine Attitüde. So, natürlich, klar. Ja. Mit irgendwas kokettiert hier jeder. So, das ist auch okay. Ja. Das ist krass. Ich hatte im Vorhinein auch irgendwie ganz stark reden wir auch vielleicht mehr über was macht man, warum reden wir überhaupt bei YouTube, warum veröffentlichen wir überhaupt, was machen wir hier? Du bist ja mit Boris irgendwie mehr eingestiegen. Und Ja. ich bin völlig fein damit, wie jetzt unser Gespräch oder unsere Kommunikation, wohin die, also es ist witzig, dass ich von meinem Text weggegangen bin und du so, hier, Moment mal, ich lese jetzt noch mal einen Satz, okay, sie ist weg, dann kann ich jetzt mal in Ruhe 2 Sätze von dem Text vorlesen, auf den wir uns geeinigt hatten. Danke für deine Struktur. Aber ja, das ist doch das Schöne, weißt du, man nimmt sich vorher was vor oder einigt sich auf irgendwas, aber was dann passiert, wenn wir uns hier treffen, das weiß doch niemand. Wie geht's dir? Ja. Also wie geht's dir? Was macht das mit dir, Muho? Was löst das in dir aus? Jetzt parodierst du jetzt das linksliberale grüne Spektrum damit mit diesem Nee, Jargon. aber diese bestimmten Formen von so institutionalisierter Kommunikation und sowas ist schon ein bisschen natürlich. Da liegt ja auch was Aggressives oft in dieser Frage. Genau. Was macht das mit dir? Und wie geht's dir, Muho? Kennst du dich aus mit gewaltfreier Kommunikation? Hab ich noch nie versucht. Noch nie gemacht. Also ich kenne mich auch nicht damit aus, aber die wenigen Menschen, die aus der Richtung kommen, die ich kennenlernen durfte, waren alles total liebe Menschen, aber das kam auch eben manchmal so diese gewaltfrei getarnte Spitze, ne? Ja. Davon halte ich persönlich nicht so viel. Also wenn das so ist, wenn das so abläuft. Ja, also ich will auch nichts hier jetzt falsch darstellen, ne? Aber das ist eben, als du dir sagtest, ne, was macht das mit dir? Oder dieses sehr empathische, ne? Und ich möchte jetzt aber hören, wie es dir geht, ne? Und dieses so, lass mich in Ruhe. Ja, gute, gesunde Reaktion. Also Leute, die empathisch tun, es gibt Schlimmeres, klar, aber es ist schrecklich. Und also wenn ich das mal bei anderen mache, dann bin ich froh, wenn die mir sofort irgendwie wenn die zurücktackeln, weil also bin ich erstmal nicht froh, aber das ist eine Unart natürlich irgendwie zu vermitteln, hier sei ein sicherer Raum, du kannst hier alles sagen und man spürt aber, nee, Moment mal, ganz, ganz falsche Fährte. Ich mag das auch nicht. Wobei, also, um den gewaltfreien Kommunikationsleuten gerecht zu sein, es geht auch, glaube ich, gerade umgekehrt darum, Grenzen wiederherzustellen, ne, und eben nicht so zu Grenzen einzureißen beim anderen oder auch dem anderen nicht zu erlauben, diese Grenzen, meine Grenzen einzureißen. Also was ich eben gesagt habe, ne, über empathische Leute trifft, glaube ich, auf die GfK-Leute gar nicht zu. Ne? Also, Nee, also weiß ich auch, also das weiß man wahrscheinlich auch erst, wenn man damit so richtig Erfahrung machen würde. Aber ich glaube, es wird manchmal wie ein oberflächliches Verständnis des Begriffes kann benutzt werden, um es sich schnell zur Attitüde zu machen, um das richtige Ding nicht wirklich zu üben. Kann auch bei Leuten wahrscheinlich passieren, die irgendwie sich das Etikett Zen-Buddhismus ankleben und sagen, ich bin total Zen, ja, ich stelle mir auch nicht die Frage, was das genau heißt und was das erfordert. Aber Hauptsache, ich tue halt mal irgendwie relativ gleichmütig. Das kann bei allem passieren. Das kann auch bei so Tanz- oder Embodiment-Sachen passieren, dass die Leute so super ausdrucksvoll werden und alles immer total präsent. Also das kann auch eine Attitüde sein, um halt
Ah, ja, wofür eigentlich, aber ja. Also natürlich wird man Hm. den GfK-Leuten nicht gerecht, aber also ich glaube, wir haben was beschrieben wie Hm. dieses Phänomen, Leute, die, also Hm. Hm. Pseudo-Empathie, Hm. ja, 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 ja. Pseudo-Gelassenheit. Mit Kurs im Wundern kennst du dich nicht aus. Ne, Nee, ne? Also, dass der Text, über den wir heute gesprochen haben, Wunder heißt, das hat mit dem Kurs mit in Wundern gar nichts zu tun, ne? nee, was ist das? Ähm, Ich weiß es auch nicht. Es kam in meiner Kommentarspalte manchmal auf. Ne? Also es scheint ein relativ erfolgreicher, ja, Kurs nennt er sich. Ne? Also ich weiß nicht, ob man da von einer Sekte hat ja ein negatives Wort, ne? Also eine spirituelle Disziplin, Schule, die sich, glaube ich, in Amerika gebildet hat. Und ich kann dir jetzt leider auch nicht genau sagen, wie alt das ist. Ich würde sagen 50, 60 Jahre mal geschätzt. Ne? Und ich glaube, besonders in den letzten 20 Jahren auch in Deutschland einigermaßen populär. Ne? Also du kaufst dir da diese Bücher, besuchst wahrscheinlich Seminare und ich will jetzt auch wieder nichts Falsches sein, ne? Aber es klingt auch so ein bisschen so Scientology-mäßig für mein Gefühl. Ne? Also das ist halt die Leute, die sagen, hier, wenn du das machst, dann kommst du von A nach B und von B nach C und das ist nicht gut für nichts, sondern das Hm. wirkt schon, ne? Das wirkt schon, ne? Du musst es halt nach Lehrbuch durchziehen, ne? Und ich habe auch schon von Leuten gehört oder gelesen, zumindest in der Kommentarspalte und anderswo, die sagen, also bei mir hat das tatsächlich Wunder gewirkt. Ne? Hm. Deshalb erst kam nur bei mir auf dem Horizont auf, weil eben in dem heutigen Text von Wundern die Rede war. Ne? Ob das vielleicht auch irgendwie eine Rolle spielt, aber offenbar nicht. Ne? Was wäre denn für dich ein Wunder oder was ist für dich eigentlich ein Wunder? Dass wir hier jetzt sitzen und ein Gespräch miteinander führen. Na, also ich spreche ja immer über diesen Moment, wo du loslässt, ne, auf dem Kissen, aber es muss jetzt nicht auf dem Kissen sein, ne, aber wenn es auf dem Kissen ist, ne, und selbst wenn das jetzt das letzte Mal ist, wo ich sitze, ne, ich sitze jetzt mit Leib und Seele hier und wenn es mich das Leben kostet, denn so fühlt es sich manchmal an, ne, das bringt mich um. Ich habe gekämpft, ne, ich habe die Zähne zusammengebissen, aber ich komme nicht weiter, ne. Jetzt hilft nur noch ein Wunder. Also eben, das war meine erste Lesweise am Anfang von diesem Text. Ich habe das gar nicht auf diese Gesellschaftssituation bezogen, ne, sondern auf diese Situation auf dem Kissen, totale Verzweiflung. Ich komme nicht weiter, das bringt mich um. Ne? Und dann sagst du, okay, dann soll es das letzte Mal sein. Ich gebe jetzt alles von mir. Ja, Ne? ja, Und dann, aber ich lebe ja noch. Ne? Und das, ich sage dann in der Regel, das Leben ist ein Geschenk. Ne? Das Leben, das bis dahin nur ein Problem war, plötzlich kommt es mir vor wie ein Geschenk. Aber das ist eben auch das Wunder. Ne? Das ist ja ein Wunder, dass ich noch hier bin. Ne? ja, ja, Ich, ja. bis vor 5 Minuten dachte ich noch, das bringt mich um. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Und ich sitze hier, es tut zwar immer noch weh, aber die Schmerzen bringen mich nicht um. Ich muss gar nicht dagegen ankämpfen. Ich lebe noch, ne? Und nach einer Stunde oder so wird die Glocke zum Essen geschlagen, da steht was auf dem Tisch für mich, ne? Ist doch ein Wunder, dass ich hier noch was essen darf, ne? Ist Hm. ein Wunder, ich drehe den Wasserhahn auf und da kommt Wasser geflossen, ist doch ein Wunder, ne? Ist ein Wunder, dass man sich so auch per Zoom unterhalten kann Hm. oder man trifft jemand draußen, ne? Im Park. Das sind Wunder, ne? Ja, nichts Selbstverständliches. Hm, hm, Du hast auch einen Prozess beschrieben, wo ich auch eben dachte, das ist ja auch wie ein Geburtsprozess, also das sind hm, Momente von Geburtsprozessen. Und auch das ist ja natürlich jedes Mal ein Wunder. hm.
Sagst du als eine Person, die keine Kinder hat. Ja, aber also ich kann natürlich trotzdem mich nicht dagegen verwehren, dass das eine unglaubliche Faszination ausübt. Also Ja, ja, einfach, dass es nicht nur, weil man das selber erlebt hat in aller Regel, also es gibt ja auch andere Formen des Auf die Welt ja. kommens, die nicht halt diesen Weg nehmen, aber also Hm, mit Kaiserschnitt, aber hm, natürlich ist das, also das ist, hm, wenn ein Kind geboren wird oder auch, also auch wenn man ein Video zum Beispiel sieht, wie ein Chamäleon sich aus einem Ei hm, hm, rausholt, hm, also hm, das berührt mich natürlich sehr, klar. hm, Also was hm, soll ich dagegen machen? hm, Das, hm. das ist etwas, das ist doch ein Wunder, ein Ja, großes. ja, ja, ja. Häutungen heißt ja auch die Textsammlung, Ja. ne? Häutungen. Schön, dass du daran erinnerst, also an die Geburt und an dieses, ähm, was man als Wunder empfinden kann, Hm, wenn man hm, durch solche hm. Kanäle oder Nadelöhre oder Korridore Ja, durchgeht. hm, ja, Das hat das nochmal sehr viel greifbarer gemacht. Das ist eigentlich auch, was ich versuche anzudeuten. Vielleicht mit einer hm, kälteren hm. Sprache, aber oder mit einer, ja, auch beleidigten Sprache manchmal. Beleidigt. Ja, schon. Hm. Ja, also ich fand das ganz toll, das Gespräch heute, ne? Und endlich mal Nina zuhören zu dürfen, ne? Es war ein Privileg. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal bleibt. Eigentlich sollten es 5 Stunden werden, aber wir haben noch nicht mal 4, ne? Also knapp 4 Stunden, ne? 5 Stunden Es ist ein neuer Rekord, monologisieren aber und sich an die Nase fassen. äh, äh, Nee, mh. das, das tut mir leid. Was tut dir leid? Dass ich so Dass wir lange keine rede. 5 Stunden. Ja, wir können gerne 5 Stunden von mir aus. Also Das wollte ich doch, ne? Also ich wollte doch, ne? Endlich mal was von dir erfahren, ne? Ja, danke, dass du auch ein bisschen Einblick in deine persönliche Geschichte uns geboten hast, obwohl du ja nicht auf deine Person reduziert werden willst, ne? ja, manchmal ist es gar nicht schlecht, vielleicht also einen Abstoßungspunkt auch Hm, nicht zu verschweigen, aber es ist, also ähm, hm, ich denke mal wieder, dass es auch hindern kann, weil man halt irgendwie dann diese hm, hm, Konstruktion, die man sich von einer Person baut, aufgrund ihrer Aussagen, ist ja auch sehr stark geworden in den letzten Jahren, dass man ja, Geringes braucht, um Riesenbilder zu ja, erzeugen und dann auch festzuklopfen und zu behalten ja, und zu ja. verteidigen und dann anzugreifen. Aber Aha. mich interessiert eigentlich immer, wie man da dran vorbei oder durchkommt. Und Hm, hm, ähm, manchmal sorgt das aber auch dafür, dass man so diffus ist oder dass man halt so versucht, irgendwo anders lang zu schweben, hm, dass man hm, eigentlich hm, nicht hm, richtig teilnehmen kann und sich nicht richtig hm, positioniert und sich hm, auch hm, verliert hm, und auch Eigenes nicht ausspricht, wodurch das nicht heilen kann. Und die Möglichkeit, hm, 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 die du mir jetzt auch gegeben hast, mal ein paar Sachen noch einfach auszudrücken oder zumindest anzudeuten, das ist auch für mich sehr heilsam und schön. hm, Also hm, hm, in diesem hm, Raum. hm. Macht mir auch Ja, ich aus. glaube, in dem Sinne, dein Kanal ist auch total wichtig, ne, weil wahrscheinlich fühlen sich viele so wie du, aber haben das Gefühl, ich bin ganz allein und dann Oh, finden sie dich, ne, und das ist eine Stimme, ne. Nina gibt mir eine Stimme, ne, das ist genau das, was ich sagen wollte, immer gefühlt habe, aber das Gefühl hatte, ne, das darf ich nicht sagen, ne, und endlich sagt's mal jemand, ne. das Also ich wäre, glaube, das hat auch für, ja, sorry.
Ich glaube ja, also dein Kanal hat eine heilende Wirkung für viele Menschen, schätze ich mal, ne? Das weiß ich nicht. Das müsste man die Leute Also, fragen, aber das das mit, musst du ja auch nicht wissen, das solltest du wahrscheinlich gar nicht wissen oder du solltest es nicht mit der Intention machen, hier, ich tue das für die Menschheit, ne? Ich versuche euch zu heilen, denn dann wirst du ja auch einer von den Menschen, über die wir gesprochen haben, ne? Ich tue das hier mit guten Intentionen, hört mir zu. hm, Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, ne? da machst du Aber, natürlich einen riesen Fass auf. Also, ne, was macht man da überhaupt? Aber ja. ja. Nee, aber es ist gerade deine Bescheidenheit, die eben das gut balanciert, ne? Also wenn du jetzt als der Heiler auftreten würdest, ne, oder du würdest wahrscheinlich auch eine total gute Schamanin machen, ne? Aber das macht dich sympathisch, dass zumindest zu diesem Zeitpunkt du ja nicht irgendwie Schamanismus-Seminare anbietest. Du könntest das, du wärst wahrscheinlich erfolgreich, aber du machst es auf deine sehr bescheidene Weise, ne? Ich habe keine schamanische Ausbildung, deswegen kann ich, also Ich glaube macht nicht, man dass das es da nicht. eine Staatsprüfung gibt in Deutschland. Es wäre mir nicht bekannt. Also du kannst da einfach ein Schild an die Tür hängen und die Leute kommen zu dir. Krass. Ja, nee, ich, Zumindest bei Zen, also du kannst dich Zen-Meisterin nennen und keiner kann dich dafür belangen, ne? außer deine sehr kritischen und sehr wachen Follower. Und also dein Publikum würde mir das sicherlich nicht durchgehen lassen. Und, Nö, aber musst dich nicht drum kümmern. Also, nee, also ne, ich habe halt keine, ja. Hm, keine Tradition, hm, bei der ich das Gefühl habe, hm, dass ich da nach Hause komme. Also hm, 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 auf der Ebene gehöre ich zu den Dachlosen, so vielleicht, aber hm, hm, deswegen reizt mich manchmal noch, oder immer noch dieses Glühwürmchenbild, weil die fliegen halt auch draußen in der Nacht alleine herum und dann hm, halt hm, zusammen. hm, Aber hm, ich kann, also das kann man auch machen, daran möchte ich erinnern. Und ob das hm, heilsam ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist dieses, ja komm, hm, wenn ich das kann, kannst du das auch. So, ja, du brauchst keinen Status, um zu hm, sprechen. hm. Wobei ich weiß nicht, ob das gut ist, um das jetzt hier noch am Ende hinzuquetschen, aber du hattest bei unserem letzten Gespräch gefragt, was ist das Heilende an Sprache oder das Heilende an Worten? Ja, genau, Und das genau. habe ich auch irgendwo nochmal drunter geschrieben, aber es ist eigentlich, ich habe darauf gar nicht geantwortet, ist mir später nochmal klar oder nicht präzise. Ja, Und ich kann das das tatsächlich, machst du ja nie, ne? nee, mache ich nie. Damit du selber Ja. drauf kommst. Aber, äh, Es geht um dich. ja, und noch ein Du anderes bist das Problem. Missverständnis war Du halt, bist die Aufgabe. ja, du bist die Aufgabe. Es war ich hatte darüber gescherzt, dass dieses lange Reden von mir und die Erlösung, die eintritt, wenn ich endlich aufhöre zu reden, dass das eigentlich eine Ja. Lehre ist. Und du hast, glaube ich, verstanden, Lehre mit Doppel-E. Ich meinte mit Mhm. EH, also das ist die Also, Art, wie ich lehre, dass du einfach nur lernst auszuhalten und mit dir zu kämpfen, weil du denkst, dass ich irgendwas Wichtiges sage, dabei ich einfach ja, nur komplett mich in meinen Assoziationen verloren. Und irgendwann ja, merkt man es und man kann es endlich ausmachen. hm, Aber bei diesem, also das ist natürlich jetzt auch kokett, das hm, kann ich nicht. Äh, aber dieses mit dem Heilen, ich hm, glaube, hm, Heilen ist hm, in meiner Vorstellung, Heilung ist ganz konkret immer Verbindung aufnehmen. Etwas ist hm, auseinandergerissen hm, und hm, hm, irgendein magischer, mystischer Prozess passiert. Also manchmal hat das wirklich was Mystisches oder Magisches, hm, dass etwas, hm, was auseinandergebrochen, auseinandergerissen war, plötzlich wieder hm, anfängt, vorsichtig Bezüge herzustellen, zu hm, kommunizieren. Was sprachlos hm, geworden ist, abgeteilt, abgetrennt, kommuniziert wieder. Ob jetzt körperlich, hm, somatisch hm, oder hm, eben auf anderen Ebenen. hm, Das ist hm, Heilung für mich. Es ist nicht, hm, hm, das hm, wird wieder wie vorher. Manchmal wird hm, das zusammengelötet, so, also ne, Material wird hm, zusammengelötet, aber du siehst halt oft diese Lötnaht, oder es wird zusammengenäht, oder es finden wieder ähm,
Es findet wieder Austausch statt zwischen Stoffen, zwischen Menschen, zwischen Sprachen, all das. Es passiert wieder etwas dazwischen und, und dass da etwas dazwischen gewesen ist, dass da auch etwas noch darauf hinweist, ist auch wichtig, weil das eine besondere Zone ist, ein besonderes Gebiet ist, die Narbe, das, die Blessur, das, was da noch dran erinnert. Das ist nochmal ein ganz eigener Bereich. Aber das ist für mich Heilung. Es ist nicht, es muss wie vorher werden, sondern es ist auch schon anders geworden, aber es ist zumindest wieder im Austausch. Und wieder kommt wieder zusammen, kann wieder zusammenkommen, Gemeinsames herstellen. Zusammenarbeiten. So. Ja. Also nichts Wunderheilung und dann ist alles ist wieder Gold, sondern es ist wie, nee, da war auch was zerrüttet, aber es kann wieder was passieren. Die Eiswände sind geschmolzen. Das ist mir noch eingefallen. Eigentlich was ganz Profanes, aber gleichzeitig eben vielleicht eine der wichtigsten Motivationen. Und das machst du für mich auch. Sonst wenn ich diese Qualität bei dir nicht sehen würde, würde ich mich gar nicht mit dir abgeben. Nein, aber ja, beobachte ich bei dir auch, bei dem, was du tust. Ja, wie gesagt, ne, also mir geht's bei dir auch so, ne, dass allein deine Stimme, ne, da habe ich das Gefühl, ne, hat was Heilendes, was Wohltuendes, ne, Beruhigendes. Gleichfalls. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht hier komplett vollsülzen. Wir wollten ja eigentlich jetzt abmoderieren, ne? Und Ja, selbst okay. die Abmoderation ist jetzt auch schon fast eine halbe Stunde lang, Ja. aber ja, dann hoffe ich, dass es nicht das letzte Gespräch bleibt, ne? Und freue mich auf die nächste Runde heilende Worte, wo ich der Nina vielleicht wieder zuhören darf, wer weiß. Ne? Sei denn, du hast irgendwelche Ideen, wo ich mal was sagen kann, aber ich kenne mich nicht aus. Ne? Ja, ich wollte sogar über deinen Text sprechen und trotzdem habe ich dich nicht gefragt. Das so vielleicht für irgendeine zukünftige Sitzung wäre auch eine Idee. Ne? Also Ja. das wäre auch was. Ne? Also Narzissmus ist noch auf dem Horizont und dann mein Buch, den Text da ein bisschen. Du könntest mich auch nach den einzelnen Worten fragen. Ne? Warum sitzt das Wort und nicht ein anderes? Ne? Na, cool. Also, wenn du Lust hast, können wir da gerne auch dranbleiben, so ein bisschen parallel zum Korrekturprozess. Auf alle Fälle. Das ist halt auch Auf einfach alle Fälle. Ja. schön. Das finde ich gut. Das Okay. ja, ermöglicht Wege. Gerne. Und wenn du was hast, dräng dich gerne in den Vordergrund. Ich weiß, ich bin selber schuld, ne, wenn ich nicht genug Redezeit hatte. Nee, bist du nicht. Also, vielleicht ist das ja auch Höflichkeit oder so, aber Nee, um Gottes Willen. Also wenn ich täglich eine Viertelstunde habe, ne, auf meinem Kanal, das reicht mir. Dann ist mein Redebedarf gedeckt. Ne? Ich muss nicht noch mehr haben. Ich bewundere, ne, dass du das kannst, ne? Dass du das kannst, ne? Und du sprichst ja auch druckreif im Grunde, ne? Also ich kann ja keine 12 Minuten reden, ohne mich ständig zu verhaspeln, aber Quatsch. ist das rheinländisch oder so, was du da manchmal so am Ende eines Satzes machst? Ich weiß oder nicht was genau, ist was das ist. Das oder ist das irgendwie von der Sesamstraße oder so? Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich habe irgendwie so ein, das ist wie so eine, ja, den kann ich nicht beschreiben, aber so ein Teil von mir, der dann nach vorne kommt. So die innere Kröte oder so, ne? Ja, genau Das sowas. trägt auch so ein bisschen zu dem Oma-Image bei. Also immer diese Kröte, die am Ende noch quack. Aber ich mag die irgendwie Quatsch. auch. Okay, ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ne? Wünsche ich Vielen dir auch. Dank. Danke. Tschüss. Ciao.
Ton. Stop.